in welchem Sessel befindest du dich da? Ich versuche gerade irgendwie herauszufinden. Das ist GeoGuessr-Frage 1 heute. Oder? Das ist das wäre doch was. Das ist im Rathaus. Im Aber Rathaus, ich gell? Ja. Aber ich weiß gerade nicht, ob der Sessel immer da steht oder ob ich den eingefügt habe. Das weiß ich gerade nicht. Also Leute, herzlich willkommen zu meinem Gothic-Quiz-Format. Beziehungsweise das erste Mal ein Finalisten-Quiz mit 5 Gewinnern aus meinem Format. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt Reihe mal alle vorstellen lassen. Und wir fangen natürlich ganz links an. Und da fängt jeder liebe Lord Pappnase an. Ja, Hallöchen. Ich freue mich, da zu sein beim Finale. Man kennt mich vor allem durch ein paar Gothic Challenge Runs und Iceberg-Videos. Und ich werde heute, glaube ich, so richtig hart ablosen. Ich muss erstmal tief stapeln, um später richtig abzuräumen. Richtig schön tief stapeln. Sehr gut. Mastiamo. Ja, ich bin der Mastiamo. Das ist mein zweites Quiz bei dir. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein im Finale. Und ich werde mein Bestes geben. Auch wenn ich nicht so in der Materie von Gothic 3 auch drin bin. Ja gut, die einzige Frage, die du beantworten musst, unbedingt, ist ja die 500er dann am Ende. Oh je. Aber wie Die gesagt, also, Artefaktfrage. letztes Mal hast du Die auch gesagt, oh, Artefaktfrage. ganz schlimm, und dann plötzlich bist du Erster geworden. Ja. Das war schon crazy. Lieber Hochkönig, du ziehst die Stürme an. Hab ich gehört, oder? Ja, natürlich tue ich das. Und schönen guten Abend zusammen. Ich bin, wie von Alex schon erwähnt, der Hochkönig. Habe seit gut 2 Jahren hier einen Kanal auf YouTube und ja, da bringe ich so ein bisschen Content zu Gothic, was zu meinen Leidenschaften gehört, was die Computerspiele angeht. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ja, ich bin sehr gespannt. Supi. So, Johnny. Let's go. Ich bin der Johnny. Ich fühle mich irgendwie so als Underdog hier gerade in der Runde. Bin sehr erfreut, dass ich nochmal mit teilhaben durfte. Und ich denke aber, dass ich dieses Mal nicht so viel Glück haben werde wie beim letzten Mal, als ich mich da durchgemogelt habe. Mal gucken. Bin aber sehr gespannt. Durchgemogelt? Naja, du hast halt deinen Joker gut eingesetzt und hast dadurch gewonnen. Sagen wir es jetzt mal einfach so. Und das ist super knapp. Muss man ja auch noch dazu sagen. Also wirklich. Okay. Und Chris, stetiger Gast hier. Ja, Grüße. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und ich war ja auch dabei in der Runde mit Johnny. Also mal schauen, wie es heute ausgeht. Ob es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird und geschicktes Einsetzen von den Jokern oder ob es diesmal anders ausschaut. Ja, super nice. Okay. Und heute ist der Mitmoderator der liebe Erzbaron Gomez oder wie auch immer du genannt werden willst, weil du hast ja gesagt, du hast 1000 Namen. Also sag mal einfach, wie du gerne genannt werden willst. Gomez passt schon. Hi, ich bin der Gomez. Ich bin notdürftig eingesprungen. Freue mich hier zu sein. Wird bestimmt viel Spaß machen. Bestimmt. Okay. Sehr schön. Also gut, ich erkläre nochmal die Joker, weil das ist ja immer so ein bisschen so das Thema. Also, der Trank der Geschwindigkeit kann bei Fragen von 100 bis 400 eingesetzt werden, wenn man die Frage nicht beantworten kann. Der zählt auch vor dem Bestechungserz. Das heißt, wenn jemand versucht, eine Frage zu klauen, du den Trank der Geschwindigkeit aber nutzt, kann er dir die nicht wegklauen. Das Bestechungserz ist so, ihr habt 2 Minuten Zeit, eine Frage zu beantworten. Wenn ihr 2 Minuten die nicht beantworten könnt, kann jemand das Bestechungserz nutzen und euch die Frage klauen. Bisher alles verstanden? Der Tank der Geschwindigkeit von 100 bis 400. Du bist manchmal abgehackt. Das sind genau dann die wichtigen Momente. Genau, bei Discord. Ich weiß auch nicht warum bei Discord, ehrlich gesagt. Alles gut. Also von 100 bis 400 ist der Trank der Geschwindigkeit. Ja. Okay. Genau. Limas Geldverleih könnt ihr immer einsetzen, aber ihr müsst es vor der Frage setzen. Ihr kriegt die doppelten Punkte oder verliert die Punkte der jeweiligen Frage. Im Prinzip ist es alles oder nichts im Prinzip. Ganz einfach. Hast du Musik an im Hintergrund, fragt gerade einer. Eigentlich schon, aber das ist sehr gut, dass das gesagt wird, weil das habe ich als einziges nicht überprüft. Sehr schön. Danke, lieber Atioldos. So, schauen wir mal kurz, dass es funktioniert. Jetzt müsste die Musik drin sein. Also, seht ihr, das habe ich vorhin nicht überprüft. Perfekt. Jetzt müssen wir was hören. Schreibt gerne rein. Gut. Ja, ist da. Genau, 500er Fragen.
damals, ich weiß nicht, ein paar Leute, die bei den früheren Quizen dabei waren, da war die 500er-Regel ein bisschen anders. Jetzt ist die Regel, jeder muss einmal eine 500er wählen im ganzen Quiz. Und er darf nicht eine weitere wählen. Das ist einfach nur für die Balance. Und die letzte 500er-Frage, die übrig bleibt, ist dann die letzte Frage vom Quiz für alle. Genau. Und ansonsten, ja, ich denke mal, der Rest erklärt sich dann im Quiz, denke ich mal. Entschuldige nochmal, ich musste Ja. mir gerade ein bisschen zusammenreimen, was du gerade gesagt hast. Okay, was möchtest du nochmal wissen? Nochmal mit den 500er-Fragen. Genau, 500er-Fragen ist so, jeder muss eine 500er-Frage wählen im ganzen Quiz. Und du darfst aber auch nicht mehr als eine 500er-Frage wählen. Okay. Das ist einfach für die Balance, weil die müssen ja alle beantworten dann am Ende. Du würdest dir sonst nur selber einen Nachteil geben. Und somit ist das ein Balance. Okay, und die letzte Frage im ist Quiz ist die gerade letzte wieder 500er. abgehackt gewesen, so 3-4 Ach. Wörter. Darf ich mal an die Zuschauer fragen? Höre ich nur ihn abgehackt oder? Nee, Ja, bitte. also, Nein, wir also auch. im Stream ist das was anderes. Das Ja. ist, denke ich mal, die Discord-Einstellung. Ja, denke ich Okay. auch. Okay, Mach am besten mal Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln von Discord. mach ich mal, gute Idee. Schauen wir so. Okay, also ich muss einmal eine Was, 500er-Frage nehmen. Wir Warte können auch, mal, wie es geht. okay, Verox, Test 1, 2, 3, 4. Ihr seid alle abgehakt? Okay, das ist nicht gut. Echt jetzt? Ja, hat er gerade geschrieben, oder? Sind wir alle abgehackt? Also ich bin nicht Gerade abgehakt, eben am hab's Test grad war niemand getestet. abgehakt. Bei ihm scheint es gut. Also- Ich glaube, das war nur ein Lag vielleicht bei dem einen. Bei dem lieben Verox. Okay, gut. Okay, ja, gut. Johnny, hast du jetzt verstanden, wie die 500er funktionieren, bevor wir dann anfangen können? Also ich muss einmal eine 500er nehmen. Einmal im ganzen Quiz. Und du darfst auch nicht mehr wählen. Okay. Dürfen wir bei der 500er auch Lemas Geldsack nehmen? Ja, natürlich. Das war auch schon immer so, ja. Ja, das wusste ich nicht mehr. Ja, genau. Alles gut. Perfekt. Deswegen Okay. sind wir da für die Fragen noch. Genau. Okay. Und vergesst nicht eine Sache, die habe ich jetzt nicht erwähnt, weil wir gerade immer wieder diese Unterbrechung hatten, weil es ja mit dem Abhacken blöd war. Ab der Hälfte des Quiz sind alle Punkte verdoppelt. Sobald die halben Fragen beantwortet sind, sind alle Punkte verdoppelt. Das heißt, Joker aufsparen lohnt sich immer. Da hat ja der Johnny damals das auch so gemacht, um zu gewinnen. Okay. Ah, so einer ist das. ja. Mhm. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt alles. Ich gamble. Ich Ah, gamble okay. lieber. Easy. Okay. Gut, laut Pappnase. Was für eine Frage möchtest du? Boah, wir fangen mal ganz niedrig an. Das Reinkomma, so eine Reinkomma-Frage. Ich nehme mal, weil ich mich da nicht gut auskenne, ich nehme mal Gothic 300. Oh, okay. Sehr schön, Gothic 300 soll es sein. Wer nutzt das? Nenne uns 5 Verwandlungstränke. Nenne uns 5 Verwandlungstränke. Okay, Achtung, Verwandlung in Blutfliege, das weiß ich noch aus dem Oh. Speedrun. Oh, jetzt wird's aber echt schwierig, ne? Ich meine, es gibt Verwandlung-Snapper. Meine ich. Verwandlung Wolf gibt's, glaube ich. Dann würde ich auch mal sagen, es gibt Verwandlung Lurker und Verwandlung Scavenger, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Tatsächlich gibt es all diese schönen Verwandlungstränke. Es gibt auch Nice, grundsätzlich Wie bitte? War ich mir jetzt echt unsicher, weil wann benutzt man die Verwandlungstränke? Ich habe mal einen Eigentlich Challenge gar Run nicht, versucht. Das ist eine Katastrophe, kannst du nicht machen. Es gibt halt wirklich echt viele Verwandlungstränke, deswegen ist es gar nicht so schwer, auf die zu kommen. Ist ja auch eine 100er-Frage bisher. Ja. Aber sehr gut, die ersten 100 Punkte hast du eingesagt. Supi. So, Gomez, du musst jetzt die nächste Frage stellen. Ja, was willst du denn haben? Was, ja, muss Ich, bist oder? dran. Ja. Gib mir die Mysterious 200. Mysterious 200, let's go. Noob. Es gibt genau 2 Dinge in Gothic 1, die 0 Erfahrungspunkte geben. Nenne diese. Wenn du dein Verwandlungsmonster tötest. Und. Okay. Cheaten zählt nicht dazu, oder? Doch. Also nee, ohne Cheaten Ah. ist die Frage gedacht. Ohne Marvel Mode? Okay. Ja. Es gibt die 2 Dinge in Gothic 1.
0 Erfahrung geben. Okay. Auf jeden Fall, wenn du deine Verwandlung tötest und... Oh je, da kracht's. Vielleicht... Nee. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass niemand jetzt ihm unbedingt die klauen will, wahrscheinlich für die wenigen Punkte, denke ich mal, oder? Nein, könnt aber bei gern- 200 Ja, sag ich ja. nicht. Ihr könnt ja gerne einen Guess mal machen, einfach mal jetzt. Er hat jetzt versucht zu beantworten, er kann es nicht beantworten. Er kriegt aber die Hälfte der Punkte, weil er Okay. eine Sache gesagt hat. Aber was wäre, was Also würdet ich ihr könnte denken? jetzt einen Guess machen, ja. Ich würde sagen, wenn man matt umhaut, gibt es 0 Punkte. Richtig. Und mit Verwandlung, was er gesagt hat, bezieht sich eher wahrscheinlich auf Beschwörungen. Also wenn ich Skelette beschwöre oder einen Dämon oder so und töte die, dann das kriege ich geht 0 auch zum Beispiel. Erfahrungspunkte. Aber selbst wenn er sich selber verwandelt und ein Monster Level 0 ist, funktioniert das tatsächlich auch. Da gab es irgendein Monster, das Level 0 ist, wenn du dich verwandelst. Und es gibt noch die Möglichkeit natürlich, dass sich ein Begleiter erschlägt, während du Level 0 bist. Mhm. Gibt es Ja, dann auch noch als okay. Möglichkeit. Also du Ach, kriegst gibt jetzt dir 100 keine Punkte gleich. Erfahrungspunkte? Wie bitte? Ja. Genau, 0 Erfahrungspunkte gibt er dir. Also er gibt dir Okay, plus gut. 0, aber es ist halt 0. Genau. Ist mir nie wirklich aufgefallen. Ich habe jetzt diese 2 Beispiele hier reingemacht, wenn ein Begleiter den Helden erschlägt und sollte man Mutter schlagen. Und eigentlich hätte es Gomez vorlesen müssen. Deswegen werde ich jetzt Gomez Ah, du bist jetzt trotzdem eine Stufe. Stufe gestiegen, obwohl du 0 gekriegt hast? Nein, das ist nur der Charakter. Nein, das ist nur der Charakter hier. Ich habe mich Ah, extra okay. reingecheatet in den Willkommen. Start, deswegen. Ja, du hast Begleiter schon, ja. sozusagen. Das hat nichts Ja, damit zu tun, okay. genau. Okay, sehr schön. Okay, du kriegst 100 Punkte, mein Lieber. Und du machst die nächste Frage direkt zum Hochkönig, weil ich gerade eben die vorgelesen habe. Kannst du gerne machen. Hochkönig, was darf sein? Ich bin gespannt, was aufgepasst ist. Da hätte ich gern die 200, bitte. Let's go. Ich hasse Minecrawler. Wie viele Minecrawler-Platten brauchst du in Gothic 2, um die Minecrawler-Rüstung herzustellen? 10. Das ist richtig. Kann ich auflösen. Der Absolut ist so falsch gehabt, ich kann mir das nie merken. Ich hätte jetzt 12 gesagt. Ich hätte eigentlich 7 oder 8 gesagt. Also das ist tatsächlich ein Fakt, den ich nicht vergesse, weil ich mich immer gefragt habe, warum warum er unterschiedlich viele Platten braucht. Und dann habe ich mir das so zusammengereimt, na gut, in Gothic 2 ist Wolf ein bisschen geschickter, er braucht nicht mehr so viele Platten. In Gothic 1 braucht er nämlich 15 und dann braucht er plötzlich nur noch 10. Ah. Und deshalb fiel mir hatte das ich auch auf. im Kopf. Wenn er in beiden Spielen das gleiche bräuchte, dann würde ich es wahrscheinlich vergessen. Hm. Gut, easy. Gute Eselsbrücke, ja. Also der Hochkönig holt sich jetzt einfach den ersten Platz sofort. Ja, jetzt mal langsam. Ja, mit langsamen Pferden, aber ist trotzdem. Wir erstmal haben ja die noch ein bisschen Führung. was vor uns. Ja. Also Johnny, du gehst doch bestimmt direkt in den 400er rein, oder? Nee, ich scheiß mal richtig ab. Ich nehme Gothic 1 100. Gothic 1 100 soll es sein. Okay. Bisschen kiffen. Benenne alle Sumpfkrautarten und deren Wirkung. Solltest du alle 4 wissen, plus Wirkung, gibt es 100 Bonuspunkte. Boah. Grüner Novize. Mhm. Die ist hart. Also, das ist. Yes. Den Namen kommt man, aber. Zählt der Stängel auch, den du vom neuen Lager bekommst? Ja, der hat auch einen bestimmten Namen. Hm. Stimmt, den hätte ich jetzt vergessen. Wahlweisheit? Ich kann dir nicht mal antworten, ob so ist oder nicht. Um ehrlich zu sein, weil dann würde ich ja indirekt noch eine Antwort Alex geben. hat noch nie Gothic gespielt. Genau, das ist es ja. So ein richtiges Sumpflager-Ding. Und ich hasse die Dudes. Ich hasse Sumpf. Ich mag das Gebiet nicht. Ich bleib safe, glaube ich, grüner Novize. Das ist nur einer. Du Bin ich musst ganz also mindestens ehrlich. 2 mit Wirkung nennen, damit du die Hälfte der Punkte zumindest kriegst für die Frage. Ja, oder alle 4. Also-
Ne, alle 4 Sumpfkräuter. Dann. Genau, dann kriegst du auch die Hälfte. Nee, ich muss passen, bevor ich da ewig rumüberlege. Grüner Novize, ich hänge da gerade übelst auf dem Schlauch bei der Flagge. Ich gehe davon aus, Also bei anderen drei. dass du jetzt eh nichts klauen willst. Niemand hier was klauen Aber will. ich denke mal, alle Novizen-Cosplayer sind jetzt gerade auf dem Weg zu deiner Haustür. Ja, also Mit grüner 3 Novize, schwarzer Weiser. Hm. Das gibt's tatsächlich. Jetzt höre ich auf. Grüner Novize und schwarzer Weiser. Jetzt. Und trotzdem keine Punkte. Aber egal. Hat jemand noch einen Guess oder so? Oder weiß jemand noch ein bisschen mehr? Einfach jetzt aus Naja, weil niemand will die Traumruf klauen. hätte ich noch gesagt. Ja. Traumruf, Okay. aber ey, Ja, so Itemnamen bin ich immer komplett raus. Kann ich mir auch nie mehr. Die Das ist der präparierte Effekte- Traumruf, aber ich kann ja schon aufdecken. auf Die jeden Fall. Effekte also Traumruf gibt 2-mal an. Okay, gut, du hast schon aufgemacht. Ja, die anderen Ja. geben halt Erfahrungspunkte. Ja, genau. Grüner Novize gibt 5 Erfahrungspunkte, der schwarze Weißer gibt 10, der Traumruf gibt 2 permanente Mana und der präparierte Traumruf lässt sich instant einschlafen. Den nimmt aber auch fast nie Ja. jemand, deswegen weiß es auch fast keiner. Ja, Ja, die nehmen alle passiert immer nur ganz Erz bestimmt nicht und dann- aus Versehen. Möge kann dieses sein. schnöde Erz dich erleuchten oder keine Ahnung. Ja, ja. Nee, ich glaube, er meint, niemand nimmt selber den präparierten Traumruf. Ja, Ich meine, das ist ja das Dümmste, was du machen kannst. ja. Aber du Danke. siehst das. Das passiert ja bei dem Baal. Kontral heißt er, glaube ich. Passiert das Ja. ja. Wenn Tyrion. man den nimmt, schläft er ein. Tyrion. Ja. Mhm. Ja. Also die Namen kann ich mir merken. Nee, passt schon. Ich höre auf. Ah, am besten nicht so viel reden, sonst ist die nächste Frage jetzt nenne alle Baals, dann habe ich schon mal einen Vorteil. Okay, mein Lieber. Also Gomez, los. Ja, Xalos. Das ist Xardas LP. Ja, ich nehme Gothic 1200. Wenn nämlich die Baals dabei sein. Gothic hat einen Multiplayer. Welche Klassen waren im geplanten Gothic 1 Multiplayer angedacht? Okay, das war der Psioniker, dann eben Magier, Kämpfer und Dieb. Mhm. Müssten Lösen alles wir sein, auf. sind 4 Stück. Dafür stehen halt eben die 4 Freunde. Lösen auf. Ja, hast recht. Krieger, Magier, Psioniker und der Dieb. Waren damals angedacht. Ich finde es irgendwie schade, dass es nicht so gekommen ist. Du hast ja gesagt, du hast ja Kämpfer gesagt, Chris, aber das passt ja. Das ist Kämpfer, Krieger, das ist fein, also. Ganz ehrlich, wie Ja. gesagt. Deswegen gibt es auch 200 Punkte für dich. Dankeschön. Gerne. Ja. Aber ich denke, Multiplayer wäre schon ganz nice. So, aber eben nur optional irgendwie in Zukunft. Vielleicht kommt da irgendwas. Also, Lord Papnas, was möchtest du haben? Boah, die Fragen sind ganz schön knackig, ne? Ich nehme mal Gothic 1 300. Komm, geh mal rein da. Ach, schön. Gothic 1300 hast du gesagt? Ja. Okay, let's go. Konstantino hasst diesen Trick. Warum heißen die Höhlenpilze Höllenpilze Höllenpilze? Was? Warum heißen die Höllenpilze Höllenpilze? Ach so. Genau. Ursprünglich sollten die Höhlenpilze heißen, wurden dann aber von den Entwicklern überall auf der Oberwelt platziert und nicht in Höhlen, wie sie ja eigentlich geplant waren. Und dann hatten sie 2 Möglichkeiten, entweder alle Pilze umplatzieren oder halt einfach umbenennen. Und sie haben sich dann fürs Umbenennen entschieden. Das wurde in einer Streaming-Folge mit Kai Rosenkranz und Mike Hoge erzählt. Das ist vollkommen richtig. Du hast es schon einfach Darf ich mal beantwortet. fragen, wie sehr habt ihr trainiert für dieses Quiz hier? Er hat gar nicht gesagt. Ja, das Ding ist, es gibt jetzt mehrere Quellen, wo das gesagt wurde. Also es gibt ja auch den Gothic-Guru, der immer so schöne Shorts macht und da wurde das zum Beispiel auch erwähnt. Ja, der Gothic-Guru nimmt aber meinen Eisberg als Grundlage. Ah. Ja, den muss man auf jeden Fall auch gesehen haben. Ja, sehr gut. Also easy. Gut. Das ist der Bastiamo, lieber Gomez. Du kannst den Namen auch ablesen im Quiz, im Programm einfach. Wenn du nicht weißt, wer ist. Ich nehme GeoGesser 500.
Okay. Okay, das ist jetzt Das- random, aber gut, sind wir alle Okay, dran. ich schick euch kurz noch die Whiteboard-Links, bevor ich es aufdecke, weil die braucht ihr jetzt sowieso. Die habe ich zum Glück Ja, auf vorbereitet, jeden schon während Fall. des Quizzes gerade. Weil ich mir schon gedacht habe, dass jetzt irgendwie bald der erste schon kommt. Die erste 500er. Guckt auch, ob euer Name stimmt oben drauf. Wenn euer Name stimmt, dann ist es das richtige Whiteboard. Und wenn das stimmt, ich schicke jetzt dir, Gomez, ich schicke dir alle Whiteboards, weil du mit mir gucken willst. Jo. Schauen wir So. auch gleich mal rein. So, perfekt. Kann ich jetzt eigentlich Lemas Geldbeutel. Nee, Quatsch, doch, Lemas Geldbeutel war für doppelte Punkte, ne? Ja, könntest du nutzen. Kann ich das aktivieren? Du musst es davor aktivieren, aber die Frage ist, ob sich nicht Obwohl mehr ich die lohnt, Frage nicht gewählt habe, weil das wäre jetzt die Ja, Frage kannst du gewesen. natürlich. Ja, klar, kannst du. Klar. Ach komm, dann gehe ich da mal rein mit Lemas Geldbeutel in die GeoGuessr 500. Ah, geiler Scheiß. Ich mach so wie immer die Warnung nochmal rein. Später kriegst du 2000 Punkte, wenn du dann den Beutel benutzt. Wenn du das schaffst. Ja, aber bei GeoGuessr fühle ich mich confident, deswegen probiere ich es mal da. Okay, machen wir so. Also Lemas Geldbeutel. Dann machen wir mal Lemas Geldbeutel rein. Okay. Genau, Gomez, lies vor. Kreuze. Zeichnet alle Kreuze von Gregs Schätzen in Jakenda ein. Oh. Ach, du. Ich werde euch die Karte Heiliger. reinwerfen, Sekunde. Jeder kriegt eine druckfrische Karte, keine Sorge, Leute. Eine mit den Kreuzen drauf? Nee, Ja, genau. die ist leider nur in der Antwort, tut mir leid. Und ich habe gesagt druckfrisch. Druckfrisch ist hier ohne Kreuze leider. Ja. Muss ich mich da leider enttäuschen. Ja, druckfrisch, aber mit der blöden Piratenflagge drauf. Ja, ja. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil Okay, wir es in vielleicht den vielleicht letzten Quizzes Ja. hatten, eine Farbe wählen, die man gut sieht. Also gerade viele haben doch eine Rotschwäche und ich zum Beispiel sehe das dann nicht, wenn da so ein kleines Rot drin ist. Okay. Also am besten Gibt's die Karte irgendwas auch in. weiß gibt's zum die Karte Beispiel auch in ist ganz scharf? gut. Bei die mir lädt ist die noch Karte nach. scharf. Ah, ja, okay. Ja, Aber die lädt Stiamo noch hat nach. aber die Jetzt Karte hat sie noch gar nicht, geladen. warum auch immer. Muss mal gucken, warum er sie noch Jetzt. nicht hat. Ah, jetzt. Okay, alle Karten sind offen, Leute. Danke. Also, ihr habt 10 mit Minuten Absicht Zeit. so blurrt? Wie bitte? Ist die mit Absicht so unskaliert? Die brauchen bis zum Dauert einen Laden. Moment. Ja, das Ach so, ladet okay. ein Also bisschen, welche? ja. Ah, jetzt, okay, alles gut. Sardas, welche Farbe wollt ihr haben? Ja, am besten weiß oder so. Oder gelb, irgendwas, was man gut sieht. Rot Also geht ich hätte jetzt meistens. tatsächlich gesagt, rot sieht man am besten. Ja. Ja, außer die Leute, die Rotschwäche haben. Ich sehe zum Beispiel Rot gar nicht. Also fast nicht. Ja, Aber okay, das ist dann ja wurscht, weiß ob ich das sehe. Der Alex muss es ja sehen, der kontrolliert es ja. Ich nehme jetzt mal ein helles Grün, weil das sieht man, glaube ich, ganz Das gut ist auf auch braun gut. und so. Ja. Boah, das sieht man ja richtig. Ah. Ich Wir kann haben nicht jetzt malen. 10 Minuten Meine Zeit, Karte wie ist immer, weg. oder? So. Oh. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele das sind. Du kannst uns nicht eine Zahl sagen, oder? Ist wahrscheinlich Nein, zu tut mir unfair. leid. Nein, das ist eine 500er-Frage. Und ich meine damit, das ist ein bisschen zu großer Vorteil. Wie gesagt, es richtet sich ja eh nach dem, der am meisten weiß. Das ist die Siegerpunktzahl mit einer gewissen Toleranz, die ich auch nicht sage, weil sonst auch wieder zu eindeutig ist. Wie lange hat man Zeit? 10 Minuten. Ich werde über 5 Minuten dann sagen, es sind noch 5 Minuten und so. Ihr habt also genug Zeit eigentlich nachzudenken. Interessant. Sagst du uns, wie viele Kreuze es gibt? Nee, hab ich euch nicht Das gesagt. habe ich schon versucht. Ja. Ach so, ja, ich war gerade so konzentriert, weil. Ah. Ich weiß auch nicht, ich glaube,
Die im Sumpf? Ich sag nichts mehr. Ja, ich wollte gerade sagen. Du wolltest gerade antworten. Aber sagen wir es mal so, es gibt auf jeden Fall Schätze, die man öfter aushebt als andere. Mhm. Also ich will ja nicht sagen, dass ich bestechlich bin, aber wenn du das Lied für mich machst, was ich mal angefragt habe, dann... Also jetzt alle Kreuze oder nur die von Gregs Schatz? Gregs Schatzkarte, alle Kreuze, ja. Mhm. Ich weiß, steht ja auch Gregs Schätzen. Ja, Kinder. Mhm. Also da zählen jetzt nicht Mhm. irgendwelche Kreuze, die einfach so in der Welt da sind. Also Sondern- bei ein paar bin ich confident, aber bei ein paar weiß ich echt nicht genau. Okay. Ich versuche gerade alle im Kopf durchzugehen. Aber ich wusste echt nicht, dass die von Greg alle sind. Ich dachte, er hätte nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, du findest ja das in seiner Hütte. Hm. Ich finde es auch tatsächlich sehr lustig, wie viele verschiedene Antworten es gibt bisher. So, jetzt muss ich nochmal durchgehen. Sehr interessant. Ihr könnt es schon live sehen, oder? Was wir hier machen. Ich Nein, sehe, nein. was ihr macht, aber ich meine, die Nein, anderen sehen es nicht. er sieht das. Und und Gomez auch. Gomez sieht's auch. Für Ach, Gomez! Schreib mal in unserem Privatchat bitte auf, dass er schon die Frage gewählt hat, die 500er jetzt. Was? Soll ich aufschreiben? Was abgehakt? Mastiamo hat die 500er Frage schon gewählt. Das sollst du nur aufschreiben, damit wir wissen, wer es schon gemacht hat, genutzt hat, im Prinzip. Ja, ich schreib's mir auf. Ist abgespeichert. Oh je. Oh je, Mini. Wenn man jetzt ein Kreuz zu viel gemacht hätte, zählt es als Minuspunkt? Du Oder ist darfst, es egal? du darfst 2 Fehler anzeichnen. Also jeder darf 2 Fehler einzeichnen. Aber mehr als 2 Fehler sind alles Minuspunkte. Alles klar. Denk nach. Oh. Er geht die ganze Zeit dieses, ich glaube, ich habe etwas gefunden im Kopf durch. Also ich muss ja sagen, das ist super interessant, was ich hier alles sehe gerade. Okay. Oh, Ich überlege Mann. gerade, in Gothic 1 gab es nur die Hackenanimation, aber ich glaube, das ist nie ein Schatz ausgegraben, richtig? Wo in was? Ja. Gab's in Gothic 1 überhaupt ein Kreuz irgendwo? Wollte ich gerade sagen. Nee. Nö. Es gab nur die. Du hast die nur die Erdbrocken. Hackenanimation bei den Dings da hier, bei den Erzabbau. Okay. Aber Also Leute, noch 5 Genau, Minuten, nix. dass ihr Bescheid wisst. Noch 5 Minuten. Mhm. Was? Wie nur noch 5? Warum ist nicht nervös? Ich gehe gerade im Kopf die Gebiete durch. Jetzt mich nicht. Und ich weiß, ein Schatz ist nicht auf der Karte drauf. Der ist aber im Spiel drin, aber der ist nicht auf der Karte. Das ist gerade mein Problem. Und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Du darfst ja 2 Fehler einzeichnen, vergiss das nicht. Also im schlimmsten Fall hast du einen deiner Bonis sozusagen weg. Und es passiert nichts, wenn es falsch ist. Ja. Ich gehe auch ein bisschen Risiko gerade. Aber Ich muss ja wirklich sagen, das ist so interessant, gerade was ich sehe. Warte, was steht da? Das schätze ich jetzt. Zählt auch der ungefähre Ort? Also wenn man jetzt nicht punktgenau ist? Du musst Aber nicht so halt im Radius? genau, aber man muss sehen, dass es nicht so, ich habe die ganze Map angemalt, da ist der Schatz. Und so in der Ja, Karte. okay. Einfach ganz Jacken da ankreuzen. Ein großes Kreuz über die Karte. Da ist der Radius Schatz. passt. Der Radius passt ja. Ja, scheiß drauf, ich lasse das jetzt so. Weißt du, Ausklicken. du sagst so scheißegal so, aber ich muss ja halt auch sagen, du hast die meisten Sachen hingeschrieben. Also, Mhm. Hättest du Gregs Schätze in Korinis gemeint, dann hätten wir alle bessere Karten gehabt. Ja, das wäre besser gewesen. True, ja. Das, Das war im letzten Quiz. das war aber schon mal eine Frage. das war tatsächlich im letzten Ja, Quiz okay, ist noch aber auch anders. eine 500er. Also ist echt eine gute 500er, finde ich. Mhm. Hochkönig, ich habe was mal reingeschrieben, ich fand ich auch interessant, habe ich jetzt bei einem Projekt gesehen. Wie findest du diese Risen 2, diesen Fact da? Hast du das gewusst?
Ich habe Risen 2 gar nicht gespielt, deswegen kenne ich auch Was? Oh mein keine Fakten Okay. dazu. Okay, sorry. Ich habe das jetzt nicht mal gewusst bis gerade. Ja, okay. Das wussten die meisten. Deswegen habe ich das mal gedacht. Frag dich mal dazu. Weil das genauso Naja, komisch ich glaube, klingt, ich wie bin das so durch. Sonst zeichnet man noch mehr Xe ein und dann sind es gefühlt 50. Aber der Fakt, den ich dir da hingeschrieben habe, der Finde ich auch kommt komisch. mir immer sofort, wenn ich an diese Schatzgräber denke. Ja. Mhm. Mhm. Ah, Bastiamo, du bleibst deiner Linie treu, ja? Muss es tun. Ja, ich kenn's noch vom letzten Mal. Das war schon lustig. Wie fandest du meine Gothic 3 Antworten? Super damals, ja. Muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe auch alle. Weiß jetzt nicht mehr, ob es noch mehr gibt. Wobei, Halt. zeichne Eine mal- noch. Ich muss jetzt gerade mal was vergleichen. Mich interessiert das gerade. Warte mal. ich zeichne mal einen Was? Kreis noch ein. Also nicht verwundert sein, bei mir sind die Xe die Kreuze und der Kreis ist das, was glaube ich nicht auf der Karte ist, aber trotzdem ein Kreuz ist. Okay. Ah ja. Ja, nimm diesen Heiltrank. Ich muss sagen, 2 Personen, die was gezeichnet haben, haben fast dasselbe gezeichnet. Das wird Das auch gibt sehr, Bonuspunkte. Das ist dann der Duo-Bonus, ja. Ja. Hm, Das ist dann wie bei diesen Ringen da. Hier zusammen sind wir stärker. ja. Aber das war letztes Mal auch eine Frage, ne? Eieiei. Ja. Ja. So, machen wir erstmal so. So, hab ich Aber ich persönlich finde ich feiere die Geogesser-Fragen so am meisten. Da hat man immer richtig Spaß dran. Du, wir hatten letzte Folge jemand, der hat nur Geogesser genommen. Echt jetzt? Ja. Das ist auch immer das Wer war Coolste. denn das nochmal? Alex. Was denn? Wer Das hat denn beantwortet gerade die letzte Zuschauerfrage, Folge ne? nur Geogesser genommen? Nur Geogesser. Das stimmt. Wer war das denn nochmal? Oh, warte mal. Wer war das, der denn nur die Geogesser genommen hat? Ich meine, unter anderem Gothic Guru hat damals, wo er im Quest dabei war, auch alle genommen. Mhm. Ich gucke mal jetzt kurz nur nach, wer das war nochmal, der dabei war. Dann kann ich dir Kurz sagen. überlegen. Es ist immer nur schwer, so Also viel Teilnehmer wie man hat, immer das auswendig zu wissen. Ich oute mich mal, ich finde Geogesser-Fragen ganz schlimm. Ja. Finden auch die Also meisten die hier irgendwie. finde ich okay, weil man die Karte halt irgendwie im Kopf hat. Mhm. Und zur Not, also ich bin jetzt einfach den Weg abgegangen im geistigen Auge und habe Noch eine überlegt, Minute, wo habe ich Leute, so ein blödes übrigens. Kreuz gesehen. Noch eine Minute übrigens. Aber- Entschuldigung. Aber die Standard-Geogesser-Frage ist ja, da Baum, da Berg, wo ist das? Ja. Ja. Und du denkst dann so, ja, okay. Und dann bist du ja noch Please. glücklich, wenn du irgendwie ein Stück von einer Brücke siehst oder so. Aber wenn das einfach nur Natur ist und Einfach Corelli Ja, das- sagen, dann hast du die Hälfte. Ich glaube, so funktioniert das nicht, sorry. Also, auch wenn man sich erhofft, leider ist es nicht so. Und Ich dann, glaub, da- und dann, ich glaub, und dann da am ist besten noch Gothic 3. Dann am besten noch Gothic 3. Und dann ist es nicht der Wald um Okara, sondern das Waldstück bei Nemora oder so. Bei Ja. Gothic 3 würde ich, glaube ich, sehr gut erkennen, würde ich. Also, glaube ich schon. Aber apropos Waldstück, wir hatten in der letzten Quiz, war eine Frage von mir, die 500er. Es war im Gothic Oh mein, 1 in dem ja, Waldstück ja, drin. ja, Das war ja. ziemlich fies. Ja. Einfach so mitten im Wald. Ja, wo ist das? Hier, Sterion war es übrigens. Sterien, okay. Ja, Sehr nice. der gute Schatten von nebenan. Ja. Der berühmte, der nette Schatten aus der Nachbarschaft. Ja. Warte mal, da kommt mir doch was. Kann ich noch einen X machen? Und weißt du, was er nachts. Ja, du kannst gerne noch machen. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt Achso, noch okay, eine halbe okay. Minute, das passt. Oh Weil wir mein gerade so Gott. verlabert haben. Gedankenblitzschlag. Ich muss ja sagen, ist es dann so, dass er wie Blitzschlag, okay. Spider-Man, ist es dann so wie bei Spider-Man, dass er sich dann so in Fleischschwanze verwandelt nachts und dann als Fleischschwanze die Menschen rettet oder so. Ja. Sterion, kann das sein? Bastiamo hat jetzt gerade 150 Damage sich selber hinzugefügt, aber
Okay, So, Leute. ich meine, Hast du einen Heiltrank? Gomez, 10 mal von 10 runter. Ja, ich wir, denk sind jetzt schon. mal, wir sind jetzt schon ein bisschen über Danke, dem, jetzt mal mit 10 runter erzählen. Okay. 10, 9, 8, 7. Ich habe in Mathe nicht aufgepasst. 6, 7, Ich glaube dann 5. 6, Ich glaube dann 5. 5, 4, 3, 2, 1. Meh. Und dann kurz eine Ziege gewonnen. Sehr gut, perfekt. Besser geht's nicht. Liesel! Eine Hey, Liesel, ja. Karims Ich Mama. muss los. Liesel, ich will ins Kloster. Komm mit. Nein. Schade. Nimm Horst mit. So. Der Horst. Jetzt und die bin ich mal Karte schicke ich gespannt. euch. Und die Karte schicke ich euch jetzt wie? Nicht gar nicht schicken, die, einfach. nee, Aber das, das- offen, das seht ihr öffnet die dann, ganze öffnet Zeit. dann. Das seht ihr gleich. Ich bin So, nebenberuflich Spanner, darum schaue ich die ganze Zeit auf eure Maps. Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen, ja, ja. So. Das kenne ich schon. Aber Rissen 1 ist immer noch geil. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Okay. Echt, das sagt er? Ja. Ja, ja. Es gibt auch Antworten einen hier, irgendwie besser. Starte bitte. Dialog von der Wache, wenn du, ich habe das noch nicht hinbekommen, aber der Dialog ist in den Files drin. Das eine Wache schreit, wenn du irgendwas im Bordell machst, der hat gefickt, ohne zu bezahlen. Aber noch nie hinbekommen. Ich weiß nicht, was die Voraussetzung dafür ist, aber das ist so der geilste Spruch in Risen 1. So, Leute. Also. wir Wahrscheinlich fangen gerade Content. Ich wollte gerade sagen, wir fangen mit Lord Pappnase an. Seht ihr es? Ja, das seht ihr. Oh. Sehr gut. Ja. Ich dachte, ich hätte schon viele gemacht. Also, wir prüfen jetzt die Punktezahl. Gomez, hol den Stift raus. Ich sag dir, wie viele richtig sind, ja? Na klar. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ich nehme lieber ein Word-Dokument. weil es 17 auch Punkte für Lord Pappnase. Und der Kreis Jetzt war bräuchten wirklich wir- genau der nicht eingezeichnet ist. Du hattest recht. Lord Pappnase. Nice. Ja, was die Maximalpunktzahl? Overhead-Projektorfolie. Die Maximalpunktzahl wären 1,18. What? Ah, Okay. Ich wusste doch, dass da einer war. Okay, hast du aufgeschrieben. Sehr schön. Ja. Bastiamo, du bist dran. Gleich, warte. So. Schauen wir. Iberium gibt sich hier nicht mit Leuten wie dir ab. Dass du lügst, zeigt mir, dass du mich für dumm hältst. Dass du für mich dumm hältst, enttäuscht mich. Ich hasse es, enttäuscht zu werden. Liebe Grüße, Gomez. Zooms Stab unten rechts, oben links, da bei der Mauer hinten oben rechts, quer bei dem Tempel unten links. Ah, genau, das wusste ich ja. Wer kennt's nicht? Okay. Dann schauen wir mal die Antworten. 1, 2, 3. Ist richtig. 4, 5, 6. Also 6 Punkte für Bastiamo. Wie? Was, 6 Punkte? Ja. Gut. Hochkönig. Wieder einer, der hier sehr hoch ansetzt, wie immer. Ich zähle mal wieder. Was da oben? Ja, das ist, Beim wenn du Auto in diese oder was? Höhle gehst. Ach, in dieser Nein, wenn du in Höhle, in ja. diese Höhle gehst, wo auch diese Rune liegt. Diese Heilenrune. Ja, Stimmt. stimmt. In dieser Kammer. Hochkönig hat 16 Punkte. Stimmt, da ist ein Schatz. Ah. Oh Gott. Ja. Also der Und das Hochkönig Ding hat ist, 16 Punkte, mein lieber Gomez. Ja. Wo man Hab ich. aufrütteln kann, wäre hier beim Canyon am Anfang in der Höhle. Aber das ist ja hier, wie heißt der? Francis. Franco? Francis, ja. Mhm. Das ist ja. Nice, nice. Nicht schlecht. 16 und 17. Ihr seid beide eine Toleranz, also ihr kriegt schon mal beide die volle Punktzahl schon auf jeden Fall. So. Okay, jetzt muss ich kurz die kleinen Kreuzchen angucken. Ich hätte doch mein Eins, Kreuz einzeichnen sollen. 2, 3. Ja, 3. 4. 5. 6. 7, 8. Du hast aber ein Kreuz zu viel falsch eingezeichnet. Du kriegst also 7 Punkte für dich. Johnny. Okay. Du hast leider Immerhin. 3 Kreuzchen falsch, leider. Ist okay. 7 Immerhin. Punkte für Johnny. Okay. Dann gehen wir zu Xardas rüber. Schauen wir mal nach, was er so schönes hat. 1,
1, 2, das hat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Punkte? Ja, 9 Punkte. Er hat nur 1 falsch. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 falsch. Ja, passt, aber 9 Punkte hast du. Ja. Ich kann es nochmal nachzählen, sicherheitshalber. So, 1, 2. Was eigentlich ganz sinnvoll gewesen wäre, wenn du die Lösungskarte bei Hab ich jedem grad einfach neben rechts drei. daneben gepackt. 7. Achso, das meinst du? Ja, aber reinkopiert halt, dass wir das auch sehen im Stream. Ich habe Aber gerade jetzt an auch so nicht mehr so Overhead wichtig. Also 9 Punkte ist Folien richtig. gedacht. 9 Punkte ist richtig bei Okay. Xardas, also 9 hat er. Ja. Ja, kannst du ja vielleicht Ja, mal die. das ist die ein bisschen Auflösung- weit weg von 17 oder 18. Aber die Hälfte hast du ja damit erreicht, als einziger noch. Von den Ja, anderen. I Das mean, ist jetzt, mal gut. also gut, jetzt zeige ich die Lösung. Wir haben es ja jetzt hier durchgeschaut. Wupp, wupp, wupp. ja, ich wollte auch erst mehr einzeichnen, aber du denkst dir dann irgendwann, sind das wirklich 20 Stück so? Die Sache ist ja die, du hast ja jetzt 2 Fehler eingezeichnet. Hättest du einen Fehler mehr eingezeichnet oder hast du 3 Fehler? Na egal, jetzt habe ich Punkte gegeben. Aber ich glaube, du hast 2 Fehler ja. gehabt. Mehr wäre schlechter eher für dich gewesen jetzt. Obwohl mit 8 hättest du ja auch noch die halbe Punktzahl, ja, hättest du tatsächlich. Okay, also halbe Punkte Xardas. Dieses Kreuz da oben macht mich fertig, ey. In der Höhle, ja. Hm. Ja, aber den wusstest du nicht, den wusste der Hochkönig, dafür wusste der Hochkönig irgendeinen von deinen wieder nicht. Ja, das ich eigentlich irgendwie immer so alle einen sagen. da Gedanken. unten. Ich hab hier im Kopf, dass irgendeiner irgendwie im Tempel ist, aber ich wusste nicht in welchem. Mhm. Pappnase kriegt 1000 Punkte, ne? Der hat den Geldbeutel eingesetzt. Genau, wenn ich drauf drücke, kriegt er auch seinen 1000. Er hat jetzt 400. Okay. Jetzt drücke ich drauf, 1400. Gut, ich wollte es nur nochmal sagen, ne, dass. Richtig, Ne? alles gut. Aber du hast gut gepokert. Lieber Pappnase, du hast gut gepokert. Ja, Geogesser liegt mir. Das ist Ich meine merk's. Kategorie. Ich merk's. war Aber mein der Nemesis. Hochkönig hat auch gepunktet. Also, er hat auch die volle Punktzahl. Crazy. Okay, Hochkönig. Wenn wir vom Teufel reden, let's go. Ja, genau. Hm. Ja, ich nehm mal Gothic 2, 300. Oh. Direkt hoch pokern, oder? Nee. Passt, easy, Nö. machen wir. Kronstöcke sind toll. Welche 2 Items gehören nicht ins Händlerinventar von Konstantino in Kapitel 4? Okay, jetzt warst du da abgehakt. Ich wiederhole es Ja. einfach nochmal. Welche 2 Items gehören nicht ins Händlerinventar von Konstantino in Kapitel 4? Das ist, kann ich das irgendwie größer machen hier? Weil das ist echt Ich kann dir das per winzig. Snipping-Tool nochmal privat schicken. Oder in Sideboard tun sogar, wenn du willst. Ich mach's dir Ja, im das wäre Sideboard super. Weil ich rein. Ich finde, das ist kann da ja, kaum mach was ich. erkennen. Mach ich. Die Datei so zu suchen dauert jetzt mir zu lange, deswegen speichere ich sie per Snipping-Tool einfach. Also Konstantino ist schon mal nicht auf dem Bild zu sehen. Konstantino, bist du es? Der sieht schon fast aus wie Konstantino, das ist so fake Konstantino, ja. Ja. Ja, blöd, dass man Discord nicht zoomen kann, ne? So, Hm. also lieber Hochkönig, ich hab's dir reingemacht. Jetzt Ach, kannst bei du's Whiteboard? Ja. Ah ja, da ist es. Das kann ich, das kann ich auch größer ziehen. Auf dem Das- Whiteboard kann man zoomen, das ist ja kein Problem dann so. Nein, ich kann ja auch einfach die Datei größer ziehen. Das geht auch. Ja, alles Tatsächlich gut. beim letzten Quiz die Geogesser-Fragen immer gesnappt und hab die dann praktisch im Bild großgezogen. Hättest du auch so bekommen, wenn du es mir gesagt hättest. Habe ich. Hey, was war denn das Problem? Vielleicht gab es das technische Problem. Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe sie dann irgendwann immer gescreenshottet. Wenn es wie bei Mathe ist, da ging ja das Board gar nicht. Ah, ja, stimmt, das könnte so ähnlich gewesen sein. Ja, okay, alles gut, passt. Also, das hat er. Das Bin hat gespannt. er auch. Das hat er mit Sicherheit. Also, die Anzahl ist egal, ne? Es zählen nur die Items. Genau, Welche die Anzahl 2 ist egal. Items? Nee, es geht nur um Genau. welche 2 Items. Selbst wenn er 100 davon hat. Das ist im Prinzip. Weil oder ich finde 42, ja. ich find nur 42 Laborwasserflaschen gerade so heftig, aber. Okay. Ja, seit Kapitel 1 nicht eingekauft. Ja. Ja, das sind die Rezepte. Auf der anderen Seite sind das halt nur Ist auf 42 jeden Tränke. Fall Das ist da. auch nicht so viel.
Tatsächlich, im Das ist, Endgame kann man ja vor 100 Einmal als machen. Magier. Das ist auch da. Hat er. Oder als hat er 14-Jähriger, das- wenn du gerade Heiltränke brauchst, weil du in den Nahkampf gehst. Nee, das Ich hat kann er dir auch. Lieder davon jetzt, singen. Und ich kann dir Lieder davon singen, wie ich damals, wo ich Gothic 2, die Nacht des Gothic 2 Classic das erste Mal durchgespielt habe in meinem Leben. Wie ich dann irgendwie gedacht habe, oh, jetzt muss ich aufs Schiff. Ich habe mir erstmal alle Heiltränke auf der Insel eingekauft, bei jedem Händler. Ich hatte irgendwie 300 oder so am Ende. Und bin dann nach Irdoran und habe ich bemerkt, dass ich 10 Heiltränke dort gebraucht habe. In Gothic 2. Hat er das? Aber das Doch, weiß das man hat nicht er so als auch. Kind, Bin gleich bis wieder es erstmal da. spielt. Ja, bis gleich. Boah. Ah, nee, jetzt habe ich das verschoben. Das war nicht gut. Ich brauche noch einen kurzen Moment, das alles zu Kein entziffern. Problem. Ich frage mich, kannst du mir sagen, ob das eine Rübe oder ein Feldknöterich ist, weil die so ähnlich aussehen? Sagen wir es so, wir wissen, also sagen wir es mal jetzt so. Sind da denn wirklich 2 Rüben drauf auf dem Bild? Ich glaube nur eins, oder? Also nur eine Sache. Ja, aber ich weiß Also, nicht, okay, ob ich das kann dir einen Tipp Bild geben davon. kurz. Alle Sachen sind, das ist im Prinzip, ich habe nur die 2 Sachen dazu getan, die dann falsch da drin sind. Und normalerweise, wenn wir spielen, weißt du doch, ob es Rüben oder Feldknöteriche überhaupt bei ihm gibt. Das ist jetzt das Einzige, was ich dir dazu sagen kann. Also Ja, im Prinzip, okay, also es sind nur die 2 Items dann dazu gehe ich gemacht davon worden. aus, dass das Feldknöterich ist, weil ich hier nicht Ja. sehe, was sonst so aussieht und Feldknöterich verkauft. Ja. Genau, Ja. deswegen meine ich ja. Und die Also, verkauft er? Sagen wir es so, wenn es jetzt Feldrübe wäre, hätte ich hingeschrieben Feldrübe, weil sonst wäre es nicht fair, meiner Meinung nach, ja. Das wäre dann komplett unfair. So. Das verkauft er auch? Das verkauft er auch. Ich meine, die 2 Rezepte, die du da siehst, kennst du ja wohl zum Beispiel. Also die 2 Blätter. Ja, ja. Also ich gehe davon aus, dass das Ja. die Rezepte von Lebensenergie und reinem Mana sind und nicht das Bild von Babo. Deshalb Oh, schließe ich oh, die schon mal aber aus. jetzt weiß er es doch, dass Babos Bild fehlt hier. Oh nee. Mensch. Mensch, der Du hast doch das Video jetzt letztens gemacht mit dem, dass du zu Hannah in die ins Ding gegangen bist. Du hast dich ganz schön verändert oder sowas hast du in der Art gemacht, oder? Ja. Das hab ich heute gesehen, zufällig. Ach, das war schon cool. Ja. Hm. Und du hast dich über mein Nadja-Video gefreut letztens in den Kommentaren. Oh. Ah, jetzt bin ich bei diesen blöden Kräutern. Die sehen alle gleich aus. Mm. Ich würde mal sagen, alle Kräuter haben andere Farben, oder? Ich glaube, das Kronstöckel ist ja wie Heilkraut oder irgendwie so. Ja, aber du solltest Das Snapperkraut ist auch relativ ähnlich. Genau. Ja, okay, das kann schon ein bisschen zum Schwitzen bringen, sowas, aber. Hm. Das hat er schon früher geschrieben. Ich habe jetzt auch trotzdem nicht genau gewusst, zu was es gehört. Das Ja. Das, was da steht. Das verstehe ich nicht halt. Genau. Aber das sind wirklich 2? Genau Weil 2 Items, die er nicht verkauft. Ja. Ich hadere gerade mit 3, deswegen bin ich so verwirrt. Das sind wirklich nur 2. Es sind wirklich nur 2. Das ist die Sache. Der hat einfach 20 Kreuze.
Wüsste ich aber auch nicht, weil Händlerinventare, ne? Furchtbar. Das guckt sich fast niemand an. Ich hätte eine Vermutung. Ja, aber noch nicht sagen, weil jeder darf ja noch klauen im schlimmsten Fall, deswegen. Am Ende dann so. Ja, dann lasst erstmal den Hochkönig ein bisschen schauen. In welcher Kategorie sind wir hier? 300. 2? Gothic 2, Das ist 300. 300. Am Ende sagt der Hochkönig so, mein Gott, die Frage ist mir zu doof, ich skippe. Ach ja, stimmt, das kann ich ja. Ja. Ja, könntest du, wenn du willst. Wenn du Aber das jetzt habe ich willst. mich so lange damit beschäftigt. Ja, eigentlich intensives schon. Studium. Ja. Wer stört mich bei meinen Studien? Na gut, andererseits ist es eine 300er-Frage, ne? Ach nee, das ist. Oder doch? Nee, das verkauft er auch. Das ist ja. Nur mal für mich und meinen Seelenfrieden. Das ist jetzt aber schon Nacht des Raben, ne? Ja, das ist die Landesgraben. Alles gut. Scheiße, ich hätte so billig den Gürtel loswerden können. Ja, stimmt. Da hast du recht, aber nein. Ich weiß halt auch nicht, ob er überhaupt einen Gürtel hat, aber. Ich habe halt nie Gothic gespielt, ja, das ist das Problem. Ich glaube, es sind alle verwirrt, weil das einfach so spezifisch ist. Ja, das ist es auch. Vor allem noch Kapitel 4, Okay, das ist ja noch so eine extra Sache. Ja. Ich glaube, ich zocke mal, weil ich bin mir einfach. 1 Risiko. Haben wir nicht von Wer wird Millionär hier diese Antwort-Ding? Nein, haben wir nicht. Schade. Wäre eine lustige Idee, wie man das machen könnte. Müsste ich mir vielleicht überlegen, Also- das zu machen. Ja? Okay, also ich löse das jetzt auf, bevor ich jetzt ewig daran rumhänge. Also ich weiß von mehreren Sachen, dass er sie definitiv verkauft. Okay, ja. Also ganz viel kann ich ausschließen. Sowas wie die Pilze oder die Rezepte oder auch sowas Schattenläuferhorn und Flügel und so. Das habe ich alles schon mal bei ihm gekauft. Okay. Mhm. Und ich weiß, dass er Goblin-Bären verkauft. Mhm. Die sind auf jeden Fall im Händlerinventar, aber ich glaube, er hat nie andere Beeren gehabt. Und jetzt hast du da noch wahrscheinlich dann die Wald- und die Weidenbeere. Was ist, weiß ich nicht. Aber Ja. ich sag einfach, weil da 3 Beeren sind, Wald- und Weidenbeere gehören nicht ins Händlerinventar von Konstantino. Also dieser Hacker, der Hochkönig, Alter. Das sind die Weidenbeere und die Waldbeere, sind Imposter. Boah! Doch. Crazy. Du bist ein Alter. Okay. Tiefster Respekt. Also, ich verneige mich vor dir. Ehrlich. Ach du Scheiße. Boah, da hätte ich jetzt beinahe ein ist das Wort wirklich gesagt, das du nicht konstant? hingehört. Kino, wo man das Buch kauft? Ich dachte, das kauft man bei Der Zufall. hat immer die göttliche Kraft der Gestirne. Immer schon. Hat Konstantino Die auch, haben's ja. beide. Ja. Ah, beide, okay, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen. Sehr genau. Aber crazy. 300 Punkte geholt. Du wirst fast ausgewichen. Die Ausweichfragen sind diesmal nicht zu einfach. Weil das ist ja das Gewinnerquiz. Das heißt, aber crazy. Ey, Respekt. Also 300 verdient. Ausweichfragen sind alle Arcania, oder? Die Ausweichfragen stehen da schon, was da ist, aber nee, Arcania habe ich vergessen. Nächstes Mal. Aber du musst jetzt mal Bei wieder Arcania spielen. hätte ich nicht mitgemacht hier, da hätte ich boykottiert. Ich auch nicht. Dann Götterdämmerung, let's go. Da wäre ich wieder dabei gewesen. Oh, Götterdämmerung 500. Das wär Was? mal geil. Arcania, Götterdämmerung und Handy-Game-Quiz. So richtig rein. Oh yeah. Handy-Game, Alter, das wollte ich schon irgendwann mal im Stream spielen. Aber ich hab's bei meinem Ja, eine Freund Frage nicht richtig zum Laufen abgewählt. gebracht. Was geil gewesen wäre, man wählt so die Bonusfrage aus und dann so, es ist Arcania und dann gehen alle Kameras aus, außer die vom Alex. Alle sind weg. Der Alex so, hallo, ist hier noch jemand? Alle geflüchtet. Man Ist hört, ja schon lustig. man hört Autoreifen quietschen. Das wär I'm out of lustig. here. Okay, Gomez. Ja, wer ist denn dran? Johnny, glaube ich, oder? Ja. Gothic Sonny, was 3 magst du? 200. Gothic 3200. Oh, okay. Dreckige Rebellen. Was kostet die leichte Rebellenrüstung? Scheiße. Ich habe gottlos verkackt bei der Frage vorhin. Gab's da nicht richtig. beim letzten Quiz?
Drachenjägerrüstung, wie viel Schuppen, bla 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 und wie viel Gold? Nein, das war doch das mit dem. Nee, das war meine nichts, Frage. das war mit Xardas ein Quiz, wo ich mit Xardas zusammen gemacht habe. Da war doch irgendwas Mhm. mit Drachenschuppen, oder? Und Gold oder so. Irgendwas mit Drachenrüstung hatten wir doch drin, oder? Aber gut, darum geht's ja jetzt gerade nicht. Kann auch mit jemand anderem gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Joker nehmen kann man in 2 Minuten erst fürs Klauen, wenn jemand klauen will. Aber bei 200 lohnt sich halt Klauen meistens eigentlich nicht. Ich dachte, also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, ich mach mal einen auf Rademes. Es ist schon so lange her. Das ist schon richtig, ja. Nee, eigentlich geht's. Also es war ja wirklich das letzte Quiz, aber Nee, da war es aber nicht das mit dem Drachenschub, das war das damalige. Du warst doch schon mal Mitmoderator, Ach, oder noch irre ich mich? davor? Ja, keine Ahnung. Das meine ich, da war das mit dir. Doch. Ja, genau, was ein Ja. Drache droppt. Ja, das war aber Gothic 2. Ja, ja. Johnny, wir haben dich kalt erwischt, oder? Das weiß, glaube ich, keiner hier. Ich Also- überleg gerade, Gothic 3 waren Rüstungen schon teuer. Sauteuer. Ich muss ja auch, wie Sauteuer, gesagt, ja. dazu sagen, die meisten Leute, die das erste Mal Gothic 3 spielen und das Geld haben, am Anfang holen sich halt direkt die Rüstung. In den meisten Fällen. Aber Ja. jetzt ist halt die Frage, das ist ja eine Anfängerrüstung. Und eine Anfängerrüstung ist ja eigentlich nicht so teuer. Ja. Also, Gomez hat Man verkackt. braucht vorhin. aber schon ein bisschen, um das zu kriegen. Aber Ist erstmal so, bei Gothic 3 Farben bin ich raus. Ich habe letztes Ja. Mal nur gewonnen, weil ich davor Streams oder beziehungsweise Videos von Pappnase geschaut habe. Also, gibst zu, du bist jedes Mal in Ardea gestorben. nee, das nicht. Ich hab's rausgeschafft, aber die Wildschweine. Oh. Ja, die Wildschweine. Und die Wölfe vor allem. Also für mich waren die Wildschweine das Schlimmste damals auf meinem Leggy-PC. Die Wölfe waren noch ganz okay. Und dieser Sprungangriff von den Snappern, das ist ja jetzt auch im Remake vorhanden. Oh Ich gamble jetzt nerv einfach. mich bloß nicht Ich mit sag, dem, ja. ich sag jetzt mal eine gerade Zahl einfach. Ich glaube nicht, dass sie gerade ist. Also schon gerade, aber nicht in dem Sinne gerade, aber 8000. Also, möchte jemand die Frage klauen? Ich glaube aber nicht, weil es nur 200 Punkte sind. Nein, Nee, niemand will's aber wir klauen, können sehe ich. vielleicht auch alle mal Aber noch einfach einen mal Guess guessen. abgeben. Genau, ein Guess nur noch, Oder? einfach, bevor wir auflösen, ja. Ich hätte jetzt gesagt 1500. Das hat Gomez vorhin Wie auch gesagt, gesagt. 6000. Ich sag Die kostet- 8000. Sie kostet 5000. Und der Hochkönig weiß es natürlich wieder. 5000, oh je. Ich hab geschwankt zwischen 5000. Ich habe auch an 5000 gedacht. Und dann, am Anfang war ich so bei 1000, dann dachte ich mir so, nein, Gothic 3 Rüstungen sind teuer. Aber das ist eigentlich eine leichte Rebellenrüstung, die ist nicht ganz so teuer. Ach stimmt, die mittlere, die kostet dann schon 20.000, oder? Und die schwere 40. Und dann die Also ganz hohen ich- Paladin-Rüstung 100.000, glaube ich. Na, Also, schon krass. ich mache gerade ein Gothic 3 Let's Play, deshalb weiß ich das. Sonst wüsste ich das wahrscheinlich auch nicht, aber da ist zum Beispiel die Waldläufer-Kleidung, was ja eigentlich nur Waldläufer-Kleidung ist, die kostet schon 20.000 Tacken und kostet damit so viel wie die schwere Drachenjägerrüstung auf Khorinis. Und das du fand musst- ich echt Du musst, heftig. du musst das in Relation sehen, ne? Angebot und Nachfrage. Gibt kaum Waldläufer. Hohe Okay. Produktionskosten. Wer will schon zu Adanos gehören? Also würdest du sagen, dreckige Waldläufer oben, ja? Ja, vielleicht. Okay, jetzt bist du übrigens dran, Ja, schade. Chris. Ja, Da das. in der Tat. Müsste die Frage jetzt nicht noch verschwinden? Ah, ne, er hat 200 genommen, alles klar. Passt. Boah. Ich nehme mal aufgepasst 300. Aufgepasst, 300. Geschichten aus der roten Laterne. Wer ist die Achso, das weißt du wahrscheinlich sogar. Wer ist die gezeigte, eigentliche vorgesehene Person, wenn man in der roten Laterne mit Nadja schläft? Gezeigte eigentlich vorgesehene Person? Ja, in der Cutscene. Wer ist das in Wirklichkeit eigentlich? Ach so, das ist nicht Nadja, ja. Wie heißt denn die? Ein Feuermagier in der roten Laterne. Skandal. Ja, ich sehe es auch gerade.
Namen. Das ist aber auch nicht die, die bei Pack steht, oder? Das ist die unten. Ist es Boah, überhaupt keine eine von den Ahnung. dreien oder ist das irgendjemand? Ich Die ist habe doch halt nie blond, Gothic oder? gespielt, ich weiß es nicht einfach. Ja, vor allem dieser über 18 Content hier. Ja, das kann ich uns Stream ich nie sehe. zeigen. Habe ich auch noch nie. Okay, vielleicht beim letzten Mal, wo ich Returning damals gespielt habe, vielleicht doch, aber das ist was anderes. Ich weiß nur, dass diese dämliche Händlerin, die davor ist, dass die Fenja heißt, weil ich mit einem guten Kollege immer mal Namenraten gemacht habe. Aber ich glaube, ins Bordell haben wir es noch nicht geschafft mit den Namen. Oh, wie heißt denn die? Nadja. Die Lucy ist doch die Entwischte, die ist ja dann im Banditenlager. Es ist Iberion verkleidet. Es sind halt immer noch wenig Punkte. Genau. Also ich glaube auch ich glaube, wie gesagt, die Joker werden meistens dann erst am Ende benutzt. Und ich glaube auch jetzt nicht, dass jemand klauen will hier jetzt unbedingt. Bei nur 300 Punkten. Überleg weiter, mein Lieber. Oder gehst du Das ist so. Ist keine einfache Frage. Ist keine einfache Frage. Ja, klar. Aber ja, es wird schon eine von den anderen zwei Mädels sein. Jetzt ist die Frage, ich glaube, die eine heißt Vanya. Vanya? Ich Und weiß die es dritte, nicht. keine Ahnung, aber die Vanya ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, ich gehe für einen Geschwindigkeitstrank. Okay, Dann schauen wir mal, was die Bonusfragen okay. so anbieten. Okay, dann werden wir mal kurz. Leute, habt ihr einen Guess, bevor ich jetzt auflöse, oder will jemand klauen? Tora. Will- Also ich meine, das wäre die Dame aus Gothic 1. Das ist schon Aus dem richtig. Sequel. Also Das ist Sequel, Tora genau, müsste es ja, sein. richtig. Ja, Nee. Tora. Und Okay. der Hochkönig Ja, wusste das schon wieder, das Lexikon, das lebende Ja, aber Lexikon. es siehst du, wusste Ja, da aber war ich ja, Papa hat da war ich ja zuerst komplett gesagt. auf der falschen Fährte. Ja. Alles klar, ja krass. sie war das, ja. Ich glaube, find's- Pappnasser, hattest du das nicht auch in Gothic Eisberg? Ja. Ja, daher wusste ich es nicht. Okay, In Nostalgie also- kommt sie Eisberg, auch der vor. bereitet, Oh der nein. bereitet auf Nein. jedes Quiz vor. Oh, ich habe mich verklickt. Schreib mal bitte, Gomez, schreib auf, dass er noch seinen Trank der Geschwindigkeit hat, der laut Pappnase. mich grad Trank der verklickt. Geschwindigkeit, alles Hat er klar. noch, weil ich habe das nämlich verklickt und ich krieg das nicht mehr raus. Nicht mehr rein, so. Jetzt habe ich es aber richtig gemacht. Trank der Geschwindigkeit. Okay, dann zeig mal her. Also, du hast bis hier die Auswahl und da steht immer, was für ein Spiel das ist. Ja, Einmal sogar Gothic dann nehme Comic ich dabei. Gothic 1C. Gothic 1C soll es sein. Fokussiert euch. Für was wurden die Fokussteine ursprünglich benutzt? Ursprünglich. Außer dem Kontext, dass sie für die Barriere verwendet wurden. Für was wurden sie ursprünglich benutzt? Also Fokussteine sind Speicher von Energie und diese Energie wurde freigesetzt, um die Barriere zu erschaffen. Und du willst jetzt wissen, wofür sie vorher verwendet wurden. Nein. Für was wurden die Fokussteine ursprünglich verwendet? Und du siehst jetzt hier einen Fokusstein zum Beispiel oben liegen, weil der täuscht. Ja. Man muss nicht immer alles überdenken, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich habe ja jetzt schon eine Antwort gegeben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die richtig ist. Wenn das ursprüngliche ist, Sag einfach, ob du die Antwort so geben willst und dann löse ich auf oder nicht. Aber ja, dann ich habe gebe dir ich jetzt die einen so. Tipp gegeben. Also für die Erschaffung der Barriere. Ja, das ist richtig. Ja, okay. Deswegen habe ich gesagt, nicht überdenken. ich meine, Manchmal wir haben jetzt hier schon 2 oder 3 Mal den Eisberg referenziert. Vielleicht gibt es Ja. da irgendeinen Hint, dass da Ja. irgendwas vor der Erschaffung der Barriere war, was weiß ich. Ich meine, die sind ja nicht aus dem Himmel gefallen, die gab es ja schon vorher. Ja. Xantarius, das ist Ja, einfach dann im danke. Prinzip eine Fangfrage, ein bisschen komplizierter gestellt. Aber ich tue ja trotzdem Ja. einen kleinen Hint dazu geben, nicht zu viel nachdenken. So. Das ist auch tatsächlich die leichteste Bonusfrage jetzt in dem Quiz. Lustig, nur, Yes. dass du schon mal Bescheid wisst. Hast du ganz Ja. zufällig erwischt. So. Gut. Lord Pappnase, was darf's denn sein? Tja, schwierig, ne? Hm. Schwierig. Oh, ich nehme mal aufgepasst 400. Aufgepasst, Oh. 400 ist es. Kennt jemand diesen Dialog? Was ist die oberste Regel des Sumpflagers in einem versteckten Dialog in Gothic 1 sinngemäß?
Was ist die oberste Regel des Sumpflagers in einem versteckten Dialog in Gothic 1 sinngemäß? Ich kann noch einen einzigen Tipp geben, das habe ich jetzt in einem meiner letzten Challenge Runs zufällig herausgefunden. Und deswegen habe ich das hier mit Challenge reingenommen. Runs, okay. Das kannst du, Ja. das findest du so im normalen Spielverlauf nie raus, wenn du es nicht in Challenge Run machst. Ja. Man kann es normal auch rausfinden, so. Wie denn? Also du denkst vielleicht auch was ganz anderes möglicherweise gerade. Oh, hallo Gothic Cheater, by the way. Du warst ja auch einmal dabei. Nice, dass du vorbeischaust wieder. Was ist die Das Schlimme oberste... ist schon wieder, jeder denkt jetzt wahrscheinlich von uns an irgendwas und dann fragt man sich, ist das die Lösung? So, es könnte ja auch was ganz anderes sein. Richtig, richtig. Aber deswegen ist auch eine knackige 400 ist halt auch knackig so ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Vor allem in einem versteckten Dialog. Sowas Genau. hasse ich. Ich überleg mal noch, aber ich würde wahrscheinlich zum Drang der Geschwindigkeit tendieren, aber ich überleg mal noch kurz. Ja, alles gut. Alle Zeit der Welt. Ich lasse euch alle Zeit der Welt. Weil die Oder halt ein bisschen Dialoge Bestechungserz noch. müsste ich eigentlich alle kennen, aber ich weiß jetzt nicht, welcher gemeint sein könnte. Alles gut. Ja, wahrscheinlich nicht der offensichtlichste, an den wir alle denken. Das kann auch sein, ich weiß es nicht, wer weiß. Ja, das wäre ein bisschen lame für 400, denke ich. Ja, nee, ich nutze den Drang der Geschwindigkeit. Komm ich Okay, jetzt nicht dann drauf, was Der gemeint Tür, sein an der Warte, schon Leute, wieder Leute, abgebildet Leute, ist, Leute. ob das ein Bait ist. Sekunde. Also Trank der Geschwindigkeit wurde jetzt genommen, das heißt, jetzt kann eh niemand die Frage klauen. Also, was ist euer Guess, bevor ich jetzt auflöse? Also war das das Dialog, wo man diesen Bal quasi, ich weiß nicht, diesen Sumpfkraut gibt? Und dann redet er kurz mit dir? Nee, das. Also, das ist tatsächlich bei Tion, um den es geht, der ist der Einzige, der das sagen kann. Ich habe es bei allen anderen auch probiert. Also nur Baltion kann das sagen, deswegen ist er auch hier auf dem Bild zu sehen. Aber nee, dann ist es das wahrscheinlich nicht. Weiter? Noch jemanden Guess oder soll ich einfach auflösen? Ja, Aber nicht irgend so ein Dialog mit bete für den Schläfer um Vergebung oder irgendwie sowas, aber ich weiß nicht. Nee, alles gut. Ist Ihr doch kommt kein- jetzt nicht darauf. Warte, Lord Pappnase, was wäre denn dein Guess gewesen jetzt, ohne dass ich jetzt aufdecke, kurz einfach. Du hast ja schon. Ja, Kampfkraft und Wind, nee, ich weiß, keine Ahnung. Ah, Ich hab tatsächlich. Die, Ja, ga- okay. die ganze Zeit war nur der Dialog von den beiden Jägern, geh nicht in den Wald, aber Ja, ja. das war irgendwie nicht... Okay. Nicht zum Sumpflager gehörig. Oh, ich habe mich einen versetzt. Egal. Baltion spricht dich an und erzählt dir davon, dass du hast die oberste Regel gebrochen, du hast jemanden umgebracht. Ah, okay. Das ist die oberste Regel. Warum auch immer, das wird dir nie so gesagt. Und er spricht dich an, obwohl du eigentlich Zählt dir, du obwohl er hast nicht mit dir Grüße sprechen geht. dürfte. Ist das hast so du ihn einer von umgebracht? diesen, ist das so einer von diesen Dialogen wie, Mann, du hast einen Magier getötet, wie sollen wir das denn erklären? Und so. Er Weil spricht dich es einfach gibt- selbst an, halt, wenn du das meinst. Und wenn das so gesagt wird beim normalen Ansprechen selbst, dann ja. Ja. Mhm. Er spricht dich einfach selber an und sagt dir das dann. Das habe ich in meinen Dings da. Aber Fake Murder reagiert er gesehen. nicht unmittelbar und tut sich in den Kampf erstmal einmischen, wenn du jemanden tötest? Nein, tut er nicht. Wenn du mit dem Bogen schießt, komischerweise backt er rum und greift dich nicht an und spricht dich einfach nur an. Dass du das. Ja. Lustig. Oh, mit dem Schwert geht's nicht. Wenn du mit dem Schwert die tötest, dann macht er auf dich Windpause, wie auf dem Bild hier zu sehen. Mhm. Das Ja. ist ganz lustig. Okay, also, let's go, Lord Pappnase. Was möchtest du haben? So, nehme ich mal Gothic 1b. Das ist die schwerste Gothic 1-Frage. Nee, weiß ich nicht. Fast jeder hat eine Gilde. Welche Gilde gehören die Frauen an? In den Spieldateien in Gothic 1. Ja. Boah, ist ja schwieriger als die Hauptfrage. Das habe ich mir nie angeguckt, da muss ich jetzt auch raten. Ich habe ja gesagt, Was die meisten könnte das sein? Ausweichfragen sind nicht zu einfach diesmal. Und vielleicht ist das sogar doch der schwerste. Boah. Hm. Ich überlege gerade, ob ich klauen soll, aber bei mir ist es auch noch ein Guess. Ich überlege gerade, welche Gilde Sinn macht. Denk mal ganz plausibel. Also nichts. Im Prinzip. Einziger Tipp noch. Es ist keine Gilde, also nur die. Im Prinzip ist es keine Gilde, der du dich selber anschließen kannst oder was auch immer. Beziehungsweise eigentlich haben das nur die Frauen im Spiel, sonst niemand.
Naja, okay, das Klauen rückt näher. Oh, im Chat weiß es jemand instant. Cool. Gut, dass ich den Chat nicht offen habe. Genau für solche Fälle. Ja, aber Ja, die Frage ist, ob die eine eigene Gilde haben oder ob die zum Beispiel halt einfach so Erzbaron oder so haben, einfach damit sie KI-mäßig. Der Tipp, den ich dir sind. gerade gegeben habe, war, keine andere Person, nur Frauen im Spiel haben diese Gilde. Das heißt, Ach so, nur Frauen haben Ja. die? genau. Du kannst dich denen Ja. nicht anschließen. Leider. Ach so, okay, dann hatte ich es falsch verstanden. Ich dachte, das Leider? wäre dann, also, weil ich dachte halt, Erzbarone kannst dich ja auch nicht anschließen. Also, ne? Also hab ja so gesagt, dachte ich gerade, war das gemeint. Ja, genau. Nein, alles gut. Ja, okay. Das waren 2 Tipps in Gut, einem. also im Prinzip. die Insert-Codes sind ja, ich gehe jetzt nach den Insert-Codes, weil ich Oh. raten muss und nehme einfach dann, waren das Babes im Insert-Codes? Ich meine, also ich gehe jetzt nach dem ersten Gedanken, ich denke, es waren Babes. Das ist Laut richtig. Pappnase, du hast 400 Punkte. Aber die Bilder sind so Ach, klein. Mensch. Dass du jetzt noch auf den Insert-Code gekommen bist, sonst hätte ich die echt geklaut. Ich hätte genau das gesagt. Ja, No. ich hätte die den auch Insert-Code, geklaut. weil ich dachte mir halt, ey, wenn, also die verschiedenen Klassen haben ja immer so Insta-Codes normalerweise davor. Und ich habe mir als Jugendlicher oft diese Babes gecheatet zu Recherchezwecken. Und deswegen Ein weiß paar ich das Badewannen noch. aufgestellt. Ja. Ich hock Ich hier. kenn das tatsächlich, wenn du dir die Gilde cheatest, weil du hast ja immer die Gilde und dann immer Nummern und ich hatte dann halt schon mal also viele Nummern durchprobiert und dann hatte ich halt auch diese Gilde gekriegt. Also hocke ich hier mit Cheaten. Ja. Wer Das hat den ist die Gothic noch nicht einzige Frage gecheatet? in dem Hier ganzen cheatet Quiz. niemand, hier cheatet niemand. Ich würde sagen, das ist die einzige Frage im Quiz, die man nicht so einfach so erfahren kann. Alle anderen Fragen kann man in den Spielen herausfinden. Aber Und die im Comic. Frage war jetzt härter als die mit den Regeln, aber das mit den Babes wusste ich nicht. Zumindest nicht so genau, das kommt in den nächsten Eisberg. Das schreib ich mir mal auf. Sehr geil. Klau ich mir einfach. Geil. Eisberg. Ein guter Tipp für dich dann, sehr gut. Okay, gut. Mastiamo, wie sieht's aus? Du musst ein bisschen aufholen, habe ich so das Gefühl. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher. Ich nehme Mysteriös 300. Mysteriös 300 soll es werden. Der Gangster im Comic. Wie heißt die Person, die 4 Freunde im Comic jagen? Ja, was? Was für ein Comic? Der Gothic-Comic. Oh. Oh. Ich habe den auch nur einmal gelesen, könnte ich jetzt auch nicht Natürlich sagen. der neue Asterix und Obelix-Comic, hallo? Ja, natürlich, da ist ja auch. Kennt ihr das nicht? Da ist auch Milton und so drin. Das Normalste der Welt. Da gibt's dann die Mühlsteine aus Gothic 3 und der Gordon kann die anheben mit 500 Stärke. Ich hab den Comic kurz hinter mir. Kann ich nachgucken und die Frage dann klauen? Ich hab den auch hinter mir, aber nein, kannst du leider nicht. Tut mir leid. Oh. Aber das Bild gibt keinen Hinweis, oder? Das Bild ist einfach aus dem Comic irgendwo davor, bevor die Antwort kommt. Das ist mehr, da siehst du also nichts im Bild. So, dann wäre jetzt aber die Frage auch unnötig, wenn es im Bild zu lesen Aber wäre. der hatte auch so einen speziellen Namen gehabt. Ja. Aber gibt's diese Pappnase. Person auch im Spiel? Nein, oder? gibt's nicht. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Da willst du eine Ausweichfrage Ja, oder nein, willst hat du er die gekostet. Punkte auch? Oder hebst Ich du die später auf? sag Peter. Will jemand die Frage klauen? Auf gar keinen Fall. Ey, vielleicht weiß es ja jemand. Alles gut, wenn es niemand Obwohl- weiß. Der Comic, Warte. der Comic ist. Ja. Ich würde den Trank des Geschwindigkeits nehmen. Also doch, wenn eine es noch- noch Aber ich wollte gerade sagen, der Comic ist auch so ein bisschen altbacken geschrieben. Ich habe jetzt auch schon mal reingehört bei Schläfers Bann von dir, Lord Pappnase, und da merkt man halt eben, wie alt das noch Nee, das ist. ist, so die ganzen- das ist was anderes. Das ist nicht der Comic. Das Ja. ist ein. Ja, ich weiß, das ist eine separate Geschichte, aber wie alt das einfach geschrieben ist. Da Ja, ja. heißen ja die Banditen auch noch Organisator zum Beispiel. Okay, dann denke Und ich mal daher kurz kommt auf. auch der Cheatcode in-game. Ja, okay. Wie Also, ist der- Brabak ist die gesuchte Person. Brabak. Mhm. Meine Da kurze wäre ich Frage, sogar wie viel irgendwie kostet- drauf gekommen mit, keine Ahnung, 5 Minuten überlegen, aber Also, welche Wie viel Ausweichfrage kostet willst denn du? der Comic? Zu viel. Ich check das noch nicht so ganz mit den. Also, hier ist einmal Gothic 1, Gothic darfst 2, A Gothic bis Comic F. und Gothic 1. Das sind die Fragen, die am du besten wählen kannst. nochmal Comic nehmen. Ja, hier guckst du auch eine Comic-Frage. Ja, genau. Ich nehme Gothic 1. Vielleicht klappt's jetzt.
Was hast du gesagt? Gothic 1A. Gothic 1A. Ob wir blöd sind, habe ich gefragt. Warum wird in Gothic 1 von 12 Magier geredet, die die Barriere erschaffen haben, obwohl es eigentlich 13 gibt? Weil Ich wiederhole Xardas noch auch mal. ein Feuermagier war. Ich logge ein. Denk lieber noch mal ein Stück nach, bevor du antwortest. Warum wird. Ja, 12 Magier mit den Wassermagiern plus Feuermagiern. Und dann gibt es den 13. und das ist Xardas. Ja gut, aber das ist nicht die Antwort dazu. Denk noch kurz nach. Ansonsten kann jemand klauen, wenn er es will. Wenn ihr wollt. Was war es nochmal? 400? Nee, 300 300 steht oben rechts. Ja. Ah, okay. Ist es. War das im Intro oder? Nein. Ich glaube, dazu gibt es eine Erklärung im Forum, die habe ich mir damals für ein Iceberg durchgelesen. Ich habe die Erklärung aber nicht kapiert und deswegen den Fakt rausgelassen. Ach so. Also ist das arg komplex zu verstehen oder? Nee, Ich bin eigentlich eigentlich nicht. ist es ziemlich einfach. Es lag, glaube ich, an mir. Also die Lösung ist viel einfacher, als du denkst. Also viel, viel einfacher. Deswegen klaut der Hochkönig sie. Genauso wie ich. Nee, sind ja nur Nee, 300. Er will mehr Punkte später. Er will später 800 klauen. Oder mit Geldbeutel 1600. Ja, Mann, das ist halt so eine Sache. Aber ob du das dann halt auch weißt, zu dem Ja. Zeitpunkt. Ja, alles gut. Ich meine, wenn das Ich nicht bin mir jetzt nicht sicher. Ja? Also im Spiel. Also ist es im Spiel, wird darüber geredet oder ist es so ein Ding? Nein, von das den musst du dir Entwicklern? erschließen aus den Fakten. Erschließen, was das ist. Ganz einfach eigentlich. Weil. Das Bild ist tatsächlich sogar eigentlich mal hilfreich. Und schau mal da hinten, da ist Ding. Ja, einer aus der Burg in der Mitte rechts, wenn man noch genau hinguckt. Das ist auch wichtig. Da rechts oben unter dem. Den Gottes meinst du, davon. ja. Nein, das Babe, was da rumsteht. Ach, weil Milton Ach so. einfach später dazu gekommen ist. Als Lehrling. Oh, ja, gut, du hast. Ja, Ist es- okay. Ja, macht eigentlich voll Sinn. Ich wollte erst sagen, keine Ahnung, weil. Nein, aber es macht keinen Sinn. Wow, Okay. das Bild ist crazy. Ah, schon wieder das Dann Bild. nimmt mir Ja. erst die Wie oft Barriere wurde das jetzt schon aufgenommen. gezeigt? 3. Mal oder so? Egal, das ist einfach ein Klassiker. Das liebt jeder. So, das muss einfach wieder sein. Musste ich wieder reinbringen. Irgendwie heute. Okay. 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 Ja, Also, das macht Sinn. Gomez. Das macht Sinn. Okay, Gomez, du bist. Ja, Hochkönig. Was darf für dich Ja. sein? Sag mal, Leute, wann werden die Punkte verdoppelt? Ab der Hälfte. Ab der Hälfte. Hälfte. Also wenn die Ich kann wenn mal die Hälfte nachsehen, wie der Fragen viele weg übrig sind. sind. Dann wissen wir vielleicht, wie weit wir sind. 3, 4, 2, 5, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 Das sind heißt noch 2 übrig. Fragen und dann kommen die doppelte Punkte, ja. Okay. Ja, gib mir mal Gothic 3, 300. Gothic 3, 300. Es sieht nicht gesund aus. Wie stellt man den Stollengrollen her? Es gibt Oh 100 je. Bonuspunkte, wenn du die genaue Anzahl der Zutaten kennst. Also da sind auf jeden Fall Minecrawler-Zangen drin und ich meine 2. Dann ist da noch Erz drin. Und im Rezept oder in der Beschreibung steht, das Erz ist für die besondere Würze oder sowas. Irgendwie sowas. Sowas Ähnliches. Okay, ja, das ist nicht wichtig. Aber Und du hast das Rezept geschrieben, oder? Nee, tatsächlich finde ich die Item-Beschreibung in Gothic 3 unheimlich nett. Auch sowas wie der gute alte Feuerball und bei Sumpfkraut steht, das Zeug gibt's wirklich überall. Das ist einfach, ja, nett, sowas zu schreiben. Nicht einfach nur alchemistische Zutat, kann für Tränke verwendet werden, sondern so ein kleiner Kommentar damit bei. Oder er sieht nicht Mhm. gesund aus, jetzt hier bei dem Item genau zum Beispiel auch. Einfach. Ja. Also, ich habe gesagt, Minecrawler-Zangen 2. Genau. Erz, Und Erz? Erz meine ich auch 2. Dann brauchst du natürlich eine Flasche.
und Schnapsbeeren. Die brauchst du ja eigentlich für alles, was nicht nach Kaktus schmecken soll. Jetzt, ich überlege nur gerade, wie viele brauchst du? Überleg ich glaub, mal kurz. Das sind gar nicht so wenig, glaube ich. Währenddessen, ich sage jetzt mal nicht, wie ich Minecrawler-Zang geschrieben habe, das wird peinlich. Was? Wirklich? Alter, Alter. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe 3 Intos, okay? Weil das kannst du niemandem erzählen hier. Habt ihr etwa die Fragen nicht kontrolliert? Nein, Nee, doch, das ist, was ich hier nebenbei aufschreibe, damit ich weiß, was du gesagt hast. Ah, okay. Holy Boah, das würde mich interessieren, was da gerade Also- für ein Minecrawler-Zeichen geschrieben wurde. Also 2 Crawlerzangen, 2 Erz, eine Flasche und ich sag jetzt einfach 20 Schnapsbeeren, ein Höllenzeug, sage ich dir. Hey, Alright. Gomez, dann lies vor. 2 Erz, 2 Minecrawler-Zangen, 20 Schnapsbeeren und eine Flasche. Also damit kriegt der Das ist richtig. Hochkönig jetzt 400 Punkte. Wie viel, warte? Ja, 400 Hoch, 400. Hochkönig, erstmal vollen Respekt an dein Gossig-Wissen. Das ist krass, ja. Aber ich muss sagen, für mich fühlt sich das so an, so als Underdog wirklich, du studierst Gossig, aber spielst nicht. Du liest Doch, alles du durch das. und lernst. Ah, ja, okay. aber irgendwie so fühlt sich einfach nur so an. Nee, ich habe das Leck mich einfach doch am schon Arsch. echt verdammt viel gezockt. Also, Er ist voll echt Blutgothic, viel. ja. Also ich habe Solo- viele andere Spiele gar nicht gespielt, aber ich habe Gothic tatsächlich sehr häufig gespielt. Aber was jetzt noch geil gewesen wäre, wenn du das in deinem aktuellen Let's Play gefühlt vor 3 Tagen gebraut hättest oder so. Ja, ich bin gerade erst in Montera. Ich bin nicht okay. wirklich da oben bei dem, Noch nicht in Reichweite, ja. das ist der eine, der geschworen hat, nicht mehr zu kämpfen, bis es einen gibt, der den Stollengollen trinken kann. Aber ich weiß Ja. jetzt auch nicht mehr, wie der heißt. Er hatte auf jeden Fall eine geile Axt. Irgendwas mit S, oder? F? Einer heißt Ugolf, aber ich weiß nicht, ob es der ist. Naja, irgendwann bin ich ja in Nordmar. Also, Johnny. Ja. Muss ich unbedingt mein Wissen aufpolieren. Ja. Aufpoliert das eh gewusst wieder. Okay. Johnny, was willst du haben? So. Ich muss erstmal wach werden. Ich habe immer noch 0 Punkte. So. All in, 500er Frage. Muss er eh Irgendwann muss ich eine 500er nehmen, deswegen verkacke ich jetzt erstmal noch ordentlich bei den kleinen Fragen, weil dann verdoppelten sich der Sold sozusagen. Ja. Und dann darf ich wach werden. Also Gossig 2 100. Okay, machen wir Gothic 2 weiter um. Immer diese Pinkler. Wer sind die wenigen pinkelnden Personen im Spiel? Hä? Es gibt 2 Personen, die pinkeln im Spiel. Wer sind diese 2 Personen? Auf dem Tempel. Ey, Und das Vatras ist steht nicht da so. unten. Das ist Heute einfach war doch kein Regen gemeldet. Ja, ich denke, Vatras denkt sich so hier, und das Meer gab das Land frei. Also Und der Held versteht Feuer frei. Der Gott des Wassers Die schickt. Predigt sein- wird demonstriert. Adanos lässt es regnen. zählen die jetzt nur auf Korinis oder habt ihr die ausgeweitet? Ich weiß ja die gar Nacht nicht. des Rabens auch Ich weiß es nicht, ob es irgendwie mehr gibt, keine Ahnung, und ob die Gothic gespielt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo anders noch welche gibt oder ob es nur in Korinis gibt oder was auch immer. Also Rupert ist eine Person. Weiß ich nicht, kann sein, ja. Wenn Stadt einer Rhein, weiß, kriegt er ja schon mal 50, oder? Ja, wenn er die Hälfte weiß, geht er schon 50, ja. Ja, ja. Stadt Rhein, Rupert, Matteo, also Rupert, pisst da immer in die Ecke rein. Also zwischen Tor und Wache. Ich habe ja dir eigentlich gesagt, es gibt 2 Personen, also überleg mal, wer noch sein kann. Habe ich ja schon als Tipp Ja, gesagt. ich überlege gerade. Ich überlege gerade so charaktermäßig, Pinkel-Soundmäßig, wer mir da am meisten auf die Eier gegangen ist. Ich muss ja auch sagen, so, alle anderen haben Willen in Gothic, deswegen, ja. Ganz einfach. Also in einem Remake müssen auf jeden Fall mehr so pinkeln, finde ich, als nur 2. Ja, wir haben ja nicht andere Probleme beim Remake, als dass die Leute jetzt nicht pinkeln können. So wie in Elex 1, oder? Dass es dann dir nur noch auf den Sack geht.
Ja, ich glaube in G1 gibt es einen einzigen Butler oder Schatten, der pinkelt. In Elex 1 bist du in der Wüste und wenn du da in dem Vorderen bist, dann hört es gar nicht mehr auf. Okay. Also ich sag Rupert, Mhm. der Erste. Mhm. Und Bulko, der Oh! pisst gegen den Baum. Oh, Oho. ja, Nice. cool. Schönes Ding. Alter, wie er beobachtet Bulko wird. und Rupert. Ja, dann haben wir Und dann kauft Sieht er aus von wie ihm ein Attentat. Äpfel. Ja. Äpfel sind Nein, dann wichtig. kauft er von ihm Äpfel. Ja. Aber er hat sich nicht die Hände gewaschen danach. Ich habe zugeschaut, ja. Ja, vielleicht ist das der Grund, dass die Äpfel Stärkebonus geben, keine Ahnung. Aber Ja, da Rupert, müssen der wir hat's alle einfach- drauf pissen im Spiel, oder? Der Rupert, Der der Rupert, Urinbonus. der hat's einfach im Urin, hallo? Alter, oh nein. Aber wie gesagt, ich Alter. muss ja mal ein bisschen wach werden. Also. Okay, Gomez. Ja, das. Was darf sein? Ich glaube, ich gehe mal für GeoGuessr 400. Besser 400, let's go. Oh, er hat einfach die schlimmste Wahl gemacht, die er konnte. Ist das Securitas? Zeichne die 4 Ja, von super. 6 Ahnengräber ein und wenn du 6 einzeichnen kannst, gibt es 100 Punkte extra. Boah, bin ich froh, Ja, dass ich die nicht da genommen habe. gibt's Ich jetzt wäre so am Da Arsch. gibt es jetzt sicherlich Ja, nicht Dito. die Angräberkarte. Nein, die Karte. Guck, schön Nordmann. Nur Nordmann zu sehen, sonst gar nichts. Ja, ist auch gut. Wird das Bild einfach beim alten Dings hochgeladen, oder? Nur er muss es doch machen. Wir sind doch nicht bei 500. Ja. Achso, Entschuldige. Alles gut, kein Ding. Wir Entschuldige. setzen für Xardas. So, Es sei denn, du diesmal magst nehme ich klauen. Schwarz, weil Gelb ist ja nicht so gut. Das finde ich schon interessant. Nimm weiß. Mhm. Ja. Die finde ich auch nie. Jedes Mal, wenn ich Gothic 3 spiele, muss ich die suchen. Machst du Ja, da nicht sogar Nordmar einen? ist, also wenn man Nordmar das erste Mal spielt, ist glaube ich sehr verwirrend. Das ist ja so Ich finde es immer noch verschachtelt. verwirrend. Labyrinth. Ich hasse Nordmar. Ich hasse Nordmar. Und ich verlaufe hasse mich mich jedes Nordmann auch Mal. in Mods. Das ist genauso wenn du, verwirrend. wenn du den Nebel abschaltest mit einem Shader-Pack, dann finde ich mich zurecht. Dann geht's sehr gut. Muss man in so ein Ahnengrab nicht auch rein, wenn man Gothic 3 speedrunnt? So wie du bei. Ja, aber halt nur in 1. Also du musst Okay. nur 1 machen. Ich habe keine Ahnung von Gothic 3 wirklich. Ich weiß es nur aus deinen Speedruns und so. Mhm. Deshalb ist Varant auch so viel einfacher, obwohl es doppelt so groß ist, weil du einfach nur grob in die Richtung laufen musst. Mhm. Und du weißt, du kommst irgendwann bei der Stadt oder bei dem Tempel an. Ja, die Vertikalität ist ja ganz nice, aber es wäre halt cool, wenn du Orientierungspunkte hättest und nicht nur Schneenebel. Du hast den Am besten sind die 2 Wegweiser. Links Hammerclan, rechts Hammerclan. Ja, super. Die lieb ich. Und du stehst davor, ja, okay. Ja, das ist, weil die Wege so außen rum gehen, ne? Aber Ja, gut. ja, schon klar, aber das hilft dir dann gar nicht. Was ist ja hier? Ja, die Karte ist halt auch generell ein bisschen tricky, weil effektiv finde mal richtige Wege du siehst zwar manchmal schon so Ansätze von Wegen, aber gefühlt kannst du auch einfach querfeld einlaufen in Nordmar. Mhm. Teilweise. Also Da ich ist, ja. muss immer da suchen. Und wenn ich diesen blöden weißen Hetzer finden will oder so, Der nee, ist die furchtbar. nächste Schlucht. Hier Den wieder eine weißen Schlucht. Hetzer habe ich Oh. mir mittlerweile gemerkt, dann nutze ich eine Speedrun-Route von Xardas Tor mit Blutfliege, dann weiß ich genau, wo er ist, aber sonst finde ich den auch nie. Da fliegst du direkt auf ihn drauf. Ja. Also, Xardas, wer bist du denn, mein Lieber? Ja, 4 von 6. Das wäre zumindest für die Muss normale volle überlegen. Punktzahl. Hier unten ist die. Ist das da? Ich gebe dir mal Diese voll den dämliche- heißen Tipp. Einer heißt Ja. Snorre. Ja. Hilft dir das? Ja, Ich geb dir auch einen hätte ich Tipp. gewusst, dass einer Snorre heißt. Ich gebe dir noch einen Ich Tipp. hab mir- Es ist in Nordmar. Ich
Ich habe mir das nur gemerkt, weil ich den die Namen Karte so ist cool einfach finde. nur, die Karte ist halt ein bisschen doof, weil 1 ist ja in so einer Schlucht drin, direkt so an der Grenze. Und jetzt ist die Frage, wie diese Schlucht verläuft. Läuft die entlang des Weges oder nicht? Boah. Okay, das ist der da. Der da oben ist im Berg, der da hinten ist abgeschottet. Dann gibt es hier zwischendrin irgendwo noch einen. Hier vielleicht? Gut. Geht nicht in deinen Weg. Hier geht man runter, dann geht man da hoch. Hier ist ein extra Weg, der ins Nichts führt. Oh. Geht man da die Route zu Xardas lang? Ist das dieser Weg? Ich gehe so davon aus, dass es niemand klauen will, oder? Nö. Ich nicht. Ich lass mir jetzt nur auch mal ein Mhm. bisschen Zeit. Ich muss gerade an Hochkönig denken bei der Konstantino-Frage. Bei ihm konnte Hm. man auch klauen, aber das wollte niemand auch. Ja. Ich wollte eigentlich wenn dann eine hochpreisige Geogesser-Frage klauen, Mhm. aber die klaue ich bestimmt nicht. Das ist eine hochpreisige Ja. Geogesser. Bin mal ganz kurz weg. Ja, aber Gothic 3 Ahnengräber, Nordmar, fuck it. Ja, also ganz ehrlich, die 500er-Frage ist dagegen leichter. Vor allem, der Punkt ist ja der, du musst ja das Kreuz halbwegs richtig setzen. Also ich weiß, dass das irgendwo, ne, gerade dieses Ja. Grab da in der Nähe von Xardas Turm, das ist halt, wenn du den Weg da lang läufst, Mhm. aber ist es jetzt dort oder bei der Biegung oder da? Ja, alles gut, aber es ist ja auch eine Warte mal, 500, hier. das müssen alle beantworten, das muss nur einer beantworten, das hier. Ja. Das ist Ich ja der glaube, ich Unterschied. setze das Timer noch ein Stückchen weiter hoch. Ist doch, glaube ich, weiter oben. Da hätte ich jetzt zum Hier Beispiel, ist diese- ich wüsste das eine Ja. Ahnengrab, was man braucht für die Main Quest, aber die restlichen. Ja, kein- Akashas, ne? Genau. ja, Aber kein bei Plan. Akashas ist das, wovon ich gerade geredet habe. Der Weg da ist schon relativ lang. Also ob das jetzt ganz links oder also ganz nördlich ist oder östlich mehr. Und auf jeden Fall das Lager. Da unten ist keins. Wie viel habe ich? Ich habe allgemein 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück schon mal eingetragen. Das passt. Das Damit Schlimme du ist ja bereit das in bist? den Bergen, wie weit Mhm. das. Vielleicht hier noch ein Stückchen rüber. So vielleicht. Und das andere ist auf dem Weg zum Feuerclan, da wenn du die Biege runterkommst, so vielleicht. Oder ist das hier unten, das trifft sich hier der Weg. Der Weg geht einmal. Ne, das ist dann, wenn du durch die Unterführung durch bist, das ist schon danach. Da kommt dann das Ork-Camp. Ganze Karte verschieben hilft auch nicht. Das hatte der Hochkönig vorhin auch schon. So, okay. Und jetzt nochmal das hier überprüfen. Hier ist diese Hütte. Das ist aber das ist die allgemeine Hütte. Hier ist ein Schmiedesymbol. Da wird wahrscheinlich dieser Schmied da sein und am Fuß von dem im Rücken vom Wolfsklan. Das klingt ganz gut. Und hier ist die Schlucht. Ja, okay. Ich würde mal sagen, ich gebe jetzt mal ab. Okay, let's go. Dann mache ich jetzt wieder Antwort Geogesser-Dings da auf. In OBS. So. Hm. Also, wir haben hier die schwarzen Kreuze. Hier eins, hier eins, hier eins, hier eins. Dann öffne ich bei mir mal das Ergebnis. 1 ist richtig. 1 ist richtig. Zwei sind richtig. Na gut, so Kannst du vielleicht diesmal die Karte daneben packen? Ich kann mal jetzt kurz die Karte hier nochmal öffnen. Ich müsste sonst jetzt das raus, wieder Ja. Snipping tun, aber ich bin ganz ehrlich. Ich muss jetzt gucken, ob ich dir jetzt vielleicht volle Punktzahl trotzdem gebe. Erik ist so weit unten. Oh je, what the fuck. Deswegen, ja, ich gucke gerade, ich vergleiche jetzt nochmal kurz fertig. Und kann dann gucken, wie viele Punkte. Also ich so wirklich- sieht man es eigentlich ganz gut. Wir sehen das dann auch, wenn du da öfters ein bisschen hin und her flickerst, dann Eins. verschwimmt das. 2 sind safe richtig. So, Entschuldigung. Ja, ich brauche aber 4, die safe richtig sind. Die Shots Dafür sind die da im Hälfte der Süden Punkte aus. nicht. Ach so, ja, stimmt. Der oben wäre eigentlich auch ziemlich weit weg vom Punkt. Also 2 hättest du Ja, richtig kannst du die Hälfte der nochmal Punkte. Ja, klar, umschalten kann ich, vielleicht, mach ich. bitte? Mach ich. Aber hier, das ist deutlich, Ah ja, deutlich okay. weiter oben. Einer Also, und Angier. Ja, einer müsste eigentlich passen. Angier ist zu weit weg. Ich hab Knoche 2 ist auch jetzt zu weit weg. gesehen, ja.
Enya passt und Balda, so wie ich das sehe. Ja. Genau, Und 2. okay. Ist fein, ist ja nicht leicht. Na dann, gewesen, immerhin. Man muss nehmen, was man kann, I guess, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, So. Aber 200 Punkte sind 200 Punkte, ganz ehrlich. definitiv. So, aber jetzt gibt's doppelte Punkte. Aber ich glaube, das Ja. war noch einfacher, als wenn du jetzt irgendeine x-beliebige Punkt in Nordmar genommen hättest. Irgendwo gefühlt. Wo ist dieser Baum oder dieser Busch? Das wär richtig Cancer. Okay. Also laut Pappnase. Was möchtest du haben Ach, heute? jetzt sind wir ja schon. Dann nehme ich GeoGuessr 600 und hoffe, dass es kein Gothic 3 ist. Oh, da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist Gothic 2. Okay, dreckiger Dieb. Zeichne die Blutkelche auf die Karte ein. Mhm. Ich gebe dir die Karte. Druckfrisch von Dann gehe ich Graham. wieder ins Whiteboard, ne? Richtig. Genau. Okay. Und da werfe ich dir die Karte rein. Eine druckfrische Karte. Wenn sie kurz laden würde, kriegst du eine druckfrische Karte. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, weil da bin ich auch nicht so gut. Weil ich raub halt immer alle Häuser am Stück aus. Mhm. Hm. Es lädt immer noch. Whiteboards sind toll manchmal. So. Müsste gleich da sein eigentlich. Ah, da ist es. Perfekt. So. Die Karte ist offen. Lieber Pappen, laut Pappnase. So, muss ich nochmal refreshen oder? Das kann Habe durchaus ich den sein. falschen die Map geschickt oder was? Nee, oder? Nee, du es hast- ist bei Pappnase drin. Ja, Alles gut. Okay. Aber ich muss es auch bei mir ab und zu refreshen. Ja, alles gut. Achso, dann ja, ist jetzt lädt's. So, also erstmal das Offensichtliche, ne? Wo man weiß. So, jetzt muss ich erstmal die Map raffen. Die nutze ich nämlich in-game nie. Die gibt's auch in-game, glaube ich, so gar nicht, oder? Ja, doch, klar. Eine Stadtkarte kannst du gibt's, kaufen. aber Habe ich auch noch nie aber benutzt. wer- Dann, tatsächlich, okay. Dann habe ich sie noch nie benutzt. Ist auch ein Gothic 1. Ich meine, die kaufen vielleicht wirklich Leute, die das erste Mal spielen. Also in aber Arkolos habe ich die Map gekauft zum Beispiel. Aber Archolos ist ja, ja ja, hast du dann Arkolos auch ist das sie erste Mal auch. gespielt. da brauchst du sie auch, ey. Ja, die Stadt Ja. musst du da einmal, um sie kennenzulernen, brauchst du die Karte. Lange Zeit erstmal, ja. Ja, nicht so die Lord Stadt. Pappnase, ich würde mich bereit erklären, dir die Flagge zu klauen. Ja, ich bin ja aber noch dran. Er ist noch nicht mal 2 Minuten oder so. Er hat, Ja, weil wir hatten doch die Frage, war das nicht auch in dem Format mit Johnny und mir? nee, Ich glaube, da war die tatsächlich Frage nicht. drin. Nicht? Okay, Eigentlich- aber ich kenne sie zumindest. Ein Kelch habe ich verkackt, ja. Wenn das so war, dann Ja, doch, da war die ist doch okay. drin. Ja. Mhm. Da war es aber ein Kelch hab ich aufzählen, nicht verkackt. einzeichnen. Ja. Ja, stimmt! Das war's. Das war der Unterschied. Weil ich war mir sicher, dass nicht War das- genauso war das- ja. War das so gar nicht die finale Flagge, die mich zum Sieg geschubst hat? Das weiß ich Ich nicht. glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon, das war die, genau. So Ah, ich deswegen bin mir muss beim ich letzten glauben. gerade unsicher. Schlimmstenfalls sind es die halben Punkte. Schlimmstenfalls, ja. Naja, aber Ja, trotzdem, das- Ja, verstehe ich ich schon. bin gerade am Überlegen. Also bei 3 Stück, beziehungsweise bei 4 Stück bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins war auf der Seite und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es quasi auf der linken Seite war oder auf der rechten Seite 2. Hm. Ich hätte echt Edge Gothic spielen müssen, dann hätte ich gewusst, dass sie um der helfen können. Ach, Mann. Also ich sag auf der rechten Seite, weil ich meine, Gerbrand und Valentino haben jeweils einen. Ist das denn deine finale Herr Antwort, Gerbrand. mein Lieber? Ich würde so Verstehe, mal Gerbrand. abgeben. So würdest du es abgeben. Okay, dann schauen wir uns das an. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Alles richtig. Nice. Alles Ja, ich war richtig. mir echt nicht sicher, ob nicht auf der linken Seite noch was war, weil wie gesagt, ich gehe bei den Blutkelchen immer einfach durch alle Häuser und dann Scheiß. habe ich sie am Ende alle. Ja, So, passt. also hier ist jetzt die Antwort. Das ist eine sehr, sehr detaillierte Karte, lustigerweise auch noch dazu, aber Ach, da gibt's sogar eine, nice. ja.
Genau. Sehr schön. Einfach mal 600 Punkte abgestaubt. Easy. So, Gut. okay. Ich muss es eingehen. Ich nehme Gothic 2 800 und mache Lemas Geldbeutel drauf. Okay, mutig. Gothic 2800 hast du gesagt? Mit Lemas Geldbeutel. Und das Okay. ohne Trank der Geschwindigkeit. Okay, Lemas Geldbeutel soll es sein, mein Lieber. Bum, bam. Die gute alte rote Laterne. Sonja aus der roten Laterne hat einen geheimen Dialog, solltest du einer bestimmten Gilde anhören. Wie lautet dieser sinngemäß und wie kann man diesen auslösen? Jetzt wissen wir zumindest, dass die eine gute Dame Sonja heißt. Siehst du? Jetzt weißt du's. Ich kann mir Namen echt Sonja nicht und gut Sonja, merken. glaube ich. Es geht ja nicht Ja, um Die den kenne ich aber Namen. auch wieder wieder nicht. 16. Das könnte wieder was für ein Iceberg sein. Gleich mal Notizen wieder aufmachen. Das kannst du und gern lustig. machen. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Dialog. Ich hätte nicht gedacht, dass es das gibt, wenn ich ehrlich bin. Damals. Bis ich es einmal aus Versehen herausgefunden habe. Aber sowas Also finde ich ich hab auch immer nur raus, wenn die Creeps bei mir im Chat manchmal sind. Die dann sagen, du musst jetzt Nadja, ich Oh. mach ohne Ende rein. Und nichts gegen die wissen's. Und die sagen ja selber, dass die Creeps sind, die beiden, die das immer machen. Mit Nadja mich reinschicken. Deswegen Also ich ist es habe auch keine Gothic 2 Beleidigung. zuerst gespielt, weil einfach jung. Hi. Und ich muss sagen, ich habe es aus Zufall mal getriggert. Mhm. Okay. Ich muss sagen, das ist mir neu. Ah, die Sonja ist ja die sitzt in diesem Sessel manchmal. Und ich meine mich auch Genau. zu Das war erinnern, bei dass es dieser da Shisha. so einen Dialog gibt. Aber was das für einer war, keine Ahnung. Wahrscheinlich? Naja gut, ich sag mal nichts. Eine Also- Vorteile für Mastiamo. Ich tendiere zwischen als. Nee, macht keinen Sinn. Vielleicht, wenn du als Feuermagier dahin gehst, dass sie dir einen verwunderlichen Dialog quasi gibt. Habe ich gerade jetzt. Das wäre ja im nicht Kopf. sinngemäß. Du erwischt aber auch die gemeinen Fragen. Aber wirklich. Ja, diese blöden Dialogfragen, ja. Aber ist halt das war jetzt auch Gothic 2, oder? Ja. Sinngemäß, okay, ja. Also ich muss irgendwas getan haben, dass dieser Dialog kommt. Ja, klar. Oder eine Kommt doch nicht einfach Voraussetzung so. dafür haben. Ja. Kann die Frage nicht einfacher sein, dass man die klauen kann? Mano. Ja, 800 Punkte? Nee, das wären ja 1600, wenn man es jetzt richtig klaut. Weil der Lemas Geldbeutel mit im Ja. Spiel ist. Das wäre crazy. Oh mein Gott, das wäre crazy, wenn das jemand gewusst Ach, hätte. wir klauen den Geldbeutel auch? Ja, ja. Ja, das wusste ich nicht. Ne? Also ich persönlich war nicht oft in der roten Laterne. Nein. Oh, Ach so. Das ist das Wichtigste Okay. in Korin, ist die wichtigste Errungenschaft. Schrecklich. Weil dieser Boyka hat mich genervt. Ja, komm rein! Ah! Ich bin immer weitergelaufen. Borka, ja, ja. Was stehst du hier draußen rum? Komm rein! Vergnüge dich! In Returning gab es da, glaube ich, wirklich eine Errungenschaft, wenn du Dieser- um 17 Ja. Uhr da rein bist. Liebe mit Nadja hieß der Erfolg, glaube ich. Dieser geile Ja. Dialog mit dem, ob die Mädels noch vollzählig sind und Und er du hast ja denkt noch Ausdauer volljährig. bekommen. Du hast auch noch Ausdauer bekommen danach. Permanent. In Returning. Das ist so crazy. Vielleicht, okay, random guess. Es gibt ja noch die gewisse Diebesgilde. Und vielleicht kannst du Sonja mit der Diebesgilde überzeugen, mit diesem Kopfnicken. Und dann hast du einen gewissen Dialog. Also, will jemand die klauen? Es ist falsch, also. Will jemand klauen oder nicht? Ja, ich glaube. Ich habe eine Idee, aber. Du keine weißt Ahnung. es? Hochkönig macht Oh, jetzt. jetzt kommt's wieder, der Hochkönig. Unglaublich. Okay? Hau raus, was ist es? Du musst du musst Drachenjäger sein. Und Hätte ich auch Sonja, gesagt.
Und Sonja, die sonst ja immer nur sagt, wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie, sagt, das Problem mit euch Typen ist, dass ihr lieber Orks abschlachtet, als zu vögeln. Ach du Scheiße, das weißt Oh, du! jetzt wo es du sagst, Alter, krass, ja. Das ist Wahnsinn. Noch nie gehört. Geil. Kommt ins Eisberg-Video. Ich finde so lustig, Also dass du interessante Fakten jetzt, wo er das sagt, habe ich das auch schon mal gehört, aber da wäre ich jetzt nicht. Ich habe zwar auch an Alter. Drachenjäger gedacht, aber boah, Wahnsinn. Also muss ich sagen, Dankeschön. Ich habe den Dialog so noch nie gehört. Ich auch nicht. Also, das find's lustig. Manchmal in meinen Quizzes finden Leute was raus, was sie noch nie in ihrem Leben jemals gehört haben. Das finde ich so cool manchmal, wirklich. Das macht richtig Spaß, den Leuten was zu offenbaren, was jemand nicht kennt, wirklich. Crazy. 3000 Punkte hat der Hochkönig jetzt. Habe ich Was? jetzt Minuspunkte bekommen? Ja, natürlich, du Oder- bist jetzt minus 400. Echt? Oh, okay, das wusste ich nicht. Ja, du riskierst, du gibst das wie, du gibst ja was rein, wie beim Pokern so. Riskierst Ja. halt was. Du hast jetzt Kredit bei der Stadtwache. Ich Bei hab Lehmer meine Schulden. ich. Ja, bei Lehmarsch. Er kommt dann mit seinen Schlägern, wenn du weitermachst. Ich bin unter seinem rechten Flügel, alles gut. Oh Die Mann, ist das positiv. ist krass. Beim Minuspunkt, also bei den wenigsten Punkten führst du gerade. Danke, danke. Hochkönig. Scheiße. Magst du weitermachen? Ja, es ist ja nur lustig, wenn man riskiert, ne? Also Ja, du willst eine solide Basis weiter Du kannst den ausbauen. Geldbeutel und einen Trank der So. Geschwindigkeit nutzen, vergiss das nicht. Beides. Ja, aber nee, kann ich nicht, weil ich nehme den Geldbeutel für eine Tausender-Frage. Ah, okay. Und zwar für Gothic 2. Ich bin gespannt. Du willst Okay, 1000 dann sind wir alle wieder 2 dran. machen. Wie viele Sachen müssen wir aufzählen? 2000 etwas. Jeden Goldstück auf der Wow. Map einzeichnen, das Spaß. Also nehmen wir das Geldbeutel, okay, machen wir. Das könnte der Hochkönig sogar möglicherweise wissen. Würde Okay, ich jetzt- irgendwas mit Runenrezepten hat man schon mal gesehen. Also, Gomez, lies vor. Du bist dran. Achso, okay. Aber von ich dachte, mir aus kann ich auch. Mach du jetzt, du hast eh angefangen, gerade als du den Hochkönig gefragt hast. Rezepte sind wichtig. Korrigiere diese 5 Runenrezepte und nenne die dazugehörigen Kreise. Nicht alle Rezepte sind falsch. Todeswelle, Knochen eines Goblins und schwarze Perle. Todeshauch, Knochen eines Skeletts, Kohle und schwarze Perle. Eiswelle, Gletscherquarz, Aquamarin und ein Bergkristall. Wasserfaust, Aquamarin, Bergkristall und ein Schwefel. Kleiner Feuersturm, Pech und Schwefel. Genau. So schreibt euch jetzt erstmal alle Worte, alle Zauber auf. Mit den Wieder ins jetzigen Zutaten. und Whiteboard. Dann, genau. Und dann könnt ihr Kannst euch. Und dann könnt ihr. Oder ich kann ein Snipping-Tool machen. Stimmt, gute Idee, das kann ich auch machen. Genau. Das Noch kann ich besser. auch Oh, viel geilere Idee. Oder Aber hast du es ich nicht im Code drin stehen zum Rauskopieren? Ja, aber Dann den können Code wir's werde ja ich jetzt auch nicht auf editieren. der Notepad machen, während alles läuft, sonst hängt sich wieder irgendein Programm auf. Ich knall's okay. euch einfach als Screenshot rein ins Ich mach's Whiteboard. gerade, ich Ja. mach's gerade. Ich hab's im Mach das Screenshot. mal. Ah, dankeschön. Perfekt. Ah ja, das ist gut. Gerne, Ich gerne. werde Oh, jetzt sagen, noch alles alles im Ich habe Zweiten. mir gerade hab mir überlegt, beim nächsten Mal wäre es noch ganz cool, immer vorher zu fragen, ob noch jemand mit dem Geldbeutel reingehen will. Weil ich denke, wir werden da alle bei irgendeiner Tausender-Frage So, das ich habe jetzt tun bei und jedem das können wir ja nur, reingeworfen wenn... übrigens. Ja. Okay, perfekt. Ja, stimmt, hätte man sagen können. Entschuldigung, das war jetzt. Ja, Ja. genau. Jeder Weil das kann können wir ja mitmachen. nur, wenn wir die Frage noch nicht kennen. Richtig. Richtig. Ja. Okay. Also jeder hat Weil sich so das wie die Frage reingekopiert gerade bekommen. ist, hätte ich mir gewünscht, dass ich den eingesetzt hätte. Das ist Gothic 2, ne? Gothic Ja. 2 sind wir. Genau. Mal die Runen runterschreiben. Der Hochkönig ballert jetzt richtig raus, schreibt Attilos. Attilos. Also ich starte dann den Timer langsam, schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Wie viel Zeit haben wir? 10 Minuten, wie immer. 10 Minuten, okay. Bei so großen Fragen mache ich immer so 10 Minuten, ich finde das ein guter Richtwert. Ach, die dazugehörigen Kreise brauchen wir auch, ne? Ja. Ja, genau, steht da drin, ja. Hä? Achso, da. Jetzt Das ist so nur dumm nicht mit formatiert, Gothic wenn 1 so nicht verwechseln, Platz weil die Kreise Ja. wechseln ja hin und her, ne? Das ist immer so Richtig, furchtbar. richtig. Das hatten wir Ja. im letzten Quiz auch so eine Frage gehabt. Mit Xardas hatten wir so eine Frage mit verschiedenen Kreisen verschiedener Teile. Und genau sowas in der Art ist, muss man auf jeden Fall bedenken immer.
Es gibt aber manche Deshalb Sachen macht krasse mich gerade die Unterschiede. Eiswelle fertig. Ah. Die gute alte Eiswelle, die gute alte Eiswelle, ja. Ich sehe bei niemandem noch was. Ihr müsst rausklicken, dass man sehen kann, wenn ihr was reinschreibt, übrigens. So, aber ich sehe bei einem schon was. Wahrscheinlich. Ich sehe nur bei einem bisher, glaube ich, was, oder? Ja, ich schreibe unten. Sieht man das? Ich bin im Ich Textfeld. weiß nicht, man muss immer rausklicken, um das Ja. Geschriebene zu sehen. Ich muss gucken. Okay. Ne, ich sehe es bei dir nicht tatsächlich, keine Ahnung. Okay, kann sein, dass ich nochmal verschieben muss dann. Ja, alles gut, ist ja nicht schlimm. Schon nebenbei drauf. Das ist. Lieber Hochkönig, du darf hast noch man nichts wissen- geschrieben, oder? Damit ich nur Was? Bescheid weiß. Bei dir sieht man noch nichts, oder ist es irgendwo versteckt? Ja, ich bin in einem Textfeld. Ah, okay, perfekt. Genau. Das ist auch der Grund. Ja, ich warum auch gerade. Wir hatten Ja. beim letzten Quiz hatte das gebuggt, das Whiteboard einmal, deswegen frage ich gerade immer nach, ob das jetzt daran liegt oder was auch immer, ja. Aber Also kann auch bei den Rezepten was fehlen, oder? Also was falsch und was fehlen. Natürlich. Ich habe nur geschrieben, dass auch nicht alle Rezepte falsch sind. Das heißt, mindestens ein Rezept ist richtig. Okay, passt. Aber dass jetzt die Spruchrollen fehlen, muss man nicht dazu schreiben, oder? Nee, das ist fein, das müsst ihr nicht. Okay. Das ist ja so ein Standard da, was alles. Und hättest du jetzt jeden beantwortet, dann müsste jede so eine Spruchrolle dazu schreiben. Ansonsten. Okay, ja, nee, wollte nur sicher gehen. Ja, alles gut, ist kein Wie ist denn- Problem. Wie ist Ja? denn da die Toleranz? Was heißt Toleranz für dich? Naja, wenn du 5 Rezepte hast und hast, keine Ahnung, 4 Rezepte richtig und alle Kreise, aber ein Rezept ist falsch. Dann hast du halt, guck mal, also das funktioniert so, die Punkteverteilung. Wenn du ein Rezept richtig hast, kriegst du 2 Punkte. Für den Kreis kriegst du 1 Punkt. Und es zählt immer das komplette Rezept. Für eine Sache. Das heißt, du kannst Ja, okay, mehr das Punkte ist durch fair. Rezepte bekommen, als durch die Kreise. Genau. Macht ja auch Sinn, dass das mehr Punkte bringt, weil es schwerer ist, das zu wissen als das andere. Ihr habt ja hingeschrieben, nicht alle Rezepte sind falsch. Ich habe aber bei allen trotzdem ein Rezept hingeschrieben, wie ich es meine. Selbst wenn ich dann was von euch abgeschrieben habe. Ja, genau, wenn du Ja. denkst, dass es wenn du denkst, zum Beispiel, Trollschrumpfen zum Beispiel, ist schon richtig und du das dann genauso abschreibst, dann werden dafür die Punkte natürlich gewertet. Ist ja klar. Ja, Goblin-Knochen und Trollhauer, meine ich. Ja. Warte mal, war da nicht auch eine dritte Zutat? Ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht so sicher beim Goblin-Schrumpfen. Ich weiß nicht, aber es ist ja nicht. Ja, nee, interessiert mich gerade. Ich guck kurz nebenbei, das interessiert mich wirklich. Also ich kann sagen, ich habe mit den Fragen nichts zu tun. Ich habe nur auf Rechtschreibung vorher noch getestet. Aber mal eine Frage zwischendurch. Wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal Gothic gespielt habt? Gothic 1. Jetzt nicht ablenken lassen hier, nicht ablenken. Guter Gothic 1. Trick, guter Versuch. Egal, Gothic 1 7 oder 8 und Gothic 2 10 oder so. Aber ich habe trotzdem Gothic 2 als erstes durchgespielt. Weil ich Gothic 1 damals nicht verstanden habe, als Kind zum Beispiel. Also ich weiß noch, dass ich glaube, so 5 oder 6 Jahre alt war. Und mein Bruder ist ein bisschen älter. Und dann kam er irgendwann mit dieser DVD-Hülle nach Hause oder mit der CD-ROM. Und bei mir war es der Cousin. Und dadurch, dass wir noch einen geteilten PC hatten, war das eigentlich schon relativ easy. Es war installiert, ich konnte einfach draufdrücken. Und der Hochkönig Hab hat das recht übrigens beim Rezept, wo du gerade gesagt hattest. Mit dem Schrumpfen, ja. Ja, ich fand das nur so sinnig. Es gibt eine Zutat von einem ganz kleinen Ding, nämlich von dem Goblin-Skelett, und eine Zutat von einem ganz großen Ding, nämlich dem Troll. Und es ist ja Monsterschrumpfen, ne? Also ich mache das große Vieh klein. Deshalb fand ich die Zutaten eigentlich sinnvoll. Bei manchen anderen Sachen finde ich es merkwürdig. Ja, können wir ja nachher drüber reden, aber wie seid ihr jetzt auf Leute, Monsterschrumpfen übrigens gekommen? noch 5 Minuten, Leute. Noch 5 Minuten. War nur ein Beispiel. Ja, das war nur ein Beispiel. okay. Ja. Weil es ja nicht drin ist, ist ja egal, wenn wir das Beispiel genannt haben jetzt. So.
Ja. Ich war auch 5, wo ich das Spiel gespielt habe. Mein Bruder hat einfach gesagt, hier, Spiel 5. Gothic 2 Uiuiui. Demo. Und da bin ich immer nach Korinis gegangen und hab einfach Gritter verprügelt. Okay. Immer mitten in Ja, die ich denke 7 oder 8 wird es bei mir gewesen sein vom Alter her. Also da war ich tatsächlich am ältesten. Ich hab Gothic 2 zuerst gekauft, da muss ich 12, 13, 14 gewesen sein. Irgendwie so. Und eine Woche später habe ich Gothic 1 gekauft. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich habe es dann installiert und auch mit meinem Bruder gespielt, der 8 Jahre älter ist als ich, also der war schon Anfang 20. Und er hat immer wieder von vorne gestartet, nur um den Dialog von Bloodwin hören zu können. Okay. Und zwar dieses, und die meisten, die sie hereingeworfen haben, sind Arschlöcher. Ich weiß nicht. Ich meine, der war schon über 20, aber der fand diesen Dialog so geil, dass er den immer wieder hören wollte. Ist Also, auch gut, Bloodwin so ein Arsch, wie er auch ist, aber ich finde den Sprecher von ihm so genial. Leute, 3 Minuten Karrenborg, übrigens noch. der ist furchtbar geil. Mhm. Aber grundsätzlich, Das heißt, die noch aktiv- Gothic-Sprecher, die meisten sind ultra geil, wenn man ehrlich ist. Ja, sowieso. Freundschaftsangebot. Aber das Heftige an Karrenbrock ist ja, der spricht ja Anga in Gothic 1. Ja. Und der spricht Lee in Gothic 1 und der spricht Bloodwin und der spricht Scar. Und die Figuren sind so unterschiedlich, obwohl es immer der gleiche Sprecher ist. Das ist Wahnsinn. Also Ja, ich würde nie Anga und Scar in einen Topf stecken. Nie. Darüber hatten wir im Podcast ja auch geredet, glaube ich, damals. Ja, kann gut sein. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass das erste Mal, wo ich Gothic 2 gespielt habe, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Weil auch Gothic 2 ja so ein bisschen, also nicht so schlimm wie Gothic 1, dieses Erdrückende, aber durch die Texturen und die Viecher, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Ich habe auch, glaube ich, die ersten Jahre nur mit Cheats das Game durchgezockt. Oh, der nächste. Das Kampfsystem war ja auch einfach kacke, zumindest als Kind. Ich liebe Jetzt mittlerweile liebe ich's. heutzutage. Ja. Ich habe es dann mit 10 auch gemacht, wo ich dann Gothic 2 das erste Mal durchgespielt habe. Bei Gothic 1 habe ich ja nicht durchgespielt. Aber mich hat das als Kind nie so gestört irgendwie. Also wenn du irgendwie den Wille hattest, das irgendwie hinzukriegen. Ich weiß noch, ich habe das auch immer mit meinem Onkel gespielt und bei Gothic 2 hatte ich bei gewissen Regionen so ein bisschen Schiss oder habe einfach so, wenn ich verkackt habe, gesagt, er soll das doch machen, er soll doch die Fights machen. Dann stand ich immer so hinter ihm irgendwie mit 8 Jahren und habe so gesagt, ja, jetzt hier, los, du schaffst das, so ungefähr. Also wie ungefähr die NPCs, wenn man sich kloppt in Game. Den wirst du doch wohl schaffen. Ja. Ich hab nur das ganz große Problem, ich bin ein absoluter Schisser. Also wenn ich und meine Leute, Freundin eine Minute übrigens. einen Horrorfilm schauen, dann bin ich derjenige, der sich an sie rankuschelt, weil ich Angst habe. Ja. Das ist Okay. ganz, Es gibt ganz ja schlimm. schon es gibt ja vor allem in Gothic 2 einige Locations, die da zutreffen. Gerade eben die Krypta da, wenn du da das erste Mal reingehst. Oder auch in Jakendar eben, das Haus der Totenwächter oder Priester. Das ist alles so ganz klamm ausgeleuchtet. Allgemein auch die viele Wälder. Gerade bei. Shaper kannst du sehen? Ja. Bei mir? Guck mal, aber was ich ja, hab das nicht. eigentlich. Kann nicht. Was ich bei Gothic 2 von der Atmosphäre auch so einmalig finde, ist, dass du diesen starken Wechsel hast. In Gothic 1 bist du eigentlich immer so ein bisschen angespannt, weil du halt weißt, du bist in der Gefängniskolonie. Und in Gothic 2 hast du dieses total chillige, angenehme Stadtleben in Korinis. Und dann gehst du 1 Minute vors Tor und dann wirst du umgebracht. Ja. Und Ja, das aber finde ich so heftig. Du bist auf dem Bauernhof und es ist total harmonisch und dann gehst du ein paar Schritte und da sind Goblin-Skelette und Nebel. Ja. Genau das meine ich. Du hast die ganze Zeit, also ich hatte halt wirklich Schiss einfach. Und Gomez, Vor allem, wenn dann unter 10 ja. Sekunden übrigens. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müssten 10 sein.
Okay, ja, let's go. Also schauen wir mal, was wir heute haben. Dann machen wir das Bildchen auf. Upp. Jetzt sehen wir hier Lord Pappnase zuerst. Also bei der Todeswelle. Warte, müssen wir mal. Ich mache jetzt immer so Striche hin, wie viele Punkte. Todeswelle. Richtig, richtig. Ja, gut, 3 Striche. Todeshauch. Ein Strich. Ah, schade. Eiswelle. Ich muss nochmal nachprüfen. So. Ah, doch nur 2, okay. Nein, 5. Steht hier bei Eiswelle. So, jetzt alle nochmal schnell abändern. Nein, nicht vom Kreis, von Ach so. den Zutaten natürlich. Achso, hier steht kein Kreis drin. Ah. Oh, vergessen Oh. hinzuschreiben. Scheiße. Ich wollte gerade Dafür hast du sagen. 2-mal Eiswelle hingeschrieben. Ja, ich habe 2-mal Eiswelle hingeschrieben. Shit. Ja, Eiswelle und Eiswelle ist doch Aber Eiswelle muss ja und sagen, der das sind Kreis trotzdem 2 Eiswelle. Punkte, weil Das kann nur Ja. Saturas. Ja. Ich habe jetzt die Rezepte nicht geschrieben. Ich habe jetzt nur die Feen oder Nö, das haben wir ja Fallstriche gesagt, geschrieben. dass die Spruchrolle und alles, das braucht man nicht. So, Aber wenn warte wir gerade mal. über das Setting geredet hatten, ich finde halt auch Jakendar und gerade das Minental, das hat halt alles 3 unterschiedliche Vibes, wenn du dort bist. Ja. Das ist auch richtig. Wobei ich immer noch sag, also ich spiele ja Gothic 1 eigentlich am meisten. Und Ja. irgendwie ist Gothic 1 immer so ein, du kommst nach Hause. Immer wenn ich neu anfange, das ist so ein, endlich wieder daheim. 12 Punkte für Mhm. Lord Pappnase erstmal. Ah, das mit Eiswelle ärgert mich jetzt gerade, dass ich da irgendwas Dummes gemacht habe. Passiert. Ich meine, Todeshauch Immerhin kein war- Kreis 7. Todeshauch Ja. war, wie gesagt, Kohle und schwarze Perlen, das Pech und schwarze Perle hier, deswegen. Ah, das- okay, okay. Ich dachte, das das ist ja wäre nicht Pech schlimm, wir sind nicht schlimm, gewesen. genau, deswegen sind es nur 12. Von 15 möglichen Ah, da- Punkten. Ja. Ich habe Okay. da Skelettknochen hingeschrieben, ist alles so. Okay, jetzt also, ein bisschen Ein bisschen anders zoomen reingeschrieben. vielleicht. Alex, kannst du ein bisschen zoomen vielleicht, bitte? ja klar. Danke. Ja, Eiswelle ist doch Kreis 5, oder? Ja. Genau. Weil du da ja. gerade ein Strichchen gemacht hast, oder? Warte, Ich jetzt warte. dumm? Warte, ne, Entschuldigung. Eiswelle ist doch Kreis 4, oder? Warum ist die Seite jetzt geschlossen? Wir gucken nochmal, dass wir nicht, dass wir das falsch haben. Ich glaube, in Gothic 1 Müsste, Doch, ist die 5. Eiswelle Kreis 4. 5 ist richtig in Gothic 2. So. Ja, das war Ja, in genau in Gothic. dem Moment, wo ich gesagt habe, dass die Ja. Kreise unterschiedlich sind und ich eigentlich Kreis 5 hinschreiben wollte, aber Eiswelle hingeschrieben habe. wobei ich dachte in G1. Okay, 3 Punkte für dich. Nee, in G1 ist es auch Kreis 5, also das ist identisch. Sicher? Sicher? Ja, ja. Ich dachte, es wäre Kreis Das 4, ja. weil man es so early bekommt. Ja. Also ich gucke jetzt mal nicht nach. Es gibt mein- ja ich Unterschiede mein auch- beim Feuerball zum Beispiel. Feuerball ist ja Kreis 3 in Gothic 1 und in G2 Kreis 2. Beispiel Hm. das. Ups, nicht 4, sondern 3. Feuerregen ist ja Kreis 5 in G1 und in G2 Kreis 6. Solche Sachen. Hm. Okay, 15 Aller Punkte. krass, alles richtig. 15. Uiuiui. Ja. Das ist wild. Hochkönig. Du setzt wie immer ganz oben an. Ganz oben. So ganz oben. So Bitte noch ganz ranzoomen. Auch für, Ja, den, machen für, den wir. Chat, für den Stream, genau. oben. Falsch. Das, Falsch. Vielleicht ist das Rezept richtig. wer kennt's nicht? Die 8 Fragezeichen, die man braucht bei Todeswelle. Natürlich. Gibt's nur bei mir. Falsch. Stell mir gerade so Fragezeichen vor, als wärst du in irgendeinem so MMORPG, Alter, und hast dann so eine Markierung und musst die klauen. Von den NPCs. 4 Punkte. Yay. Jetzt sind wir hier. Aber ich meinte auch, dass eigentlich Eiswelle Kreis 4 sei. 1 Punkt. Du hast es verwechselt.
Das knochene Skelett hätte ich hier hochgemusst. Also Xardas. Ja, ich dachte einfach, weil die Todeswelle krasser ist und ich dachte beim Todeshauch, du schießt hauptsächlich auf Skelette, also ist da ein Oh. Skelettknochen mit Ja, dabei, alles you gut, know? verstehe Also ich, das ja. ist halt, das sind wir wieder bei der Ja, Logik. verstehe ich, ja, verstehe ich. Da ist 1 zu viel bei den Zutaten. Aquamarin. Ledger. Falsch. Weiß ist aber richtig. 7 Punkte. Du kriegst zumindest die Hälfte der Punkte damit. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie ist das? Warte mal, was ist bei Todeshauch drin? Warte, ich guck kurz. Kohle und schwarze Perle. Achso. Und wenn du zählst du nicht jede Zutat einzeln? Nein, 2 Punkte, wenn du alle Zutaten kannst. Oder 0 Punkte, wenn du keine hast. Ah, Hab ich bei okay. jedem gemacht, so. Genau. Okay, alles klar. Also Zutaten müssen auch alle richtig sein, alles klar. Okay. So, hier sind jetzt die Zutaten. So, 7 Punkte haben wir. Also du kriegst die halben Punkte, Xardas. Also ich Mhm. kann's Johnny vorlesen. kriegt leider keine Punkte. Hochkönig, ja gut. Und das Pappnas hat auch, ist auch noch in der Toleranz, weil die Toleranz war 3. Ja, genau. Volle Punktzahl. Beziehungsweise Hochkönig kriegt 2000 Punkte. Und Xardas, du kriegst dir jetzt gleich einzeln hier 500 hier rein gleich. Ja. Okay. Okay. Sehr interessant. Und die Punkte sind grundsätzlich sehr interessant gerade hier. Okay. Ja, krasse, ja, Tendenz. Also, Johnny, was möchtest du haben? Du bist im Moment noch 4. Platz. Was möchtest du haben? Mysteriös. Nein, aufgepasst 200. Okay, das können wir Aufgepasst, machen. Mann. Der korrupte Türsteher. Wie kann man Mo dazu bringen, dich einfach so gehen zu lassen, ohne ihn zu bezahlen oder zu verprügeln? Oh, warte mal, ich muss kurz. Soll ich es mal vorlesen? Jetzt. Wie kann man Moi dazu bringen, dich einfach so gehen zu lassen, ohne ihn zu bezahlen oder zu verprügeln? Hast du es gehört, Johnny? Ah, okay. So. Ja. Okay. Ja. Schwierig, weil ich verprügle ihn. Ich verprügle ihn immer. Ist das so ein Speedrunner-Ding, oder? Was sind Erfahrungspunkte? Ja, Mr. No Death. Ich glaube, also entweder verwechsel ich die zwei Dudes jetzt, aber ich glaube, es müsste Mo sein. Wenn du kannst ihn auffordern zum Kämpfen. Wenn du dann im Kampf bist, gehst du zu Lares und hilfst ihn oder bittest ihn Ja, um aber damit Hilfe. verprügelt ihn Lares, das zählt nicht. Ja, aber somit tue ich tue ja nicht zahlen oder ich verprügel ihn ja nicht. Lares verprügelt ihn ja. Und dazu würde ich einfach so gehen lassen, ohne ihn zu bezahlen oder zu verprügeln. Ja, okay, du hast, ja, gut, dass die Fragestellung stimmt. Dadurch kannst du es so nehmen, okay. Die Fragestellung hätte man anders stellen müssen. Egal, dann passt's ja, dann hast du trotzdem richtig. Ja, okay, nee, das wäre jetzt eigentlich meine einzige Lösung gewesen. Also, Nee, ich kann dir eine andere Lösung noch sagen. Hab weniger als 10 Gold dabei oder gehöre zur Miliz, wäre die Antwort. Aber du kriegst die Punkte, weil ich halt die Fragestellung falsch also wenn die gemacht habe. wenn die anderen zufrieden sind damit. Also, Nee, das ist Ja, richtig. ja, klar. Das Wir mit haben's Lares ist ja wörtlich ganz, genommen. das ist ja Ja. cool. Das ist Ja. geht. Ja, Nur du darfst Ja. ihn ja nicht mehr prügeln. Alles fein. genau. Würde Passt. schon sagen, ja, passt. gut, danke. Gerne. So, komm, jetzt mach weiter. Ja, ich habe 2 gemacht, du darfst. Okay. Ich habe aus Versehen Also, 2 gemacht. Chris. Okay, gut. Ich würde sagen, ich muss mal ein bisschen auch noch zusätzlich aufholen. Nehmen wir Gothic 1, 800. Mit oder ohne Geldbeutel? Ich glaube, ich setze den Geldbeutel auch lieber bei einer Tausender-Frage ein. Vielleicht gibt es wieder was mit Aufzählen, wo man 10 Minuten lang grübeln kann. Na gut, dann machen wir die Frage so, ist kein Problem. Meister der Waffen. Welcher dieser 5 Waffen haben die höchste und niedrigste Stärkeanforderung? Okay, kannst du das wieder ins Whiteboard reinpacken? Ja, natürlich kann ich das Tja. machen. Kein Problem.
Dann gehen wir hier auf Xardas. Dann gehen wir hier. Höchste und Nein, niedrigste. nein, also ich will nicht ich muss CapCut nur, öffnen. ich muss nur einmal sagen, welche die höchste hat und einmal welche die niedrigste hat. Genau, aber denk immer wirklich gut darüber nach. Ja. Sonst gibt es halt nur die halben Punkte im Ah. schlimmsten Fall, deswegen. Ja, ist schon logisch. Also das eine ist eine Keule, das andere müsste der Nagelknüppel sein. Dann haben wir Zornstahl, Grimmstahl und Groschwarok. Also wenn du nach allen 5 Namen gefragt hättest, glaube ich, wäre schon mal Ja, gut leider gewesen. nicht, Jetzt kommt leider aber die nicht. andere Frage. Leider Okay, ich nicht. muss erstmal unterscheiden zwischen Keule und Nagelknüppel. Die Keule braucht, glaube ich, 5 Stärke und macht 5 Damage oder 8 Damage. Der Nagelknüppel macht meines Erachtens nach mehr Schaden, also wäre es ja sinnvoll, wenn der auch mehr Stärke braucht. Ist auch eigentlich so eine bessere Waffe in G1. Ich glaube, die eine ist wirklich 5,5 und der andere ist mit 8 und 6 Stärke. Aber Gothic 1 ist wirklich so ein bisschen schwierig, da geht die Stärke halt eben nicht so schnell hoch. Okay. Ich sag mal. Muss ich auch wissen, wie viele? Ne, ich muss nur sagen, welche, ja, oder? Genau, nur welche steht da, ja. Okay. Also welche nimmst du? Warte. Überleg nochmal. Ich schreibe Künste am Start. Ach, schreibst du gerade ins Whiteboard rein, oder was? Ja, ja. Ich sehe es gerade nicht. Noch. Muss rausklicken, wenn du fertig bist, dann kann ich es sehen erst. Ja, klar. So, jetzt muss ich Okay. überlegen. Also, Groschwarok macht, glaube ich, 75 Schaden. Dann, Dornstahl macht 88. Und das müsste Grimmstahl sein. Oder? Was ist das denn? Nee, Grimmstahl ist das. Was ist das für eine? Also das ist auf jeden Fall Zornstahl, 88, 75. Aber ich meine, das sagt ja auch nichts aus. Das eine ist eine Orkwaffe. Ich denke, für eine Orkwaffe braucht. Wobei G1 tut das nicht so berücksichtigen. Das ist erst Gothic 2 und vor allem Gothic 3 berücksichtigen, dass man bei Orkwaffen mehr Stärke braucht. Ich habe wie gesagt keine Ahnung. Wobei von Gothic, G1 deswegen hat kann ich das- nichts dazu sagen. Ja, wobei G1 hat das auch. Ich glaube, für die schwächste Orkwaffe, die macht 45 Damage, braucht man 50 Stärke. Schwierig. Deswegen ist es ja auch so gewählt, damit es nicht leicht ist. Ja. Ist auch Dornstahl. das schwerste Quiz bisher jetzt, würde ich sagen. Jetzt. Das. Ja. Grimmstahl ist die schaut. Ich glaube, Grimmstahl ist die schaut aus wie Innos Zorn. Also ist schon mal nicht die. Was ist das denn für eine? Rachestahl, oder? Zornstahl und Rachestahl. Genau. Kann das sein, dass Groschwarok 90 Stärke braucht und 75 Damage macht? Kann ich Als es dir überhaupt nicht sagen. Groschwarok war. Vergesst nicht, Leute, wenn jemand klauen will, ist jetzt im Moment schon die Möglichkeit zu klauen nebenbei. Ja. Aber ich glaube, niemand will hier klauen. Die Frage ist nicht so leicht, denke ich. Ja, ich überlege jetzt nochmal mit der Keule, aber ich glaube schon, die Keule macht 5 Damage und braucht 5 Stärke. Hingegen dieser Knüppel, ich glaube, der heißt der in Gothic 1 auch Nagelkeule, ich glaube, der macht 11 Schaden und braucht 6 Stärke oder irgendwie so. Das geht ja immer ganz wenig Ich hoch. weiß es ja nicht, wie schon gesagt. Ja, ich rede die ganze Zeit mit mir selber. Ich glaube, das machen auch die meisten anderen Teilnehmer. Ist ja fein. Ist zwar, sollte man eigentlich nicht machen, aber ich glaube, es klaut hier eh keiner. Ja, dann würde ich mal so einloggen mit der Keule und mit der Orkwaffe. Okay. Also will jemand klauen, Leute? Ey, das heißt schon mal ein, was ist falsch. Ich frage ja nur, will jemand klauen oder nicht? Ach so, du hältst es offen, ja? Ja. Nein, das ist falsch, du hast falsch. Ey, Auf jeden Fall. wenn's richtig ist, dann, nee, das würdest du auflösen, ja. Genau, es ist falsch, deswegen. Nee, traue ich mich nicht. Sogar komplett falsch, sage ich sogar so. Aber okay, ist fein. Komplett? Ja, Okay. alles gut. So, dann decken wir jetzt auf. Ja, für mich ist es nicht gut. Also, das niedrigste sind die Nagelkeule und der Knüppel. Die brauchen beide 5 Stärke. Ah, okay. Und Zornstahl braucht 66 Stärke. Okay. Orkwaffen brauchen in Gothic 1 gar nicht so viel Stärke tatsächlich. Alle. Mhm.
Die haben Ja, weniger gut. Stärke als. Die machen mehr Schaden als Stärke. Und in Gothic 2 ist es ja genau andersrum. Weniger Schaden und mehr Stärke brauchen. Genau. Ich hätte es aber Ja, auch da eher geht's auch für tendiert, mich dass, ins Minus. Ei. Was hast du ich hätte gesagt? es auch eher tendiert, dass die Nagelkeule ein bisschen mehr Damage macht als der Knüppel. Weil Knüppel kannst du ganz am Macht Anfang er tragen. auch. Er macht mehr Damage, aber der gleich Geht um Stärke. Stärkeanforderung. Ja, Ja. ja, aber dass der auch ein bisschen mehr Stärke braucht dafür. Nee, leider nicht. Ja. Ich hätte auch Keule gesagt. Gut. Wollen wir weitermachen? Jo, auf jeden Fall. Dann- Also, laut Pappnase. Laut Du bist Pappnase. dran. Jo, ich nehme GeoGuessr 400. Ja. Okay. Lager unter der Brücke. Zeige 3 versteckte Höhlen, die in Gothic 1 und Gothic 2 existieren. So, dann kriegst du Krieg ich da wieder eine Map Trittverschwendung. im Dings? Kriegst du gleich, oder? ja. Ah ja, okay. Bin schon dabei. Also die in beiden Teilen. Die in beiden Teilen Da existieren, ja. Ah ja, okay. Von welcher Map willst du denn haben? Willst du ist Gothic 1 grad oder egal. 2? Ich weiß, es ist scheißegal, wirklich. Dann wollte ich. Es lädt oder nicht? Ah doch, jetzt lädt's, genau. Ja, ist gleich drin. Mhm. Oh, warte mal. Das ist die falsche Map. Das ist die falsche Map. Also wir haben extra eine kleine Überraschung noch eingebaut heute. Warte. Noch nicht einzeichnen. Okay. Du kannst es dir aber ruhig schon mal anschauen, so ist nicht. Ja, anschauen kannst du dir nebenbei, alles gut, ja. Am Ende kriegt er jetzt die Karte von Graham hier, die kleine Kartenausschnitt. Ich kann auch die Karte eine ganz reinladen, besondere wenn du Karte magst. kriegt ihr gleich. Soll ich sie reinladen? Ich hab sie schon jetzt. Okay. Ich hab sie jetzt extra schon geholt, deswegen. Die war bloß noch auf dem Laptop, deswegen habe ich sie noch nicht geholt. Ach, wie schön. Okay, das ist cool. Ja, deswegen, das wollten wir gerade machen. Das Ja. ist cool. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen umdenken. Wenn es zu schwierig ist, gibt man dir auch die alte wieder. Nö, passt. Ah, warte mal, ich brauche eine andere Farbe. Sieht man so schlecht. Change Color. Ich nehme einfach wieder blau. Das hat man ganz gut gesehen, glaube ich. Das Ja, erinnert gut, mich sehr an die ein- Stronghold Crusader Map vom Gothic. Da gab es ja so eine Stronghold Crusader Map. Lustigerweise von der Definitive Edition. Ja, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich viel für Pen and Paper mache, wegen meiner Gruppe. Mhm. Und hier und da mich an Gothic inspiriere oder auch eiskalt klaue. Das würden die Zeiter sagen. Aber ja, also macht schon immer wieder Spaß, gerade wenn man solche Gadgets hat. Auf Ja, jeden ich muss es Fall. halt ein bisschen schätzen, weil die Karte ist halt nicht ganz akkurat, ne? Ja, das I'm muss nicht sorry. perfekt sein, das ist alles gut. Alles gut, ja, ja gut, das ist jetzt ein bisschen sehr weit weg. So, das müsste eigentlich, lass mich ganz kurz nochmal nachdenken, ob das passt. Aber ja, müsste passen. Okay, dann machen wir mal OBS. Dann machen wir Antworten und Ding anmachen. Wupp, wupp, wupp. Das funktioniert. Ach, die Karte, alles klar. Ja. Ich bin ganz ehrlich, das eine Zeichen hast du wahrscheinlich nur wegen der Karte falsch eingezeichnet. Ich gebe dir mal kurz die Map. Die oberen zwei sind richtig, der untere wäre falsch, aber nur bei der Map. Ich gebe dir aber die Original-Map nochmal kurz. Und du bist gerade sehr abgehackt, es kommt nur wenig an. Oh, Entschuldigung. Ich schicke dir jetzt nochmal die Original-Map rein. Die oberen zwei sind richtig, der untere. Das könnte einfach an der Map liegen, dass es dann falsch liegt. Das denke- untere ist die Höhle oben, wo man hochklettern kann. Das ist schon richtig. Das ist die richtige Höhle, Ja. aber dass du sie dann nochmal hier richtig einzeichnest bei der Map. Dann sozusagen. So. Das ist nochmal in der Map einzeichnen. Okay, aber okay, dann müsst ihr mir mal sagen, wo die eigentlich dann wäre. Na, das zeigen wir Ja. dir dann auf der Map. Okay, also ich zeichne die jetzt nochmal ein. Die oberen waren richtig, also nur die untere jetzt noch braucht ihr. Genau, auf dieser Map halt, weil das liegt dann nur an der Map. Weil sie anders ist, denke ich, dass es nicht richtig war. Okay. Also, das ist mein Guess. Okay, ich habe es jetzt Na mal ja. auf der anderen Map eingezeichnet. Also ich weiß auf jeden Fall, wo du bist. Ja. Das Ja, das ist auf der ersten Map ist es ein bisschen zu weit südlich. Und zu Genau. sehr am Kastell wahrscheinlich. Ja. Okay.
Ja, Sieht das für mich ist jetzt fein. gleich aus, aber ja. Ja, okay, alles klar, passt ja. So. Solange du deine Punkte kriegst. Ja, dann ist alles gut. Dann bist du glücklich, oder? Ich glaube, die kriegst du auf jeden Fall. Okay. Also deine Punkte sind hier. Hopp. Okay. Gomez, du bist wieder dran. Okay, was wollen wir denn nehmen, Mastiamo? Ich nehme mysteriös 800. Mysteriös 800. Es Na, gibt na, Du Magier im du Comic. hast aber auch ein Glück mit dem Comic, Alter, wirklich. Im Comic. Ah. Aber Oh du hast ja je. mysteriös genommen. Das ist halt leider. Kann alles halt leider in der Richtung sein, was man normal nicht weiß. Okay. Okay. Im Comic Aber kommt bei ja einer geht der sogar. allseits bekannte Milton vor. Aber auch andere Magier. Benenne diese Magier. Kenne ich die Magier, wenn man den Comic nicht gelesen Keine hat? Ahnung, wissen wir nicht. Das wäre zu viel des Guten zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Comic leider nicht hier. Und wenn ich den kaufen würde, habe ich wahrscheinlich keine Freunde mehr, weil es abhaut. Weil was? Ich denke mal schon. Weil sie So abhaut, teuer die wie der Freundin. ist. Also rein logisch, können da denn andere Magier sein? Oder war das jetzt unfair, das zu sagen? Ja, also ich habe ein paar Comic-Panels gerade im Kopf, wo man noch andere Magier sieht. Ja, vor allem, wenn du an den Brabak denkst, der kommt ja auch nicht im Game vor. Von daher gibt es schon andere NPCs. Aber da, keine Ahnung. Ja, genau. Nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, Also ich denke, es gibt welche, die es... Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt welche, die es im Spiel gibt, aber auch ein paar, die es nicht im Spiel gibt. Sonst hättest du gesagt, nein. Aber du sagst, du weißt nicht. Nee, ich hätte nicht Nein gesagt. Ich hätte bei beiden einfach gesagt, ich weiß es nicht. Egal, was es Wirklich? Es gibt 50 Trostpunkte. ist. Es gibt ein minus 50 Trostpunkte. Okay, ja. Also Milton ist auf jeden Fall dabei. Gibt leider keine Punkte. Ja, das steht da schon drin. Also. Hm. Wenn ich ein Gothic-Comic wäre, dann würde ich auf jeden Fall auch Xardas reintun. Ich würde Xardas reintun. Ich weiß halt nicht. Ist das lore-friendly in der Gothic-Zeit? Ist es nach Gothic 3, 2, 1, keine Ahnung, vor oder? Keine Ahnung, noch nie Gothic gespielt, das Comic, ich hab's auch nicht. Guckt jetzt nicht in den Schrank hinter mir, bitte. Also ich sage, Xardas ist dabei. Der Rest, ne, die sind tot. Und, okay, Xardas, dann, Saturas und Pyroka. Aber Pyroka macht keinen Sinn. Alles gut. Also, Leute, will jemand klauen? War es so schlecht? Oh Mann. Ja, ich würde einen einzigen wissen, aber das Ding ist, es müssen ja mindestens 2 sein, wenn die Frage schon so Du gestellt kriegst ist. ja die halben Punkte, wenn du das weißt. Die halben Punkte, Es sind 400 allein schon, oder? Ja, die halben werden 400. Wenn jemand Ja, klaut und es aber, weiß, 800. Laut Pappnase bist du dir auch nicht ganz sicher. Ich könnte was schätzen, aber das traue ich mich nicht. Okay. Immer diese Comic-Heft-Besitzer hier. Wer könnte denn der Zweite sein? Okay, dann frage ich jetzt nochmal Hochkönig, willst du klauen? Nee, du hast gar nichts mehr zum Klauen, vergiss es. Ich darf nicht klauen. Johnny, Warum willst du es klauen vielleicht? Darf ich es trotzdem sagen? Danach, wenn Johnny nicht klauen will, ja. Ich wusste nicht mal, dass Gothic Comic hat. Okay, Ich weiß okay, nicht. Ach so. okay, Hochkönig, dann erzähl mal kurz, was du denkst. Choristo meckert mit Milton, weil er Freunde im neuen Lager hat. Das ist einer, ja? Und, Choristo Drago beobachtet bei der Meditation die Richtig. beiden, wie sie den Erzsack Ja, klauen. Trago Ja. hätte ich nicht Ja, gewusst. Tut Ja, Drago gut, nicht so. sogar noch, also Drago hätte ich auch gesagt, tut er nicht sogar noch also das ist doch dann so eine Das ist Diebesaktion und dann Das schießt ist er doch Drago. auf den Erzbeutel und dann explodiert was. Der Turm, ja.
Der Turm Genau. liegt da. Im Der große Graben. Turmschuss, ja. Genau, easy. Ich hoffe, dass jetzt damit auch die Comic-Fragen draußen sind. Das weiß man nicht. Nee, Ich glaub, Ausweichfrage gibt's noch einen. Ich habe einfach alle Mysteriös abbekommen. 200. Hochkönig! Hochkönig, was geht? Wie viele Seiten hat der Comic oder so? Hochkönig, also. Ich, Wer hat jetzt eigentlich schon die 500er-Fragen gewählt? Ich muss jetzt mal wissen, weil wir sind jetzt schon. Ich hab's fast am Ende. aufgeschrieben, warte. Also der Ja, laut Hochkönig Pappnase und ich. oder? und. Ja. Nee, Bastian. Mastiamo. Mastiamo. Ja. Ja, weil da hat er ja die minus 1000 bekommen. Oder? Nee, Pappnase und ich haben doch. Hab Ja. das? Nee, ich Hab habe ich GeoGuessr 500 gehabt am Anfang. Ja, genau. Bin ich richtig? Mastiamo. Du hast Bin ich das. Mastiano. Ja. Ich habe noch keine 500er. Genau, Genau. das ist ja alles richtig. Perfekt, gut, das wollte ich nur wissen. Okay, Hochkönig, was möchtest du Ah, jetzt? stimmt, der hatte nur einen Joker gesetzt. Ja. Ja, ich. Du hast ja noch einen Ausweichdrang. Du kannst theoretisch jetzt die letzten großen Punkte abgreifen, wenn du willst. Theoretisch. Ja, aber das ist. Sehr risky, würdest du sagen. Nein, das ist einfach nur fies. Okay. Also ich nehme Gothic 2 400. Beantworte Ah ja, die hatten wir. Fragen, mein Lieber. Gab's schon mal, glaube ich. Die gab's beim ersten Quiz, ja. Beim allerersten Quiz jemals. Also, welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Die Totenwächter. Oh. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Also ich als Spieler hätte gesagt Rademis, aber ich sage die Kriegerkaste. Das Wer hat stimmt. das letzte Wort im Rat der Fünf? Das sind die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Das sind die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Kann man als Totenwächter nicht wissen und deshalb sagt man, ich weiß es nicht. So, schauen wir mal. Aber es waren die Heiler. Okay. Also, Totenwächter? was hat er beim letzten Rat der 5 gesagt? Gelehrten. Dann ist alles richtig, dann hast du die Punkte. Easy. Sehr gut, lieber Hochkönig. Ja, sehr gut. Ja. Du hast noch alles, Johnny, by the way. Komm, jetzt frag mal den lieben Johnny. Johnny, was wollen wir nehmen? Ich nehme mal GeoGuessr 200. GeoGuessr 200. Bekifft. Wo befindet sich Baal Netback? Immer im Spiel, aber nicht auf diesem Bild. Map ist eingezeichnet. Also Map bekommst du jetzt gedruckt, warte. So, Map ist gedruckt. Darf ich mal anmerken, dass ich das Bild sehr schön finde? Ja, findest du? Ja, wie er da steht und hinten Gomez. Gomez hat bestimmt gesagt, steck Was machst die du hier? Waffe weg. Also ich find's Iberion auch gibt schön. sich nicht mit Laufburschen wie dir ab. Oh, und dann bringt er dich um. Ja. Hm. Ich finde es auch funny, Muss- dass das ist auch so ein random Fact, dass es wenn man die Sprachfiles von Gomez durchgeht, gibt es halt 3 verschiedene Sprachfiles, wo er 3-mal und sagt. Ich finde, 2-mal hört man, dass es ein unterschiedliches und ist, aber das 2-mal hört es auch gleich an, meiner Meinung nach. Hm. Es ist halt Oh, auch nur Musik ein zu Ende. Wort. Danke, Ne? dass du es mir gerade gesagt hast, mein Lieber. Ja. Der gute Chat. Und? Jetzt muss ich mal Und Muss es der genaue Punkt sein? So in Also etwa so- schon. Man muss schon sehen, dass es nicht irgendwie im neuen Lager ist oder so. auf Xardas alten Turm oben drauf, auf der letzten verbliebenen Spitze. Da das, steht Kreuz, er. das Kreuz geht über die ganze Map. Nee, das ist nicht richtig. Was? Aber noch schlimmer ist ist bei Gomez die englische Variante, dieses and, falls ihr das schon mal gehört habt. Das ist Ich ganz hasse die schlimm. englische Sprachausgabe von Gothic. Muss ich ehrlich sein. Ja, vor allem Gothic 2, dieser indische Puffbesitzer, Alter, der Promor. Aber das passt ja schon fast dazu, ja, so ein bisschen wenigstens. Ja. Aber nee, ich So, weiß, ich- was wär's. Oder warte mal. Warte mal. Nein, ich setze zurück. Meiner.
Meiner. Ist Sumpfkraut auch ein Instrument? Max, du mir auf die Fresse. Nein, Pat. Schwarzer Weiser ist auch kein Instrument. Okay. So. Okay, was ist denn da los gerade? So, Johnny ich spielen geb alle ab. mit. Ich gebe ab. Ja. Mama, ich komme jetzt gut. So. Ja, Barnetback, der würde gerne abheben. Andersrum. Also, es ist genau auf der falschen Stelle leider. Viel Glück fürs Quiz bei Fürth. Danke. Ich? Wo ist er denn? Da hier, falls man Zeig ihn sieht. dir jetzt, warte. Da ist er weg. So. Also, Da wäre. leider ist der hier links oben und nicht da unten. Ah, jetzt einzeichnen zählt nicht mehr, Johnny. Nee, das war Nee, ich. Das war Ich ich. zeichne nicht Ah, jetzt. okay. Ich zeichne nicht Ich jetzt. Ah, Ich hab's ihm praktisch Ich habe eingezeichnet. bei der Stelle am Anfang gedacht, ja, aber dann dachte ich irgendwie, dass er vielleicht doch in der einen Hütte da rumpümmelt. mhm. In der, wo die ganzen Sumpfhaie da reinbacken. Oder nur Ja, ein ja, alles Sumpfhai gut, reinbackt. alles gut, ist ja kein Problem. Oder nee, wer ist denn da in der Hütte drin? Da ist irgendeiner, der sich von der Arbeit, glaube ich, drückt. Schrat. Schrat, genau. Schrat. Dann habe ich Ja. einfach nur die Dudes verwechselt. Ah, verdammt. Okay. Also, jetzt müssen aber auch, glaube ich, alle Tausender-Fragen gewählt werden, soweit ich weiß jetzt. Von denen, die noch keine gewählt haben, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, Ja. Also, Papa. darüber habe ich auch schon die ganze Zeit nachgedacht. Warte mal, habt ihr jetzt jemand übersprungen? Nee, Johnny war gerade. Hat schon. Ah, doch, dann haben wir Ja, doch und danach Zahnarzt bin doch übersprungen. ich. Doch, tut mir leid, du hast recht. Du Hm. hast recht, ich habe mich verklickt gerade beim Rahmen umschalten. Habe ich mich um 1 verklickt. Ja, Beim Rahmen umschalten. So, tut mir leid. okay, gut. Also, wenn ich jetzt die Tausender, damit hatte ich jetzt schon gerechnet, weil Gothic 3 800 So. Wenn würde du ich die jetzt wahrscheinlich willst, kannst du nicht noch nehmen. danach normale Frage wieder wählen. Dass du nur Bescheid weißt. Ja, Ganz aber es in ist Ordnung. Gothic 3. Also, ich meine, das ist, wenn die G1-Frage schon so knackig war, dann ist Gothic 3 wahrscheinlich noch schlimmer. Okay, alles gut, gut. Was möchtest du Dann denn? würde ich sagen, gehe ich lieber mal Gothic 1 in die Tausender-Frage rein und würde Geldbeutel aktivieren. Und dann bitte jetzt gleich noch die anderen Fragen. Ja, Johnny, willst du einen Geldbeutel auch nutzen? Ah ja, also nur noch Johnny. Nein. Okay, dann nein. Okay, machen wir so. Nein. Okay. So, Noch was nicht. kommt? Okay. Ja. Wer braucht schon Rang und Laut Namen? Nenne Pappnase, alle du hast noch Bals. dein. Was? Laut Pappnase, du hast noch deinen Trank, oder? Nein, nur noch Nee, Erz. den habe ich verbraucht. Erzklauen, nur Bestechungserz. Also nur. Okay, nenne alle Bals und wie man sie überzeugt. Jeder muss diese Frage beantworten, ja? Du warst gerade abgehakt. Nenne alle Bals und wie man diese überzeugt. Ihr müsst sie alle beantworten. Das ist eine 500er-Frage. Aber nur die, die man überzeugen kann, richtig? Und du musst aber auch trotzdem alle nennen, auch die du nicht überzeugen kannst. Du musst dazu schreiben, zum Beispiel, dass sie nicht überzeugt werden müssen. Einfach nur. Ah ja. Okay. Jeder Name, im Prinzip, Und jeder also- Name also- ist auch Punkte. Bringt auch Okay, Punkte. okay. Ja. Wieder ins Whiteboard schreiben? Genau, Genau. einfach ins Whiteboard. Yep. Okay. Ich stelle dann wieder die 10 Minuten rein, Leute. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich, Xardas sehr gelegen kommt jetzt für den Geldbeutel, ehrlich Auf gesagt. jeden Fall. Ich glaube, ich müsste mir öfters Gossig einspielen. Ja, ich muss das, warte mal. Das machen. Wir sind schon fast bei der letzten Runde, Leute. Also fast der letzten Durchgang von allen, meine ich halt. Naja, sehen wir, wie es wird. Das war gerade eine laute Handy-Nachricht. Bin echt gespannt. Es fühlt sich an, als ob jetzt alle so richtig hoch konzentriert sind bei dieser Frage. Ja, man muss halt Ja. denken, weil
die Bals haben ja so schöne Namen. Ich glaube, noch schlimmer wären alle Gors nennen. Da wäre ich voll am Arsch. Gorna, Bar, Mhm. Gorna, da. Die finde ich so furchtbar, vor allem weil ich gerade Weg des Schläfers gespielt habe, die Mod, und dann wäre ich voll durcheinander. Waren nicht auch die zwei beim Sumpflager, wenn du reinkommst, waren es nicht auch Gors? Ja. Kann die sein. laufen, meinst du? Ja, die halt beim Eingang, wo du auch den Novizenrock kaufen kannst. Kann sein. Nee, das sind ich weiß normale nicht. Templer. Sind das Okay. normale? Die heißen Okay. nur Templer, ja. Okay. Ich mache gerade ein Lore-Video zu den Templern, deshalb weiß ich das. Oh geil, dann weiß ich, was ich wieder schauen kann. Boah, das dauert aber noch ein paar Tage. Na, verdammt. Also ein paar Tage, er hat gesagt 2-3 Tage, meinte er damit nicht was. Wobei, ich bin krank geschrieben. Ich habe mir einen Wirbel ausgerenkt. Au. Oh, gute Besserung. Ja, auf Danke. jeden Fall. Ich bin jetzt echt. Ja, Sitzen ist schon so ein Ding. Ich hocke jetzt auf so einem orthopädischen Stuhl, Ah. um die Wirbelsäule so ein bisschen zu entlasten. Also willst du sagen, dass es in Gothic orthopädische Sofas gibt, oder? Was viele nicht wissen, ich lebe gar nicht in Khorinis. Was? Nein! Das heißt, unser Leben war eine Lüge für uns alle jetzt hier. Ja, alles eine Lüge. Oh nein. Scheiße, wer ist denn jetzt der 5.? Als ich angefangen habe mit Streamen, beziehungsweise auch YouTube, habe ich auch mir überlegt, ob ich Videos mache. Dann habe ich mich mal ein bisschen mehr in die Gothic-YouTuber-Szene reingewagt. Hab dann gemerkt, da gibt es einen Pappnase, Hochkönig, Jorgenson und alle anderen. Und Jules. Dann habe ich gedacht, okay, das ist vorbei. Ihr macht ja schon gefühlt alles. Und wesentlich besser, als ich es jemals könnte. Oder sing doch einfach, lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Und dann geht's trotzdem. Bin ganz zufrieden so. Schauen wir mal, wer zufrieden war. Warte. Ah, da oben. Ich sehe es bisher nur bei einem die Sachen. Ja, stimmt. Ah ne, bei die sehe ich auch noch was, 2 Sachen. Ich sehe bei 2 Leuten bisher nur was. Ja, die anderen sind noch im Textblock. Ja, denke ich auch. Die haben auch so komische Namen, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ah. Und dann gibt es auch noch so viele, ja. Ich meine, es gibt einfach in jedem Lager Bals. Leute, noch 5 Minuten. Zeitdruck. Oh mein Gott. Noch 5 Ich Minuten. habe so lange kein Gothic mehr gespielt. Oh. Wie ist denn die Fehlertoleranz bei der Frage? Ich frage für einen Freund. Danke. Also. Sagen wir es so, die überzeugt werden müssen, bringen 2 und 1 Punkt. Du bist darfst abgehakt, aber, man sagen hört wir dich so. wieder nicht. Oh. Also die Toleranz sind 5 Fehlerpunkte. 5 Fehlerpunkte heißt, bei einem, den du nicht überzeugen musst, wenn du den Namen und das andere nicht weißt, im Prinzip, das nicht überzeugen, sind es 2 Punkte. Wenn du zum Beispiel bei jemandem, den man überzeugen musst, das nicht weiß, sind das 3 Punkte. Und du kannst 5 Fehlerpunkte haben. Wir sind hier wie bei der Fahrschule gerade. Der Freund ist doch bestimmt im Chat drin, oder? Laut Pappnase. Ja, ja. Ja, okay, auf einen Ball komme ich nicht. Keine Ahnung, wie der heißt. Der ist. Aber ich habe abgegeben. Müsstest unten rechts bei mir sehen, Ah, unter seh der ich jetzt. Karte eigentlich. Ja, sehe ich. Passt. Gut, dann gehe ich gerade mal ganz kurz auf die Toilette, bin gleich wieder Mach da. das. Schon, aber ich muss sagen, crazy. Ich muss sagen, crazy, okay. Ah. Mastiamo fällt dir wirklich nichts mehr ein. Nee. Und der eine Ball ist echt wild, den du reingeschrieben hast.
Findest du? Ja. Ja. Also Hochkönig, ich bin das auch bei dir geil, was du geschrieben hast. Oh Mann. Ist er überhaupt gerade noch da? Ja, Ah, okay. ich habe vorhin meinen Kindern gute Nacht gesagt, Ja. aber ich bin hier. Ja, alles gut, ich wollte nur wissen, weil ich gerade... Gut. Aber ich find's wild, ich find's wild. Ah ja. Mhm. Mensch, diese Bals sind crazy. So, jetzt Ja. fehlt mir noch einer. Das- Ich weiß nicht mehr. Ah, glaube ich. Um auch mal ein bisschen fies zu sein. Das ist so geil, oder Alex, die einen auf der einen Seite, diese Namen sind so crazy. Ja. Junge, wie heißt denn der? Ich glaube, der hat einen Namen mit Buchstaben. Ich könnte mich Ich fühle mich irren. gerade wie bei dieser Schwarzmagier-Quest, Frage, die wir beim letzten Mal hatten. Gothic 3 meinst du noch? Ja, ja. Oh, hör Ja, auf, da hatte ich gefühlt alles gesagt falsch. wo du dann auch gesagt hast, ja, also Chris, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr angibst, dann kriegen manche gar keine Punkte. Ich weiß es noch und haben ja auch trotzdem sehr viele nichts bekommen wegen dir. Und da hatte ich dann Zupen vergessen, weil ich am Anfang gedacht habe, Zupen, den weißt du safe. Erstmal über die anderen überlegen und dann hab ich den vergessen. Du warst ja trotzdem, glaube ich, Erster mit den Namen, oder? Ja, ja. Im Schwarz, Wie heißt denn der? Komm, das kommt jetzt noch drauf an hier. Oh Mann. Dieser Typ. Noch 2 Minuten, Leute. Noch 2 Minuten. Aber ich finde viele Baal-Namen auch total merkwürdig. Also Baal ist ja wahrscheinlich dann der Titel. Und bei vielen Namen kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das Vornamen sind. War das nicht auch so, dass sie sich die Namen nochmal selbst gegeben haben? Oder bin ich gerade voll verkehrt? Also ich hätte jetzt gesagt, okay, die kriegen einfach nur den Titel davor und das ist ihr Name, weil Anga heißt ja zum Beispiel auch Anga, nur halt Chor Anga. Dann eben. Ja. Ich hätte gedacht, wenn du Baal bist, dann kriegst du praktisch nochmal einen neuen Namen, aber das ist jetzt reine Vermutung. Weil die Sache ist, die klingen ja wirklich so gar nicht wie Vornamen. Alle anderen NPCs haben ja Namen, die du als Vorname irgendwie wahrnimmst. Ne? Ja. Also sowas wie auch die Novizen, auch so Yoru oder so. Das ist ja trotzdem ein Name. Oder auch die im alten Lager und im neuen Lager, so Torloff und Fletcher und so, das sind ja alles Namen, die du so als Namen identifizierst. Aber bei den Baals, holla. Bei Yoro, da musste ich immer dran denken, dass das irgendwie ein bisschen in Richtung Guru geht, weil es ja auch 4 Buchstaben hat und er ja selber sagt, dass er jetzt bald ein Baal ist und dazugehört und so. Boah, wie heißt denn der zweite im alten Lager? Wie viel Zeit noch? Eine Minute, oder? 30 Sekunden, mein Lieber. Oh Also je, komm schon. Ich hoffe ja vom Remake, dass gerade das Sumpflager und auch das neue Lager noch mehr integrieren. Ich finde, wenn man Gothic 1 spielt, wenn du das alte Lager nimmst als Gilde, hast du den größten Benefit. Also so von der Story und Plot-Twist mäßig her. Ich hoffe, dass sie da im Remake einfach ein bisschen mehr auch auf die anderen oder für die anderen Gilden auch machen. Weil das neue Lager finde ich am schwächsten. Gomez, und jetzt, wo du schon redest, kannst du auch gerne runterzählen wieder. Klar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ND. Dun, 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 dun. Okay, Leute. Ente, ganz. Also, wir schauen mal nach, was ihr so Schönes reingeschrieben habt. Der liebe Lord Pappner, also ist dran. So. Also. Altes Lager, Valparvis. Valparvis. Ja, der zweite ist mir auch nicht eingefallen, mein Gott. Ja, keine Ahnung, wie der heißt, ey. Ich weiß, mit was man über ihn redet und so weiter und so fort, aber Balkadar, Vergessenzauber. Vergessenzauber konnte man auch machen? Das wusste ich sogar nicht bis heute, okay. Geht das? ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe nur Schlaf gemacht bisher. Also es
Es ist ja eigentlich ein Schlafzauber und ich weiß nicht, ob man, also erstmal heißt der ja eh nicht vergessen, sondern freundlich stimmen. Und ob man den da schon kaufen kann, ist die Frage. Ach so, dann kann ich ja Ah, mal doch, den Den kriegst du, Den kriegst du bei. Bali Citro, genau. Genau, ja, ich meine, ich habe das in meinem Guru Challenge Run so gemacht, aber kann man auch gern anzweifeln, also bin ich jetzt Ich nicht. weiß tatsächlich nicht, Du kann das kriegst den jemand rausfinden? Vergessenszauber. Den kriegst du auf jeden Ich- Fall, ja. Aber der kann heißt höchstens zu Charme, zwei wenn du den zückst und ist halt freundlich stimmen. Ja, Aber es alles ist der G2 Vergessenszauber, das stimmt. Wobei man sagen muss, in Gothic 1 ist der Sondereffekt, ja, dass jemand, der dir feindlich gestimmt ist, aufhört, dich anzugreifen, während in Gothic 2 das beim Vergessenszauber egal ist. Oh. Ja, aber also ganz kurz. das ist einfach krasser. Aber es Leute, ist ganz kein kurz, Gothic hat 1 eigentlich- auch kein Moralsystem, deswegen macht es so gar keinen Sinn, ne? Also du kannst ja jeden angreifen und dann sagt er trotzdem, na gut, vergessen wir unseren Streit. Ich wollte jetzt nur Gothic wissen, also 2 stimmt Macht mehr das Sinn. oder nicht? Weil. Das würde ich tatsächlich gerne wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir können es gerne weglassen, Aber wenn je- Unsicherheit ist. Also es ist Ja. völlig fein. Aber Okay. Hochkönig, ich meine, der Zauber heißt ja freundlich stimmen, von daher überschreibt er halt die Gedanken vom Gegner, das passt schon. Okay, 21. Ja, ich meine wären's so nur, jetzt ich erstmal. mein nur, so wie er in Gothic 2 genutzt wird, Mhm. macht er in Gothic 1 Mhm. halt keinen Sinn. Das meinte ich damit. Ja, das stimmt. Hat man, Weil es sind ja immer noch alle fein mit dir und du musst nirgendwo Strafe zahlen. ja, Deswegen. aber hat man den Zauber, hat man nicht in dem letzten Quiz ein Video gezeigt, dass man mit dem Ach. Zauber im neuen Lager an der Wache vorbeikommt? Mit dem Charmzauber? An Ja, Roscoe? das An Roscoe? hatten wir nochmal gezeigt. Das war unser Podcast, wo wir, und nicht wir haben daraus einen Podcast gemacht, wo wir dann so Ja. lange geredet haben, unter anderem. Da haben wir das nochmal gezeigt, ja, das stimmt. Du kommst mit diesem freundlich Stimmenzauber an diesem Roscoe vorbei. Oh, nein, ich habe Barlocke vergessen. Ah. Bal von dem neuen Lager da hinten drin. Und Bal, der dort da steht Hab und ich. verzweifelt ist, so wie ich. Ich meine, 3 Punkte, alle guten Dinge sind 3, sagt man immer, oder? Mhm. Pappnase, ich hab's gerade nachgeschaut, du hast den Schlafzauber verwendet tatsächlich. Im Guru Run? Ja. Ah, okay. Dann sind die Punkte eh richtig, passt. Kannst mir jetzt nicht nehmen. Ja, ich dass du glaube, es weißt. kommt jetzt auch nicht auf diese eine Angabe an, weil du hast eh relativ viel. Aber man könnte das mal nachprüfen. Ich weiß nur, dass im Dialog gesagt wird, ich weiß nur, dass im Dialog gesagt wird, tu ihn halt einschlafen lassen oder wirk irgendeinen Zauber, aber wirf ihm keine Windfaust um die Ohren oder so. Mhm. Ja, Aber Windfaust ist auch ein toller Zauber, ja, muss man ja so sagen. Jetzt. ja auf jeden Fall. So eine schöne Frisur hat der Balkadar noch nie gehabt. Toll. Sehr gut. Wird suchen da das Opfer. Es wäre schon geil, wenn die in Gothic 2 so sagen würden, so erst so, bleib stehen und dann so, ich bin Dusty. Ja. Immerhin ist der Stand stärker als in G1. Ja, das ist ja nicht so wild. Übrigens ist auch Okay. leicht abgeschnitten im Stream. Oder auch in der Vorschau jetzt hier. Okay, das ist Nur das blöd. B. Ja. Hm. 23, okay. Diese 2 immer. Das sind die krassen, die wilden gerade, ja, ja. Bei Altion weiß man einfach heute eh schon jeder, weil es einfach heute schon vorkam. Ja. Aber Tut mir- kann man Balukor eigentlich so finden? Nee, oder? Außer im Ork-Tempel? Nein, das tun nur Mods hinzufügen. Dass der dann im Lager steht. Ja. Aber es war gut, dass ihr nochmal darüber geredet hattet, über alle, weil ich hatte kurz nur so Sumpflager technisch gedacht und gar nicht an die 4 Leute, die es noch gibt. 11 Punkte für Johnny. Gibt es jetzt keine Punkte für das, dass ich auch die Quest geschrieben habe? Ich habe Nein, zwar nein, den nein, Wahl nein, nicht ohne den- gewusst, Nein, nein, du aber musst den Wahl dazu wissen. Du kannst ja trotzdem jeden sonst damit meinen, verstehst du? Sonst wäre es unfair Ich gegenüber habe für denen. Baltion auch keinen Punkt bekommen, aber es ändert Okay, eigentlich okay. nichts. ja, Ja, okay, aber- nee, passt. Nee, ist,
Wollte ich nur sagen, sonst wäre es unfair, weil sonst könntest du ja alle einfach nur hinschreiben und würdest mehr Punkte kriegen. Ja, das ist wie bei Das- den Runen vorhin mit dieser Kombi da, ja. Ist in Ordnung. Okay, nee, dachte Ja. nur. So genau musstest du es gar nicht schreiben, aber ja. Ist auch richtig. Baal, altes Lager 2, keine Ahnung. Ach, der kämpft, oder? Jetzt, ja, ich will unbedingt wissen, wie der heißt. Ich glaube, hier Lord Pappnase ist auch schon ganz heiß da drauf. Wie heißt der? Ich glaube, Hochkönig hat es doch richtig, oder? 24. Baltaran. Der Ah, oben, der oben Taran, bei, ja, okay. der bei Graham steht, ne? 24, Ja, ja. 23, 21. Ich dachte sind schon die alle in ganze der Zeit noch irgendwas Toleranz. mit T, aber Also haben 3 Leute die Frage richtig beantwortet. Hochkönig, Pappnase und Chris. Haben sie alle richtig beantwortet, die Frage dann theoretisch. Also die meisten Punkte halt. Habt ihr die halben Punkte? 11. Warte, wie viel hat der? du hast noch meinen Erzbeutel eingelöst, oder? Ja, hast du. Perfekt. Halbe Punkte noch für warte, wer war das? Nicht Bastiamo. Halbe Punkte noch für Johnny. Johnny kriegt gleich noch 500 von mir reingeschallert. Okay. Reingeschallert. So. Nein, ich weiß nicht so groß. So. Okay, also ich mache jetzt das Ergebnis auf. Also es ist schon offen. Dann schaut gerne rein. Gomez liest vor, ich mache jetzt gleich die Punkte dann. Okay. Wer braucht schon Rang und Namen? Balkadar, ein Schlafzauber auf einem der Schüler wirken. Bal Namib, Theaterstunde mit Lester. Bal Orun, die Sumpfkrauternte einholen. Bal Tondra, das die als neuen Schüler heranbringen. Bal Tion, bringe ihm den präparierten Traumruf. Den Traumruf-Stängel, ja. Bal Netbeck, nichts. Bal Taran, nichts. Bal Paris, nichts. Bal Isidro, nichts. Bal Kadagan, nichts. Bal Lukor, im Laufe der Hauptquest rettet man ihn. Aber das ist auch nicht extra Punkt, das ist einfach nur so. Genau. Ja, das ist. Also theoretisch tut man Baal Pagania überzeugen, indem man da die Quest von ihm löst, aber das Ja, hat ja. ja nichts mit dem Ja. Sumpflager an sich zu tun, ja. Richtig. Okay, Lord Pappnase, wie sieht's aus? Endlich wieder ein bisschen aufgeholt. Ja gut, ich muss jetzt ja eine 500er-Frage nehmen, ne? Ja. Weil ich noch keine habe. Du kannst Ja, auch ist die ja gerade 200 egal, oder ne? 800. Also ist ja... Ist alles scheiße, würdest du sagen? Da ja eh alle antworten, ist es ja eh völlig egal. Das heißt, wir gehen in Gothic 3 rein. Let's go. Okay. Yes. Kracht. Ich Dann dachte willst schon du den Geldbeutel mysteriös, benutzen, jetzt Johnny? nochmal Comic. Johnny, willst du den Geldbeutel benutzen? Johnny? Hallo? Nicht in Gothic 3, nein. Okay. Sympathisch. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist ja auch das Größte, ey, wirklich. Ey, einfach nur wegen Gothic 3. Ja. Lies gerade noch kurz Digga, einen Gothic Kommentar, 3. bevor ich öffne. Sekunde. Kriegt man, wenn man die Blutfliegen verliert. Stimmt das so? Der schreibt, Balorun ist falsch. Seine Zustimmung kriegt man, wenn man die Blutfliegen für Viran tötet, schreibt er. Das Und wenn heißt, Saradok das sagt, dann würde ich dem glauben. Das ist einfach der Gothic-Guru schlechthin. war das jetzt ironisch oder nicht ironisch? Ich bin gerade. Nee, ich meine es so. Ja, also ich glaube, das stimmt schon, ja. Du musst erst also die Voraussetzung ist ja, dass du diese Ablösung machst, aber da hast du noch nicht seine Zustimmung. Die kriegst du erst, wenn du die Sammler verteidigst. Und das mit dem Ja. Sumpfkraut wegbringen ist optional, da kriegst du die Schlafspruchrolle dann dafür. Das heißt, man muss diese zwei Drittel von seinen ganzen Quests da lösen, so gesehen. Mhm. Aber diese Quest ergibt sich halt erst dadurch, dass du die Ablösung holst. Ja. Ja, die Deswegen- Frage, die sich mir stellt, redet Balorun mit einem überhaupt, wenn man das Sumpfkraut noch nicht abgegeben hat? Da bin ich Ja. mir jetzt gar nicht sicher. Ja, Ja. redet er. Ja. Dann sagt er, du hast unsere Das Sammler schon. verteidigt. Genau. Ah ja, okay. Aber davor redet er nicht mit dir. Da sagt er nur, ja, geh mal in den Sumpf und hol das mal. Mhm. Also hier jetzt zum Beispiel in Gothic Almanach sagen die aber halt auch, dass man das ihn erst überzeugt hat für die Stimme, wenn man halt die Sumpfkrauternte Ja, das stimmt schon so.
Haben wir Okay. auch gerade noch so beigepflichtet. Und musst du da jetzt noch jemand Punkte abziehen, oder was? Was steht da mit der Äh. Sumpfkrauternte? Da steht hier, die Sumpfkrauternte der Sammler abzuholen, da der Held dies schafft, überzeugt der Eroberung. Steht jetzt hier. Ja, okay, das kam nur kryptisch an, aber Alles gut, okay. Tut mir okay, leid. ja, er muss die Sumpfkrauternte holen Ja. und dann kriegt er die Zustimmung. Genau. Weil das er im hat- Zuge des Holens halt die Sammler verteidigt. Ja. Ja, genau, du bist halt gezwungen dazu im Prinzip. Sie geben es dir sonst nicht. Sozusagen. Ja, es sei denn, du hast Viren weggelockt. Dann geht das auch Ja, okay. ohne zu kämpfen. Ja, gut, okay, ist ja recht. Okay, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Gothic 3000. Genau. So. Was? Ja. Was? Okay. Nee, boah. Immer wieder dieser Xardas. Du hast Xardas umgebracht und zufällig hat sein Blut einen Lückentext gebildet. Eure Aufgabe ist es, die Lücken zu füllen, damit der Namenlose weitermachen kann. Wie viele von euch kennen dieses Buch? Das Ja, was hat Buch ein kenne Buch? ich schon, ja. Das ist so sein Tagebuch, aber. Darf ich einen Geschwindigkeitstrank nehmen? Nein, gibt's nicht bei dem Monatan. Den hätte ich jetzt auch getrunken. Also Hochkönig, dass du mal was nicht löst. Also ich mache sie euch alle in Ja. die Whiteboards rein, Leute. Ja, das wäre Brauchst du lieb, gar nicht weil man mit erkennt reinstecken, also ich- nicht so gut. Natürlich, das ist wegen Discord, ja, man kennt nichts, Alter. Womit habe ich ihn denn getötet? Mit einem Igel? Oder warum hat er solche Blutflecken? Das ist halt. Das ist halt so, ganz zufällig passiert, ja, fertig. Keine Fragen, warum er tot ist, ja? Aber interessant, dass er nach Gothic 1 und Gothic 2 auch mal Bücher schreibt. Ja, ja, und nicht nur liest. Er hat doch auch theoretisch. Na gut, stimmt, er schreibt keine Bücher eigentlich, ne? Ja, gut, er schreibt immer nur Briefe, so nach dem Motto. Ja, aber Ich guck habe mal, mich geirrt. lieber Hochkönig, es könnte aber auch die Nagelkeule sein, wenn sie immer wieder stecken bleibt in der Haut von Xaras. Ja? Ich bin mal kurz weg. Okay. Also, Ja. ich frage mich, was Also, wieder für schöne Texte Sache wieder ist jetzt- rauskommen. Was? Ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen mutmaßen, so aus dem Kontext. Mhm. Oh, ich will mir die Lücken ansehen, was da jetzt für Lücken reinkommen. Ey, das interessiert mich jetzt. Also brauchen Erstmal wir jetzt nur die Kontext Wörter fassen. aufschreiben, oder? Genau, die Wörter in die Lücken. Ja. Für jedes Wort gibt es einen Punkt. Wie akkurat müssen die Wörter sein? Es Also muss müssen die schon zu Sinn 100% machen. stimmen? Es muss schon Sinn machen. Sinn machen, ja gut. Sagen wir es so. Wenn zum Beispiel irgendwas da drin ist wie zwei Freunde vom Helden zum Beispiel. Also jetzt mal, ich glaube, das kriegt jeder raus. Die Frage ist nicht, ob er sich für oder entscheidet, wenn ich die umgedreht zum Genau, Beispiel das wollte hinschreibe. ich als Beispiel gerade sagen. Genau, ja, sowas in der Art. Okay. Ja. Ich wollte jetzt sagen, wenn du zwei Freunde vom Helden erwähnen müsstest, zum Beispiel Diego und Gorn, dann wäre auch Gorn und Diego okay. Das wollte ich gerade sagen. Aber das hat sich auch genauso. Genau, du weißt ja, was gemeint ist. Genau. Sehr schön. Das ist ja ein No-Brainer. Wie Lückentext Englisch früher in der Schule. Ja. Listen and repeat. Aber ich hatte zumindest keine blutbefleckten Lückentexte damals. Das wäre auch noch geil, wenn du statt GeoGuessr so Höraufgaben machen würdest mit Störgeräuschen, wirklich, wie man es aus der Schule kennt. So. Oh mein Bist Gott. irgendwie das ist so das gefühlt, du bist als Deutscher in Deutschland an einem Bahnhof, es kommt eine deutsche Durchsage und du verstehst sie nicht. So sind diese Hörsachen immer gewesen. Weißt du, was lustig wäre, wenn man so irgendwelche Quizfragen macht, wo dann Wörter gesagt werden, dann an manchen Stellen das raus so ein Störgeräusch ist. Man muss dann wissen, wie der Spruch genau geht oder sowas in der Art. Das wäre ganz lustig auch. Dann wäre das wirklich so ein Englisch. Text. Adimon, Fatah, Fatang, Alter. Belia. Ja.
Kannst du es nochmal sagen? Nein. Bis es dann anfängt zu beben, oder? Nee, das lassen wir jetzt lieber, sagt er dann. Sobald du es ein paar Mal machst. Oh, ich fand diese Höraufgaben immer schrecklich, weil die so unnatürlich gesprochen haben. Ja. Oh, immer dieses, ich weiß auch nicht. Now we go to the supermarket. Und da denke ich mir immer so, ey, wer spricht denn so? Also als Niemand. ich in Vor London allem, war, habe wenn ich du, niemanden wenn so du dich sprechen mit hören. Leuten unterhältst und die merken, dass du nicht Muttersprachler bist, dann werden die da nicht sonst wie schnell reden und alles. Ja, warum auch? Xalos, Mann. Schauen wir mal, wie weit die Leute sind. Schauen wir mal nach. Ich sehe bei den. Warte. Laut Pappnas hast du schon was reingeschrieben in dein Buch? Unten drunter habe ich es geschrieben. Ah, okay. Ja. Ach so, Okay. naja. Die meisten machen die Lücken. Ich war gerade voll verwirrt. Ach so, ja, nee, da ja, konnte ich alles nicht. Wäre schlauer gewesen. Johnny, hast ja, du schon aber- irgendwas drin? Noch in Arbeit. Okay. Hochkönig, also. Warte mal. Hochkönig, du könntest diesmal die höchste Punktzahl jemals im Quiz das zweite Mal erreichen. Heute. Die höchste jemals das zweite Mal. Weil du schon einmal den Rekord gebrochen hast. Du hattest schon einmal den Ach so. Rekord gebrochen, deswegen. Also nochmal, du könntest jetzt nochmal deinen eigenen Rekord nochmal brechen, theoretisch. Das habe ich damit Hochkönig gemeint. einfach die Maschine. Ja. Der Hochkönig. Der ist ein Gothic-Lexikon, habe ich manchmal das Gefühl. Aber wirklich. Ich würde ja echt gerne mal Saradok bei so einem Quiz erleben. Der würde einfach alles vernichten, glaube ich. Ich auch. Ich würde tatsächlich auch gerne mal wissen, wie er abschneiden würde, wenn er so viel weiß, so viel mehr weiß. Das ist crazy. Das kam wie aus der Pistole geschossen aus ihm, gerade eben. So, wieder da. Ich hatte bei der ersten Lücke erst Welt drin, aber dann habe ich weitergelesen. Die Entscheidung über die Welt der Welt und dann habe ich gemerkt, ergibt nicht so viel Sinn. Und Xalas hat auch nicht oft ein Buch geschrieben. Es könnte auch das daran liegen, den Spaß. Ja. Auf einmal so mittendrin, so, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach ja. Hat der Held schon wieder das Amulett auf Korinus vergessen? Ja. Ja, So das schreibe ist ich so manchmal geil. meine hast ihn immer- Videos. Du hast ihn immerhin nicht in dem Moment umgebracht, wie bei Choristo, der ja in seinem Tagebuch dann eben die Todesszene mit drin hat. Ja, das ist. Das sind immer die besten Tagebücher. Oh nein, der kommt mit dem Schwert auf mich zu. Ich werde sterben. Warte mal, kann ich nur kurz fertig schreiben? Das ist wirklich so geil, ja. So wie das Buch bei Herr der Ringe in Moria. Oh ja, ich höre Sie kommen. Muss man schnell aufschreiben, sie kommen. Das Oh, ja, das ist wobei, ja. das geht gerade noch so. So, ich habe fertig. Wir haben fertig gemacht. Wir haben noch 2,5 Da musst Minuten. du mal ganz kurz 2,5, raussuchen, okay. dass die Schrift drauf ist. Pappnase.
Ich bin draußen, also wenn man runterscrollt, müsste es unterm Buch stehen bei mir. Ich hab's jetzt nicht in die Lücken. Okay. Nevermind, ich bin einfach blind. Schauen wir mal, wie es aussieht. Okay. Soll ich mal eine ganz kontroverse Frage? Was mögt ihr lieber? Star Wars oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Herr der Ringe. Herr der Ringe. Finde ich gut. Ich habe was zum Geburtstag geschenkt bekommen. Andoril. Andoril. Einfach sofort aus der Pistole geschossen, wir beide. Oh Mann. Ja, das hängt bei mir auch da hinten an der Regalwand. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennt. Ich hab sogar gleich wieder was zurückgeschenkt. Ich liebe fetten Nerd-Stuff wie sonst was. Ich habe einen Hexenkönig stehen in meinem anderen Zimmer. Also ich habe mir neulich eine Armbrust gegönnt, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie an der Wand befestigen kann. Weil ich möchte sie unbedingt an der Wand sehen. Du könntest Diesen ja einen Bolzen Ork an die auf- Wand du und könntest- hängst sie dann da dran auf. Ganz easy. Oder du nimmst einen Ork und du tust den Pfeil mit der Armbrust genau in ihn stecken, dann sollte es auch halten. Wenn du es gut machst. Oder es schießt rein und das kaputt. Ja, na gut. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Und finde erstmal einen Ork in Deutschland, ja? Es Doch. gibt Gibt ja es. wirklich Waffenhalter, gerade für Armbrust und Bögen. Das kannst du mal ausprobieren. Ich finde immer das Problem, ich kaufe so ein Stuff wirklich gerne, aber das Aufhängen, das ist immer so die Arbeit. Oh. Ja. Solange es nicht Wenn's so ist wie so in direkt Oblivion überm buggt, wenn man das macht zu Hause und dann plötzlich irgendwo hinfliegt, 300 Kilometer, ist ja alles gut. Ja. Vielleicht ist das in Gothic 3 so, wenn man in dieses unbekannte Land geht, dass sich so Dinge, die man kauft, von selber aufhängen. Das wäre doch was. Oh ja. Okay, Leute, eine Minute, also na gut, eigentlich nicht mehr eine Minute, aber ich gebe euch noch eine Minute, bevor wir dann jetzt fertig sind. Also direkt überm Schreibtisch habe ich zum Beispiel auch das Witcher-Schwert hängen. Und Oh, cool. das konnte ich total einfach aufhängen, weil ich einfach nur bei Amazon für 12 € Schwerthalter bestellt habe. Mhm. Und Ja. und das sind so zwei ganz einfache Haken aus dunklem Holz und das geht gut. Also. Ja, ich habe bei den Schwertern jetzt zum Beispiel auch die Halterung bekommen. Und das Problem ist, dadurch, dass ich hier in der Mietswohnung lebe, ich weiß nicht, ob ich da echt Bock habe, dann später die Löcher wieder zuzuspachteln. Wenn ich Ja, immer wobei raus- aufwendig ist das auch nicht. Nee, aufwendig ist es wirklich nicht, aber die Frage ist halt noch, wie lange ich hier wohne und dann Oder du hast noch Möbel vorher drin gehabt und schiebst dann einfach so einen Schrank davor. Der stand schon da. Ja. Vor 10 Jahren. Das ist so ein alter Hängst einfach Schimmliger so ein vom Poster Sperrmüll, drüber. weißt du? Ja. ist Wie aber viel Zeit haben wir noch? Noch 10 Sekunden, also 30 Sekunden Okay. ist okay. Noch 30 Sekunden ist fein. Ist ja gerade sehr gesellig, hier ist fein. Aber Hochkönig, das Problem ist, wenn du so wie ich Erstbezug bist, also das kannst du nicht bringen. Das mit dem Schrank. Also ich würde mal sagen, wir sind fertig, oder? Oder brauchst du noch ein paar Sekunden? Nö, passt schon. Passt schon, let's go. Dann guck an Man hier. zerdenkt die Sache ja dann sowieso. Das ist richtig. So Leute, wir sind jetzt hier, ja. Beim lieben Ja, ist auch nicht Pappnase. schlecht. Also. Okay, ja, okay, gut. Warte, wo ist der Pinsel? Da. 1. Nein. Ja.
Nein. Enos stimmt nicht. Doch, Enos, nein, das sind 2 Striche, das sieht man noch nicht, weil es so klein Ach ist. so, okay. Sorry. Und ich habe es tatsächlich sogar trotzdem zusammengemalt. Ich meinte, das hier stimmt nicht. So. Einfluss der Götter. Was wäre richtig gewesen? Krieg der Götter. Oh Gott. Krieg der Götter ist halt auch wirklich ein bisschen was anderes. Hier. Naja, klar. In den 5, das ist richtig. Es ist so schwer, wenn die nicht direkt in den Lücken sind, zu gucken. So, Ja, klar, sorry, hatte ich. Ja, nicht nein, dran ist ja gedacht. kein Problem. Das ist ja auch niemand böse. So. Erzofen oder Ofen in Nordmar ist okay für mich auch so. Du kriegst auch Punkte natürlich. Das ist auch richtig. 9, warte, das. Ja. Energie. Das ist auch richtig. Richtig. Oben, warte. Das ist aber echt viel, was du weißt. Hier, um Ja gut, zu die ergibt sein. sich halt viel aus dem Kontext, Ja. ne? Also gerade die Ja. zweite Seite ist ja. Und manchmal sieht man noch den Anfangsbuchstabe oder den letzten. Ja, das hat auch geholfen. Ja. Okay, wir haben's. Am besten gleich die 15. 21 von vorhin nehmen. 15. So viele Lücken gibt's gar nicht. Ja, klar. Okay, Mastiamo, wir sind bei dir. 1, Das Buch noch nie gelesen. 2. Falsch. Immer diese Bücher. Immer diese Falsch. Bücher. Falsch. Ja, der Ringe, die Gefährten Immer diese heißt es Comic. doch hier, oder? Und Spaß. Hast du denn Immer diese- hast du Xardas überhaupt schon mal gekillt? Ich? Nee. Ich habe No. Gothic nur einmal durchgespielt in meinem Leben. Gothic 3. Ja. Immer Das war diese einmal zu Comics. viel, oder? Ah. Ich fand halt das Ausdauersystem. Ich mochte Gothic 1, weil es kein und 2, weil es kein Ausdauersystem gibt. Ich weiß nicht, Ausdauersysteme machen mich immer kirre. 8 Punkte für Mastiamo. Du kannst bei Gothic 3 ja vor allem auch über 1 Million Gold oder so kriegen. Also so 600.000 schaffst du auf jeden Fall. Ja, dafür sind halt auch die ganzen Preise auch höher und. Ja, weiß nicht. ja, das stimmt. Ich fand's auch affig. Klar, ich verstehe den Grund bei Gothic 1 auf Gothic 2, da hat er halt die Kraft oder sein Wissen, die Kraft verloren. Fand ich sehr cool. Ich fand auch die Idee cool, dass er noch seine Kraft hat in Gothic 3, zumindest die Stärke. Aber irgendwie fand ich das dann auch wieder wegen affig, weil halt alles auf 0 gesetzt wurde, bis auf die Stärke. Da fängst du, glaube ich, mit 80 Stärke an oder so. 100. 100 sogar, 100. okay. Und Ja. 100 Ja, das Geschick. Ding ist ja, das ist ja nicht viel bei Gothic 3. Du kannst da theoretisch 500 2, Stärke 3, kriegen, wenn du 4. das drauf anlegst. 7, Ja, aber es waren so Punkte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Punkte. 18. Ups, das sieht nicht wie eine 8 aus. Das sieht auch nicht wie eine 8 aus, aber das sieht halt scheiße aus. So. Ja, du hast es gesagt, 15, wir haben es 18. aufgezeichnet. Wird schon. Johnny. Johnny? Ach, da unten. Hä? Ah. Hier. Das ist mein Tagebuch. Wäre geil, wenn drinstehen würde, im ersten die Vernichtung der Welt. 3 Punkte. Jawohl, immerhin. Endlich. Besser als nichts. So. Also hier 2. Nur 1. Die Discord-Übertragungsqualität, die ist wirklich so, dass man gleich wieder Rätsel raten könnte, was dort steht. Ist halt so, Nur ein oder? Chat.
Für den Ist Chat also. mitladen. Muss im Stream wenigstens lesen. Ja, geht. Also 17, Danke. 3, 18. Hochkönig? Also 3 Leute haben volle Punktzahl. Also laut Pappnase. Hochkönig? Mhm. Darf ich frage mal, wie lange spielst du schon Gothic? Wie viele Jahre? Ja, 12 hat er ja gesagt vorhin, ne? Ja, also so gute 20. Sardas. 20 Jahre Gothic spielen. Das ist wichtig für Nee, die Gesundheit. du hast also dein Wissen über Gothic leckt mich am Arsch, du. Das Und ist Mastiamo, ein du hast die Hälfte gewusst. Das, also halb so Aber ich viel fand's wie auch der geil, wie Beste. du gerade, Johnny, wie Also du kriegst gerade du die halben rübergeguckt Punkte. hast. Ist nicht mehr im Minus. Worüber? Ich Ja, habe du keine guckst zu Schulden mehr. Hochkönig rüber. Hochkönig ist in der Mitte und du hast eben nach Ja, das die richtige Stream. Richtung. Da ist dein Screen, ich weiß schon, ja. Okay, das- Leute, Mein Stream ist perfekt. auf dem rechten Bildschirm. Wenn du zu mir rüber guckst, dann guckst du ins Leere. Also, Bastiamo, du bist wieder im Rennen. Ja, nicht mehr im Minus. Und du bist auch jetzt Ungefähr dran, so, by the wie way. sich die Leute fühlen, wenn sie Gothic 3 das erste Mal spielen und Xardas suchen müssen. Wo ist er denn? Uff. Allererste Mal Gothic 3 und Xardas suchen. Also, Das Bastiamo. Lustige ist, ich mach. Ja? Ja? Erzähl erst. Ah, Alles okay. gut. Erst erzählen. Das Lustige ist, ich mach jetzt außer dem Comic die meisten Punkte einfach in Gothic 3, obwohl ich mich gar nicht in Gothic 3 rauskenne. Ich kann ja keine Tausender mehr nehmen. Weil du schon eine und hattest, genau, Gothic 3 kracht. Komm, wir sind jetzt in der letzten Runde, das muss ich jetzt noch sagen. In der letzten Runde ist es ja so. Wir haben ja jetzt noch einen, der nicht die Tausender gewählt hat. So. Genau. Genau, du bist jetzt einmal dran. Ist der Genau, Johnny, du, ja. genau. Hochkönig, es gibt also noch eine Bonusfrage als Ausweichfrage, die man auch noch wählen kann. Die bringt 800 Punkte. Entweder hier 800, 200 oder die Bonusfrage 800. Das ist jetzt frei Okay. Ja, entscheidend. du bist Ein wieder bisschen abgehakt. Also es gibt Ja, noch eine Bonusfrage, Du die man hast wählen theoretisch kann. noch meinst eine du? Bonusfrage, genau, weil Genau. einer, sonst wird es nicht aufgehen. Weil das haben wir einmal herausgefunden im 4. Quiz oder so, dass es sonst nicht fair ist, wegen der Punkteverteilung. Und so hat jeder dann nochmal genauso Ja. viele Fragen, die er selbst wählen konnte. So, genau. Also, Mastiamo, willst du 800, Also 200 oder Bonusfrage 800? Ich würde Bonusfrage nehmen. Okay, Bonusfrage soll es sein. Gehe ich auf irgendeine andere Frage. Also, G2, Gothic Comic oder Gothic 1? Hi, PK, was Comic, geht? komm schon. Nimm Mach die Gothic letzte 2D. Comic-Frage. Was? Gothic 2D. Kein Comic mehr. Mandeln sind toll. Welches Item in Gothic 2, die Nacht des Raben, hat einen mandelartigen Geruch und wer erzählt es dir? Der Darf ich- ahnungslose Blick. 2 Minuten Darf hat ich kurz, er. darf Was? ich kurz einwerfen? Dürfte ich klauen? Erst wenn die 2 Minuten vorbei sind, darf man klauen und nicht nur du. Okay. Wenn alle klauen wollen, dann Okay, würfel ich das immer, zum Beispiel. Dann würfel ich das immer. Bei mir hat Discord gerade ein bisschen gesponnen, bei jemand anderes Bei Bei mir auch. auch. Bei mir Ja. auch. Ja, Ja. bei mir auch. Ja. Ja, bei mir auch. Das kommt Okay. abgehakt. So. Das muss an den Mandeln gelegen haben, dieser Geruch. Ja. Ja. Der ist aber schon streng, muss man sagen, ja. Das Bug-Festival hört auch bei mir nicht mehr auf. Ist doch auf Twitch zu? Ja, es dürfte überall sein. Ja, wobei auf Twitch schaut Mastiamo ganz flüssig aus, weil das wird ja direkt übertragen außerhalb von Discord. Ja. In Discord ist Ich mal Ding. winke. Ja. Ja, das passt. Nee, also alles richtig gemacht, Alex. Der Stream, der hat immer die höchste Qualität. Ey, ich hatte letztens so Probleme mit dem Stream. Ich habe so lange. Das neue Windows-Update hat Ja. die ganzen OBS-Instanzen, jedes einzelne Bestandteil in Stromsparmodus gemacht und dann hat der Stream immer geruckelt bei jedem Spiel. Weißt du, was Gut auch geil gespielt. gewesen wäre? So Trostfrage. Wie viele Mandeln sind auf dem Bild zu sehen und welches Gewicht haben sie ungefähr mit einer Toleranz? Achso. Trostfrage. Nee, also Mastiamo, du hast keine Ahnung wahrscheinlich, wenn du so lange nachdenkst, oder? Ich habe absolut keinen Plan.
Okay. Ich würde sie. Also lass mich raten. Vielleicht erzählt ihr das Snuff. Ich wollte gerade sagen, werden wir gleich wissen, wahrscheinlich wollen alle 3 klauen. Johnny, Xardas und Lord Pappnasser wollen wahrscheinlich klauen, oder? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, du weißt es gar nicht. Okay, dann sind es Johnny und Also Xardas, ich könnte auch nur raten, aber wir können ja dann gerne mal raten. Nein, also wollt ihr nicht Ich könnte klauen? Ich meine, ich muss klauen. jetzt wissen, weil das ist jetzt eine von 2 Fragen, die noch Ja, gut ich würd- Punkte bringen. Ja? Du willst klauen? Ich darf nicht mehr klauen. Okay. Ich würde klauen, ja. Okay, klau, let's go. Was ist deine Antwort? Okay. Welches Item mandelartigen Geruch? Das ist die Quest von der Sagitta, Wegs der Sonnenalloy, Richtig. weil sie sich in der Scheiße eines schwarzen Trolls befindet. Und die erkennt man nur an dem mandelartigen Hätte ich nicht mehr Geruch. gewusst. Boah, das Genau. ist krass. Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnenalloy. Du kennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Du hast Aber du, vollkommen ich recht. finde die Frage jetzt, wenn er Johnny sieht, die so löst, die hat meiner Meinung nach das Niveau von der Puff-Frage mit den Drachenjägern. Ja, Wobei, die na gut, die Fra- also Sonnenalloy-Quest macht man meistens, die macht man immer, so gesehen. Die das mit den Frage Drachenjägern ist bleibt spezifisch. Die Frage bleibt halt einfach bei mir hängen, weil die sagt halt einfach so, ja, das erkennst du am mandelartigen Geruch. Und ich denke mir jedes Mal beim Stream, alles klar, okay, weiß ich Bescheid. Mhm, dann rennst du durch die Pampa und schnupperst erstmal an allen Pflanzen, anstatt auf irgendwie Blüten zu achten oder sowas. Mhm. Ne, ist klar. Ja. Also, lieber Hochkönig, du hast ja sowieso noch eine Ausweichfrage ready und du kannst jetzt eine Frage wählen. Was möchtest du jetzt haben? Ja, komm, dann gib mir die 800. Komm. Du kannst ja noch auch notfalls ausweichen, wenn es gar nicht geht, oder? Ja, ich bin so neugierig, was das Und ist. der Hochkönig verkackt leider nicht, sonst würde ich ihm sie klauen oder jemand anderes. Gomez liest dann vor. Ja, es ist gerade. Wie gesagt, mit dem. Discord jetzt- Vielleicht hilft das, wenn du die Übertragung nochmal neu startest. Das kann natürlich sein. Aber jetzt lese ich erstmal vor. Urlauber im Festland. Nenne uns 15 Städte / Dörfer aus Gothic 3. Rebellenlager zählen Oh, auch das nicht. ist ja easy. Ja. Ja, also, Adea, Kabdun, Montera, dann Trelis, Silden, Geldern, Faring, Vengard, Morasul, Ishtar, Ben Erai, Ben Salah, Lago. War da unten im Süden noch irgendwas? Ne, ich glaube in Varant bin ich fertig. Jetzt habe ich. Noch 2 fehlen. 13 hast du. Die Clans zählen auch, oder? Ja. Ja, Hammer-Clan und Wolfs-Clan und so. Aber nee, ich kann's nicht. Ich will die Frage tauschen. Trank der Geschwindigkeit. Du willst doch nur eine andere Frage sehen, oder? Ja. Okay. Aber du. Ja, ist doch sowieso die letzte Frage für mich, wo ich die setzen kann. Also, gib mal Trank der Geschwindigkeit. Also du willst, Ausweichfrage. selbst wenn du die Punkte verlierst dadurch, oder was? Okay. Ja, gucken wir mal. Okay, welche von den 2 willst du? Wie von den 2? Es sind noch 2 übrig. Weil jemand. Ach so, guck mal, hier- Johnny hat auch noch den Trank. deswegen. Ja, das Bild hängt jetzt, weiß ich nicht. Vielleicht doch jetzt mal neu starten, hilft vielleicht. Du meinst den Discord weil neu ich starten? Mach wurde kurz, ja. Also ich Okay. habe mal die Übertragung, ich bin mal rausgegangen aus der Übertragung, aber der will mich nicht mehr neu rein verbinden. Alles gut, ich sag's neu, ich Ja. schalte die Übertragung neu rein, ja? Und dann schmiert dein PC ab. Wäre lustig, aber hoffe Hast du ich schon jetzt gestartet? nicht. So, jetzt. Okay. Mhm. Also Jetzt die- mal Ja, aus den schaut erstmal gut aus. Halbwegs. Okay, ne, es leckt zwar wieder, aber. Jetzt Okay. mal aus Interesse, hättet ihr Redok und Okara zählen lassen? Ja, hätten wir. Ich habe ja gesagt, Rebellenlager zählen auch, habe ich am Anfang gesagt. Ach so, dann habe ich das Das- irgendwie überhört. Alles gut, ist kein Problem. So. Einfach alles. Gib mir mal die Comic-Frage. Okay. PK. Weißt du, statt dass er mal den Rekord noch. Also der ist schon gebrochen, der Rekord, aber. Hätte er noch mehr brechen können. Okay, let's go, Comic. Ja, wieso kriege ich jetzt weniger Geld? Kriege ich jetzt Oh. weniger Punkte?
Wenn du jetzt verkackst, würdest du ja keine Punkte kriegen, weil du gesagt hast, du weißt es nicht. Milton Plescott. Ja, es gibt den Nachnamen Gothic, wie ist Miltons Nachname? Ja, Plescott. Aber gut, dass du das weißt, war ja klar. Descott, what the fuck? 800 Punkte, ja. Hier sieht man es auch. Guck im Comic, ich heiße Milton Plescott. Und wer seid ihr, steht hier. Krass. Das ist auch der einzige Gothic-Charakter mit einem Nachnamen, lustigerweise. Okay, ja, okay, easy. Okay. Das ist schon irgendwie funny. So. In Wirklichkeit ist das eine Anspielung auf Englisch bless God oder so. Ja. Also Gott segnen, vielleicht. Wer weiß. Könnte echt Also, sein, ja. hat Johnny noch nicht gewählt, oder? Die Tausender? Nein, ich nehme jetzt auch aufgepasst. 1000 mit Geldbeutel. Ich glaube, jeder von uns tut aber, der den Comic nicht kennt, den dann studieren nach dieser Folge. Nö. Eh nix. Den gibt's ja auch als PDF. Ja, genau. Okay, Leute, also du mit Geldbeutel. Also was anderes kann eh niemand mehr machen. Also mit Geldbeutel, rein in den Geldbeutel. So. Okay, Gomez, lies gerne vor. Warte mal, geklaut habe ich auch schon. Das haben wir vorhin nur vergessen wegzumachen, dann, wenn du es gemacht hast. Also, Das ist alles gut, das ist ja nicht das Problem, so. Okay, lies vor, Gomez. Ah, Gomez ist gemutet, okay, dann mache ich das wohl. I guess. Okay, also. Sorry. Ah, ne, bist du da? Okay, mach. Ja. Ich zitiere. Habt ihr gehört? Wer hat folgende Aussage getroffen und zu wem? Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht mehr einordnen. Ich Nicht mach einordnen. Tool nebenbei noch rein für euch dann wieder. Deshalb frage ich nach. Der Tanz kann beginnen. Zu schwer. In Klammern verblüfft. Was? Überlegt. Kann schon sein. Der Beutel ist ja leer. Welches Schwein hat das getan? Ich habe 300 Goldstücke dabei. Die kannst du mitnehmen. Der Rest liegt an dir. Ihr müsst jetzt die Aussagen den Charakteren zuordnen, zu wem, von wem zu wem das gesagt wird. Ich Das habe ist sie euch alles alle Gothic kopiert. 1? Nein, das sind alles verschiedene Gothic-Teile. Okay. Alle Teile sind dabei. Okay, krass. Auch der dritte ist dabei Geschwindig- unter anderem. Ja. Geschwindigkeitstrank. Das geht nicht, Scheiße. das weißt du. Also alle Sprüche sind drin, Leute. Und die sind immer mit Anführungszeichen, dann wisst ihr, wann der Spruch endet, ja? Weil es war wegen dem wenigen Platz hier im Quizprogramm, musste ich das dann so kennzeichnen, anders ging es nicht so wirklich dann. Oh. Ach, da unten habt das reinkopiert, okay. Ich hab's überall bei jedem in den Zweitport getan, ja. Ich glaube, ich habe es aus Versehen gelöscht. Kannst du es mir noch mal reinpacken? Ja, kann ich machen. Weil ich wollte eigentlich nur das Buch löschen, aber ich glaube, Du kannst hab eigentlich alles auch erwischt. Steuerung Z machen. So, hier. Müsste jetzt drin sein. Siehst du's? Wir müssen jetzt nur unten. schreiben, wer es sagt, oder? Wer zu wem, genau. Weil es gibt manchmal Sachen nur. Ich sag einfach, das ist ein Tipp zu sehr. Also, ja, wer zu wem. Genau. ich habe nur ein Kreuz. Bei mir hast du alles. Du musst mal die Seite reloaden, denke ich. Achso, einfach nochmal aktualisieren. F5, ja. Weil bei mir habe ich schon bei dir reingemacht, deswegen. Hm. Jetzt hängt das hier. Hä? Jetzt lässt er mich ins Whiteboard nicht mehr rein. Ich brauche gerade einen Moment. Ja, alles gut. Jetzt packt schon wieder das Whiteboard wahrscheinlich rum. Schreibt die Aussagen gerade ab. Es sind 5, ne? Es sind 5 verschiedene Aussagen, Ich richtig? guck kurz, warte. Oder sind die einfach damit ich weiß, welche. Ich guck. 1, 2, 3, 4, Das sind 6, oder? 5. Das sind 6 Sprüche. 6? Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen, deshalb frage ich nach. Der Tanz Einer? kann beginnen. Der Tanz kann Auch beginnen. einer? Zu Zu schwer. schwer. Ist auch einer. Verblüfft. Was? Überlegt. Kann schon sein. Das ist auch eins. Ach so, das verblüfft gehört nicht zu diesem zu schwer. Nein, zu schwer. Ja. Deswegen sind das sind Anführungszeichen. Ach die so, wir okay, ziehen. okay. Alles mit Anführungszeichen abgetrennt, weil so wenig Platz ist im Programm. Genau, aber gut, dass man fragt, das ist ja wichtig zu wissen. Ja. Ich dachte, das gehört zusammen.
Also lieber Hochkönig, ich habe so das Gefühl, dass es nie wieder jemanden geben wird, gefühlt, der deine Punkte Ja. einholen kann, im schlimmsten Fall, glaube ich. Also kann ich dir auch einfach eine Nachricht schicken, weil das Whiteboard funktioniert nicht. Ja, ist okay, kannst du machen. Ich? Wenn es gerade buggt, ist doch vollkommen fein für mich. Presscode. Der eine schreibt im Chat Presscode. Wie lustig. Müssen wir nur die Charaktere dazu schreiben oder auch aus welchem Gothic-Teil? Nee, nur die Charaktere und halt wer zu wem es gesagt hat. Wer zu wem? Ja gut, Ja, aber die Charaktere reden ja immer nur mit dem Held, oder was meinst du jetzt? Ja, aber guck mal, sagen wir es so. Stell dir vor, Gorn und Milton reden miteinander, ja? Und zum Beispiel Gorn sagt zum Beispiel, ich brauche dafür mehr Stärke oder so, keine Ahnung. Aber Und Gorn sagt es Milton? zu Milton, aber es könnte ja auch sein, dass Milton das zu Gorn sagt, das meinte ich damit. Weil nicht jeder Spruch wird im Prinzip immer von einer anderen Person gesprochen, sozusagen. Beziehungsweise, damit man halt wirklich weiß, dass du jetzt nicht einfach nur was hinschreibst, zum Beispiel. Also, es Okay, ist habe halt- ich nicht ganz verstanden, aber okay. Okay, Dass wie du ist nicht jetzt das einfach Beispiel? irgendeinen Namen hinschreibst oder so. Genau, du schreibst zum Beispiel jetzt hin, Gorn sagt jetzt zu Milton, ich brauche Stärke. Keine Ahnung, so in der Art. Und du kannst jetzt nicht sagen, ja, dass im Prinzip Milton zu Gorn sagt. Wenn es falsch wäre. Im Prinzip. Ach, das ist schwer zu erklären, ohne eine Antwort dazu zu geben. Ja, Aber ich mache einfach so, wie ich denke. Ja, das ist gut. Obwohl, ich kann ja gucken, ob du... Also ich guck bei dir kurz einfach rein. Ah ne, ich sehe nichts. Wenn du rausklickst, kann ich kurz gucken und dir sagen, ob es So. so. Müsstest jetzt was sehen. Ja, nee, ich sehe es schon, alles gut. Ich sag ja nur, bisher kann ich auch nichts sehen, dass du es im Prinzip falsch auffasst. Unserem Orden Weil bei dem haben Spruch, sich bei dem es Verbündete geht, angeschlossen. bist du noch nicht. Mit Ah, danke für die Raid, vereinten Simon. Kräften werden wir den Sieg der Drachen besiegeln. So schön. Alex, du kriegst noch was von mir. Ich wollte nur das, was ich jetzt so wusste, Alles schon mal gut. schicken. Nein, kein Problem. Alles fein. Aber die zwei einen, die muss ich noch lesen. Der tut wieder. Was? Der Hochkönig tut schon wieder aufräumen, wie es aussieht hier. Oh, ey. Ich Also habe schon- zwei finde ich echt schwer. Ich habe echt die Angst, dass du die 10.000 Punkte erreichst, Hochkönig. Okay. Hat der Hochkönig heute irgendeine Frage nicht beantworten können, die er selbst genommen hat, eigentlich? Ich bin gerade. Ich weiß es gerade gar nicht. Hast du irgendwas nicht beantworten können heute? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du konntest nur eine andere Frage von jemand anderem nicht beantworten, hast du ja gesagt. Aber ich glaube, so hast du bisher nichts. Mindestens halbe Punkte hast du zumindest für alles bekommen. Sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das müsste ich mal nachsehen. Ich will das dann im Nachhinein, wenn ich das dann nochmal schneide, nochmal gucken, nachschauen. Das interessiert mich jetzt. Ich bin so raus, ich vergesse so leichte Namen nicht. Oh mein Gott. Ich sehe bisher eh nichts Einer, bei dir. einer sagt mir gar nichts. Rest denke ich, habe ich, aber einer, keine Ahnung, wer das sagt. Das ist auch der schwerste. Und tatsächlich ist das genau der, weswegen die Fragestellung, das war das genau, wo ich meinte, ich müsste ein Beispiel geben. Bei dieser einen Sache, Okay. die du nicht hingeschrieben hast.
Und dann würde sie, ich glaube, dann wird es auch klar, warum ich das so gesagt habe. In dem Moment. Ja, okay, ich habe jetzt einfach was geschickt. Also Hochkönig, du Ich bist bin doch... maximal unsicher, aber Die Götter, ich glaube, Keine die Ahnung. Götter haben was mit dir, so um ehrlich zu sein. Wenn ich manchmal deine Sachen lese. nee, ich habe was mit den Göttern. Das geht von Ja. mir aus. Okay. Okay. Wer ist noch nicht fertig? Von euch allen? Ich. Johnny, Ich. ja, ich sehe es gerade. Wie viel Zeit ist noch? Chris auch. Noch 2 Minuten. Okay. Hey, das finde ich geil, wie das da geschrieben ist bei einem. Bei Mastiamo sehe ich auch noch nichts. Sehe ich gerade. Ich hab's weiter oben gemacht, weil da kein Platz mehr war. Ach, da ganz. Oh, ah, okay, ja. Warum? Warte. Ich habe immer noch kein Whiteboard. Kann ich mich mal fragen, warum du 7 hast? Mastiamo? 1, 2, Das sind 6 Sprüche. 3, 4, 5, 6, Tatsache. Aber ansonsten alles Dann mach gut. mal so. Okay, danke. Gerne. Das kann ich ja jetzt nicht. Wenn das so ein kleiner Fehler ist, dann kann ich das ja nicht sagen, sozusagen. Wie viel müsste ich richtig Eine haben, um die Minute. Hälfte einzusacken? Vom Höchstpunktzahl. Die Höchstpunktzahl ist ja theoretisch 6. Die Frage ist, ob jemand 6 Punkte erreicht. Du müsstest 3 Was ist, wissen, wenn ich wenn jetzt- jemand 6 Punkte erreichen sollte. Okay. Müsstest du 3 wissen davon. Oh, Johnny, bei dir ist es ja mit dem Geldbeutel, deswegen fragst du, oder? Wenn du die Hälfte hast, kriegst du halt 1000 Punkte theoretisch dazu, ja. Weil 500 wäre die Hälfte. Mhm. Deswegen hast du auch gefragt, so kritisch gerade. Also Leute, noch 20 Sekunden, ja? Also. 10, 8, 9. Also den Dialog kenne ich gar nicht. 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Okay, mein Handy war ein bisschen Boah, schneller. was für ein Scheiß, ey. Wir sind fertig. Jetzt erzähl's mal, der Gesichtsausdruck. Ich komme nicht drauf. Ich hab's so oft gehört, aber ich komme nicht mehr drauf. Alles gut, wir Ich gucken glaube, uns das jetzt über ist die Antworten an. ich glaube, das ist im Minental zu einem der Drachenjäger in Gothic 2. Bei der Höhle meinst du? Nein, nicht Oder bei der Höhle, direkt schon am davor Anfang? am Pass. Also, Direkt. fangen wir an. Biff. Biffy ist richtig. Der Beefy ist richtig. Ah, der Biffy. Hm. Askan ist richtig. Dass das dritte jeder weiß, war ja klar. Irgendwie Ach, hab ich das mir schon sagt gedacht. sogar der Askan. Oh nein. Ah, Kerolot. Ja, so hieß der. Ah, ich habe bei der Antwort eine Sache falsch rumgeschrieben, aber das ist beides richtig bei Pappnase. Ich habe es nur falsch rum hingeschrieben. Aber es ist richtig auf jeden Fall. So. Gut. Ja, das vierte, keine Ahnung, was der verblüfft. Das wusste aber einer Ist das von euch. nicht Ich weiß irgend so ein Dialog, wo man gefragt wird, ob man jemanden gesehen hat oder so? Naja, Gleich, wir werden gleich. sehen. Bei diesem zu schwer muss ich immer an die Verarsche von die Redaktion denken. Zu schwer. 0. Ah nein, 1 Punkt. Der namenlose Held hat er richtig. Mastiamo, du hast 1 Punkt. Johnny, ich sehe bei dir nichts. Ah, nee, so. Doch? Ist der okay, Entschuldigung. Bei ihm muss ich gleich auch nochmal im Discord gucken. So. Okay, hier. Tut mir leid, ich hab's gerade nur verwechselt.
Wer soll. Brückenwache heißt der aber nicht, oder? Doch, der hat heißt doch keinen Namen. Wegelagerer, Original. glaube ich. Ich glaube, der ist Heißt der Wegelagerer. Landstreicher? Ich weiß oder jetzt, wer das mit Wegelagerer? dem verblüfft sagt. Ja, aber das ist doch ist doch Brückenwache, oder nicht? Ich Kann man glaube, doch das gelten ist der lassen. Wegelagerer, glaube ich. Deswegen habe ich ja hingeschrieben, Lispler-Boy. Dann weiß Ja, jeder okay. Bescheid, der lispelt. Ja, okay, dann machen wir da auch Punkt. Das ist ja okay, das wollte ich nur wissen. Ja, gut, wenn man es jetzt mit der Stimme hört, dann kommt's. Ja, da hat die Stimme gefehlt. Okay, echt? Also 3 Punkte hast du dann, okay. Ich glaube, das ist, wenn du nach dem Novizen fragst, ob der da durchgekommen ist. Wieso 3 zählt das Gothic 3 nicht beim Knacken? Da habe ich doch einen Strich. Entschuldigung, den Strich habe ich dann. Oh, das ist. Müsste ich Das doch ist viel, 4 Entschuldigung. haben, oder nicht? Entschuldigung, den Strich habe ich jetzt wirklich gerade Alles gut. nicht alles gesetzt und deswegen falsch. So, okay. 1, 2, 3. gut. Das mit dem Geldbeutel habe ich nicht gewusst, glaube ich. Und NPC ist aber ein bisschen zu ungenau, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, klar. Und das Hier? ist falsch, weil da ist der Askan. Also 4 Punkte hast du auch, okay. Wenn der Hochkönig 6 hat, sind es halt nur halbe Punkte. Wenn er 5 hat, volle Punkte. Ich schau mal. das mit dem Gesichtsausdruck wusste ich nicht und das mit dem Geldbeutel Biff auch ist nicht. richtig. Das, Held zum Biff ist richtig. Askan zum Held ist richtig. Held zum Mühlenstein. Kann er das auch zum Mühlenstein sagen? Das habe ich noch nie probiert, aber wahrscheinlich. das sagt er, aber das ist. Beim Mühlenstein sagt er, Entschuldige, da sagt er aber, das ist zu schwer für mich. Glaube ich. Ja. Das ist Dann das ist das ist zu zu Stimmt, schwer. schwer für er mich. sagt zu den Ja? bei den Thronen Genau. sagt er zu schwer, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Wegelagerer zum Helden. Du bist der Einzige, der es im Prinzip genau geschrieben hat. Und ich glaube, es Genau. war wirklich Wegelagerer. Ist Das der ist Wegelagerer, ja. Ja, also der Brückenwache, Hochkönig Wege. hat 5, Leute. Der Hochkönig hat 5 Punkte dadurch. Kriegt Johnny auch die volle Punktzahl und Chris auch die volle Punktzahl. Und Lord Papner auch die volle Punktzahl, ja. Hochkönig, Johnny, Xardas. Und was Diamo, wie hattest du? Ein. 3. Und wie viel war die Höchstpunktzahl? 5, hab ich gesagt? Dann kriegt er auch die Hälfte der Ich hab- Punkte. Ich habe Was nur du? einen Punkt. Ein Punkt. Oh, nee, Ja, dann, da- Entschuldigung. Ich habe gerade die 3 gelesen. Nee, okay, dann verstehe ich. Okay. Okay, dann sind wir mit der Frage fertig. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Also die Antworten, wie gesagt, da habe ich nur verwechselt hinzuschreiben, aber haben wir jetzt schon verstanden. Biff, Askan, der Namenlose, der Wegelagerer und Kirilot und Diego. Ich habe es nur falsch rum hingeschrieben. Gehabt. So, schauen wir mal, wie die Punkte aussehen. Okay. Oh, Xardas. Eine 1600? Ja, okay, nee, jetzt, Entschuldige. Ist doch alles richtig oder bin ich jetzt falsch? Nee. Passt, nee, ich war hinterher. Okay. Achso, ich schaue ja auch gerade im Stream nach, nicht im Discord, Also Entschuldige. Chris, du musst die letzte Frage hier nehmen, wie es aussieht, ja? Ja, muss ich. Aber ich sehe auch gerade, wir haben ja 3-mal Bestechungserz. Da sieht man wieder, man hätte das doch zeitiger einlösen sollen. Auch schon Ja, bei niedrigeren genau. Fragen. Ja, Werde ich mir fürs nächste Quiz merken. Zumindest bei der doppelten Punktzahl sollte man wirklich dann, ab dann immer kann man es nehmen, so wenn man es versuchen lieber als Ja, gar nichts aber nutzen. es ist natürlich jetzt auch so, dass da zum Beispiel der Hochkönig das immer sehr präzise beantwortet hat. Ja, du darfst auch nicht vergessen, Also von ihm konnte man schon mal nichts klauen. das Gewinnerquiz ist ja nochmal schwerer, da sind die 100er Fragen auf Ja, 300 klar. von vorherigen Quiz. Dann mysteriös gepokert, 200. Genau, das ist ja gut. Da ist er, wer sind die Suchenden und wie erfährt man davon? Wer sind die Suchenden und wie erfährt man davon? Also, die Ich mach schon Suchenden 200 sind Punkte, weil ich denke, ja, du weißt die es. sind ja ehemalige Anhänger aus dem Sumpflager. Mhm. Ich würde jetzt mal vielleicht nicht sagen zu 100%. Kann auch sein, dass es irgendwie andere gibt. Gerade die Ja. dazugekommen Ja, sind, klar, die das ist werden ja okay. auch verflucht. Ja, logisch. Ja. Also es gibt ja neue Besessene, die dazugekommen sind. Mhm. Man erfährt davon, indem man die studiert. Und zwar, indem man diesen Almanach zu dem Magier Karas bringt. Und der teilt einen dann später mit, dass das eben ehemalige sind. Und dann gibt es noch den Dialog mit Lester theoretisch. Der erwähnt auch, dass er schwarze Männer gesehen hat. Und dass alle im Lager wahnsinnig geworden sind.
Ich glaube, es gibt sogar mehrere Anlaufstellen, aber ich denke, das erste sollte schon ausreichen. Okay, perfekt. Sehr schön. Ja, ist richtig. Sind die ehemaligen Sektenspiele, man fährt davon, wenn man den Weg als Magier einschlägt und Karas erzählt. Jetzt ist die Frage, ob das mit Lester auch stimmt. Müsste man Oder mit nachprüfen. Koanga zum Beispiel. Müsste man nachprüfen. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Also Ja, Leute, müsste man nachprüfen. jetzt kommt, by the way, die letzte Frage für alle. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach, ob der Hochkönig die 10.000 heute knackt, oder? Ja, safe. Nur kein Druck. Ja, ja. Okay, let's go. Wir gehen einfach rein. Komm, es lies vor. Was? Du hast abgehakt. Lies vor. Hab ich gesagt. Achso. Zum Glück ist es Magier sind ungewöhnlich. Nenne aus jedem Kreis einen Zauber, der einem anderen Kreis angehört. In Gothic 1 und Gothic 2. Und gebe natürlich die Unterschiede an. Praktisch. Hä? Ja, bedeutet Also in sagen wir Gothic so, 1 warte, ich gebe jetzt ein Beispiel ohne ein Beispiel. Sagen wir, es gibt, keine Ahnung, es gibt ja diese Zeitblase in Gothic 3 zum Beispiel, ja? Und wenn es in Gothic 2 die Zeitblase auch gäbe, und in Gothic 2 wäre die Zeitblase Kreis 3 und in Gothic 3 vielleicht Kreis 6. Also du sollst einmal in Gothic 1, du musst zu jedem Kreis ein Gegenstück nennen im anderen Teil, wo es anders ist. Also von 1 bis 6 müsst ihr was finden. Was im anderen Gothic Also, Teil aber es anders muss dann ist. ein Zauber sein, der in Gothic 1 und in Gothic 2 vorkommt. Richtig, logischerweise. richtig. Ja. Im Prinzip müsst ihr 6 Antworten mit 6 Gegenzaubern haben. Gibt es so viele überhaupt, die unterschiedlich sind? Es gibt tatsächlich sogar mehr als 6 Zauber, theoretisch. 8 oder 9, ich weiß nicht, ob ihr gezählt, das ist aber sehr, sehr knapp. Aber es gibt, So ein Zauber, es gibt für einen Kreis gibt es keinen Zauber. Also bei einem Kreis gibt es keinen Unterschied bei einem der Kreise. Tatsächlich. Aber wie ist denn das jetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zauber habe, der halt zum Beispiel Kreis 5 und Kreis 6 ist, zählt der dann für beide Kreise oder muss ich... Du musst einfach, sagen wir es so, ihr müsst einfach nur so viele nennen mit verschiedenen Kreisen, wie ihr könnt, wenn ihr es so sehen wollt. Es zählt alles. Weil es gibt gar nicht so viel insgesamt. Es ist im Prinzip sonst unfair, wenn wir jetzt das noch weglassen. Und dann nur genau auf das anspielen, sozusagen. Also schreibt einfach, was euch einfällt. Und dann zählen wir Punkte. Wenn ein Zauber in Gothic 2 jetzt bei Kreis 4 ist und in Gothic 1 bei Kreis 3, dann kriegt man dafür einen Punkt, quasi. Genau. Musst aber hinschreiben, dass es der Kreis und der Kreis ist. Sonst kannst du einfach irgendwas Wenn einfach der hinschreiben. Zauber anders ist als im nächsten Teil oder davor. Genau. Kreistechnisch. Alles klar. Okay. Ja, dann macht meine Auflistung hier keinen Sinn, dann muss ich es anders schreiben. Ich kann mir ja kurz angucken, wie deine Auflistung aussieht, warte. Ah, ich sehe sie Ja, nicht nee, ganz. für mich gedanklich einfach. Ah, okay. Also ich schreibe jetzt einfach die Zauber und dahinter schreibe ich, in welchem Gothic die in welchem Kreis Genau. sind. Genau, und so viele wie möglich. Und ich hoffe, einfach, das passt dann. Ja. Ja. Boah, jetzt muss ich nachdenken. Hm. Bin aber echt gespannt jetzt. Doch, eins weiß ich noch. Was ist denn bei mir mit dem dritten, was ich angegeben habe? Würde das zählen oder? Oh Gott. Sagen wir es so, ich schreib's dahin, sonst. Ja, schreib hin. Erstmal alles löschen. Boah, das ist echt Fallen schwer. tatsächlich nur 2 hab's hingeschrieben. Zauber ein. Es gibt nicht. es Ja, fällt mir nicht fallen jedem jetzt auch was nicht ein. so viele ein. Ja. Bisher ist jeder nicht auf keiner hohen Zahl bisher.
Wie ist denn das? Ich muss direkt fragen, wie ist denn das mit zum Beispiel Heilung und leichte Wunden heilen? Genau, dann nimmst du dann, das ist genau die Frage, hat Zardas gerade auch gestellt. Also ganz einfach, du nimmst von dem einen Zauber, wenn es in dem Spiel nur eine einzige Art gibt und in anderen gibt es 3, nimmst du die schwächste davon. Okay. Also im Prinzip schwache Wunden heilen, wenn du es jetzt so, wenn man es jetzt auf das Beispiel direkt bezieht. Nein. Bei mir ist bei Lord Papnas, bei dir ist bei mir im Whiteboard ist gebackt ineinander, bei mir sieht es so aus, als ob es ineinander ist. Ja, guck ich gleich, ich schreibe erstmal noch weiter. Achso, okay, alles gut. Wenn die Also, aber habe ich das dem, jetzt richtig verstanden? könnt die auch dem gleichen Kreis angehören, aber namentlich unterschiedlich sein? Oder muss ich wirklich den Kreis Nein. unterscheiden? Verschiedene Kreise, das ist der Okay. potenzielle Bestandteil dieser Frage. Mhm. Beziehungsweise der einzig wichtige bei dieser Frage. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Heilung zählt so viel wie leichte Wunden heilen. Genau, das schwächste Zauberglied dagegen sozusagen immer. Die Frage kann ich ja jedem beantworten, weil das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Was ist denn damit? Obwohl? Doch. Wie ist es bei mir beim 4.? Ist es ja nicht der kleinste Zauber. Weil der Genau. kleinste wäre gleich. 4. Ja. Mach mal ein Fragezeichen dazu, meinst du das? Ja, genau. Also Den hab ich Shaper, war es eigentlich jetzt als so gemeint? Da musst du auch den kleinsten nehmen. Wenn es der gleiche Kreis ist, dann kannst du es nicht nehmen. Wollte ich gerade sagen. Ja, wenn es sagt, ja, das ist dann der gleiche Kreis, also ist es ja hinfällig. Genau. Und was hast du gesagt, Johnny? War das jetzt so gemeint, wie ihr es gemeint habt? Was? Ich soll gucken Was? in deiner Partei, meinst du, okay? Wahrscheinlich. Mhm. Wo sind denn die Zauber bei dir? Ich sehe Ja. sie gerade nicht. Ah, rechts. Ein bisschen weiter, Genau. bisschen weiter rechts, ja. Ja, bei mir ist die Textbox gerade kaputt, also es schiebt sich bei mir zusammen, ich schick's dir per Discord. Ja, gerne. Okay, ich sehe es jetzt rechts. So, was meinst du, was willst du jetzt wissen dort genau, Johnny, von mir? Ich Ob hab's es für so dich- passt, also ob Ich ihr hab's das so gekriegt, vorgeschlagen habt. Pappnase. Ich guck mal, warte oben. Ja. 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 Ja, passt. Wenn es richtig ist, passt auf jeden Fall. Ja, okay. Pappnase, ist es jetzt wieder bei dir richtig? Nee, er macht es jetzt Privatchat. Ja, ich hab's weil per Discord geschickt, weil Ja, weil ich irgendwie bei... ich hab's Nein, gefixt, Box glaube ich. nicht. Darum frage ich, ob es jetzt Ach bei so, dir ja, auch ja, wieder- passt dann. Dann kannst du es im Whiteboard nehmen, ja. Ach ja, stimmt, das sieht man jetzt bei Pappnase alles dort auch. Da ist jetzt sogar alles zweimal. Ja, weil ich hat's versucht zu kopieren und das hat nicht funktioniert. Ja, alles gut, ist ja passt, ja. So. Oh mein Gott. Also mich irritiert gerade noch, dass es mehr Beispiele gibt, als wir brauchen. Richtig. Ich habe da so lange daran gesessen und geguckt, was es alles für Kombis gibt. Wirklich. Ich habe da wirklich lange an dieser Frage, ich glaube an dieser Frage habe ich am allerlängsten gesessen. Und habe immer überlegt, gibt es überhaupt genug, mindestens das, und da habe ich noch mehr entdeckt. Aber meine Frage ist auch, ob das jetzt also wir wissen ja alle, wie viele Kreise es gibt, ob das jetzt in G1 halt eben alle Kreise sind. Nein, du kannst jedes 1 bis angeben, 6 was einen Unterschied oder. hat.
Jeden Zauber, der einen Okay. Unterschied hat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zweimal 1 und 2 sind, ist es auch okay reinzuschreiben. Ja. Ich Ja, hab aber weil die gemeint- Frage ja ist, nenne aus jedem Kreis. Das heißt, Ja, ich muss richtig, aus richtig. 1 Normal- bis 6. normal schon. Okay. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass wir so machen, dass wir einfach nach Punktesystem machen, wie ich ja schon gesagt habe. Okay, Das alles heißt, klar. jedes zählt, sozusagen. Ja, fällt mir So, trotzdem ich jetzt gerade kein zweiter ein. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe dir jetzt einfach das geschickt, was ich meine, und mehr fällt mir auch nicht ein. Ja, ist ja nicht schlimm. Sind denn alle fertig? Pappnase, laut Pappnase ist fertig, denke ich mal. Ja, mehr fällt mir nicht ein, keine Ahnung. Lastiamo. Ja, ich würde schon noch überlegen, genau. Wenn du ganz viel einfach so hinschreibst, Bastiamo, du darfst nur 2 Fehler haben, ja? Ich lasse es so stehen. Ich bin da, glaube ich, Okay, alles gut. völlig auf dem falschen. Ich bin da völlig auf dem falschen Dampfer, glaube ich jetzt. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Also wenn alle, was sie geschrieben haben, richtig haben, würde jeder volle Punktzahl bisher bekommen. Wenn wirklich bei jedem alles richtig ist. Okay, gut, wenn alle ready sind. Also wirklich sehe ich ja niemand mehr. Nur nicht, Ja, dass wie ich viel jetzt Zeit wäre denn noch? Aber ich glaube, mir fällt eine nichts mehr ein. Minute eigentlich noch. Was ist mit dem letzten? Das zählt wahrscheinlich nicht. Nee, das will ja nicht zählen. Das müssen ja die beiden existieren in beiden Teilen. Das weißt du ja, habe ich ja gesagt. Ja. Okay, gut. Wenn alles dann fertig ist, dann mache ich jetzt die Antwortdatei wieder auf. Sekunde. Hup, hup. Also, der liebe Lord Pappnase. Feuerregen, genau. G2, ja, das ist richtig. Warte, ich muss kurz mal einen Stift nehmen, genau. Wo ist Feuerregen? Warte mal, ich bin dumm. Da doch. Da, 1. Feuerball. Die 1, 3, ja, richtig. Heilung, leichte Wunden. Das muss ich tatsächlich kurz nachsehen, weil das war nicht mein Beispiel, was ich da hatte. Das will ich jetzt nicht falsch sagen. Müsste schon 1 sein, ja. Ja, aber ich gucke lieber nach. Ja, ist richtig, ja. Besser einmal mehr nachsehen als zu wenig, würde ich sagen. So, Blitz ist auch eine der Beispiele, die ich reingenommen habe. Ist auch richtig. Auch richtig, ja. Genau, das sind Ah, 5 wieso habe ich das Punkte. denn falsch gemacht? Okay, gut. 5 Punkte. Falsch. Ist Aber eins smarte wieder richtig. Aufschreibweise, Mastiamo. Sehr smart. Stimmt, ja, dachte ich mir auch gerade so, wäre ich deutlich schneller gewesen. Oh, ich hatte diesen scheiß Feuersturm erst dastehen. Was hat mich denn da geritten, Alter? Feuerball 3 passt eigentlich. Schon Gothic 2. Ja, aber Gothic 1 ist es. Nee, Gothic 1 ist es Kreis 3 und Gothic 2 ist es Kreis 2. Eiswelle Genau. ist in beiden Teilen 5. So, Ja. muss ich gerade nachschauen, weil ich gerade nicht mehr sicher war, weil ich das leichte Wunden 1 und 2. Boah, das ärgert mich jetzt schon wieder mit diesem scheiß Feuersturm. Ich hatte es doch erst dastehen. Und hier hast du genau falsch rum gemacht beim Feuersturm. Das ist der Hammer. Oh je. Sorry. So. Gut, also. Johnny. Richtig. Leider falsch, weil Eiswelle in beiden Teilen das gleiche leider ist. Ja, wusste ich nicht. Und das war in Gothic 2 Kreis 6 und in Gothic 1 Kreis 5. So, Eisblock. Habe ich das in Beispielen drin? Nee, muss ich kurz Beides, gucken. glaube ich, Kreis 3. 3 und... Ja. Okay. Also ein Ein Punkt. Zauber des Tempels des Wassers. Feuerball. Ah. Wenn der Feuersturm da noch dastehen würde.
Eins, zwei, drei. Vier Punkte für Xardas. So. 4 und 5. So, schauen wir nach. Dann schaue ich jetzt noch kurz nach, was der Hochkönig hat. Blitz. Blitz ist falsch, oder? Nee, du hast 1 hingeschrieben. Ich habe mich verlesen. Doch, richtig. Das ist 1 Punkt. Feuerball ist 2 Punkte. Feuerregen ist 3 Punkte. 4 Punkte. Du hast es nicht auf. Ach so, genau, du guckst in Discord, ja, stimmt. Richtig. Ja. Feuersturm muss ich jetzt kurz überprüfen nochmal. Kleiner, dann 4 und 3. Aber ich fand's ja bei dir, Lord Pappnase, ganz Oh, ist cool. richtig. Mein erster Blick war so, wie, du hast 12 Sachen genannt. Und der Hochkönig hat auch 5 Punkte hier. Hochkönig Xardas und Lord Pappnase kriegen die volle Punktzahl hier. Volle Punktzahl, okay, ja. Mal wieder abgehakt. Lord Pappnase. Ja, ich weiß auch nicht. Da muss ich mit Discord gucken, was da los ist. Ich weiß halt wirklich gerade nicht, was da los ist. Ja, wir können das ja mal dediziert danach testen. Genau. Müssen wir vor dem Interview. Wir wollen ja eh morgen uns nochmal hinsetzen. Podcast meine ich. So. Ja. Okay, so. Also, die 3 kriegen Punkte. Die beiden leider nicht, aber ist ja fein. Die Beispiele, die ich auch geschrieben habe, war Eisfall. Zum Beispiel Gothic 1, Kreis 1. Gothic 2, Kreis 2 zum Beispiel. Oder Feuerfall, Gothic 1. Nee. Stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Habe ich verwechselt? Eisfall Warte, kannst du 100 Pro im ersten Kreis lernen. Du hast es mit Eislanze verwechselt. Eisfall? Ja, ich guck gerade, alles gut. Eislanze ist Kreis 2. Ich guck gerade. Eisfall in Gothic 2 ist Kreis 2 und in Gothic 1 Kreis 1. Nee, echt? Ja, wo habe ich steht jetzt das auf der denn? Webseite. Ich mach's auf, schaut mal. So, warte, ich mach's Ja. groß. Hier Eisfall, Kreis 1. Oder habe ich's Doch, das ist der Kreis, genau. Und hier in Gothic 2, Eisfall, Kreis 2. Tatsächlich, Eislanze und Eispfeil im gleichen Kreis. Das ist ja mal voll dumm. Nee, macht überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, aber deswegen, ich Ja. wollte gerade sagen, weil das habe ich abgeschrieben von denen. Ich wollte gerade Ich sagen, finde vielleicht- dann hast du völlig recht. das, Ich kann ja aber wenn wir trotzdem gerade Fehler über die machen. Pfeile da reden, ich finde, das ist in Gothic 2 auch so, klar, die hatten wenig Zeit, so ein verschlafenes Potenzial. Wenn du die Magie schon so öffnest, hätte auch einfach die Quest lauten können, stelle einen Zauber her, eben Eislanze, nicht Eislanze, Eispfeil, Feuerpfeil oder Blitz, ja, die 3. Dann hättest du nämlich auch das ausbauen können. Ja, das ist ein Blitzmagier gewesen, ein Eismagier, klar, ein ja, klar. Feuermagier. Nee, wie gesagt, ich wollte gerade Ist- sagen, so, ich kann ja auch Fehler machen, das habe ich ja oft genug. Das ist ja oft eigentlich nicht genug. Ja? Eispfeil und der aufbauende Spell wäre dann nicht Eislanze? Ja, genau, wäre halt sinnvoll. Ja, so Ja, wäre es sinnvoll, sinnvoll, aber es ist also. halt so, wie wir jetzt von Gothic sehen müssen. Okay. Aber es ist schon Feuerball- cool, was die jetzt im Remake gemacht Ja. haben, dass auch der Eispfeil Gegner einfrieren kann und Ja. das ist der richtige Weg, dass man da dann auch sagt, okay, der Blitz, dieser kleine, wenn sie den aus Gothic 2 übernehmen zum Beispiel, weiß ich nicht, ob sie es gemacht haben, der tut halt Gegner stunnen und Eis tut halt einfrieren und Feuer lässt es halt brennen. Ja, genau. Ja. Okay, jetzt nochmal, wie gesagt, fertig noch machen. Feuerball, Gothic 1, Kreis 3, Gothic 2, Kreis 2, genau. Feuersturm in Gothic 1, Kreis 4. Kleiner Feuersturm in Gothic 2, Kreis 3. Blitz in Gothic 1, Kreis 4, Blitz in Gothic 2, Kreis 1. Feuerregen in Gothic 1, Kreis 5 und Feuerregen in Gothic... Das waren jetzt die Beispiele in Kreis 6 in Gothic 2. Genau. Okay, also. Du kommst ins Guinness-Buch der Gothic Shaper Quiz Record oder so, keine Ahnung. Lieber Hochkönig. Der Abgehacktheit, der Rekorde. ja. Ja, wenigstens im Nachhinein in YouTube ohne abhacken, wenigstens dann, weil ich es halt hier einfach aufgenommen habe. Aber auf jeden Fall, Hochkönig, Glückwunsch, du bist der Gewinner des ersten Gothic Gewinnerquizzes. Also, ich gebe zu dir auf jeden Fall als erstes die Abschlussworte jetzt damit. Als allererstes. Ja, danke, Alex. Das ist- Ich schau nachher, was du gesagt hast. Ich denke mal, die Einladung zum nächsten. Ich wollte sagen, Wollt Ich ihr auch habe ja jetzt gesagt, ich gebe dir jetzt einen Arschtritt und ich habe Danke gesagt. nee, Du bist jetzt Sorry, ich gebannt versuch- für die nächsten Quizzes. Du weißt Nee, zu nee. viel. ich sag jetzt noch mal ganz kurz, ich versuche es langsam zu sagen, vielleicht tut es dann nicht abhacken. Doch. Ich gebe dir die abschließenden Worte jetzt.
Also als erstes darfst du dich verabschieden, weil du gewonnen hast. Du hast die Ehre als erster, dich zu verabschieden und alles. Genau. Und Leute, grundsätzlich an alle, lasst ganz viel Liebe bei jedem der Creator hier da. Bei jedem. So, jetzt. Ja, also der Abend hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War eine tolle Runde mit tollen Kandidaten, tollen Fragen und ja, auch tollen Moderatoren. Also besten Dank dafür. Und ja, ich freue mich auf weitere Projekte und wünsche allen, die hier sind und allen, die zuschauen, noch einen schönen Abend. Sehr schön gesagt. Auf jeden Fall ganz viel Liebe da lassen beim lieben Hochkönig. So, Lord Pappnase, du bist der Nächste. Ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Leider nur Platz 2, aber ich glaube, keine Frage falsch beantwortet. Ich habe nur schlecht geklaut. Ne? Ich hatte ja auch immer noch das Erz übrig. Ja. Aber waren coole Fragen dabei und hat ultra Spaß gemacht auf jeden Fall. Freut mich und lasst auf jeden Fall bei Lord Pappnase auch ganz viel Liebe da. Auch wenn ich zu 90% sicher bin, dass jeder von denen schon bei dir Liebe dagelassen hat. Aber wenn nicht, auf jeden Fall auch Liebe dalassen, Leute. So. Lieber Mastiamo. Chat auch aufmachen. Ja, letzter ist nicht schlimm. Habt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen diesen Quiz zu bestreiten. Ich muss sagen, es war echt richtig tough und ich sollte auf jeden Fall den Comic lesen, damit ich auch ein bisschen mehr Chancen bei den mysteriösen Fragen habe. Aber trotzdem war es sehr cool und ich wünsche auch jedem einen schönen Abend. Sehr nice und auf jeden Fall Und danke, auch dass ich Liebe dabei dalassen. war. Hast du einen Kanal eigentlich oder nicht? Habe ich dich doch markiert letztes Mal, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher tatsächlich. Ja, ich bin markiert auf jeden Fall. Ich bin Ah, markiert. sehr gut, dann ist ja alles richtig. deinem Sehr Titel. perfekt. Auf jeden Fall auch ganz viel Liebe dalassen. Genau. Und ganz ehrlich, du hast das eine Quiz da gewonnen. Also du bist auf keinen Fall schlecht. Und mysteriös ist halt unlucky, du hast gefühlt alle Comic-Fragen genommen, fast. Kann man so sagen. Das ist einfach nur schlecht Ja, gelaufen. passiert. Ist Ja, richtig. alles gut, passiert. Richtig. Nee, das hat, wie gesagt, du kannst ja auch wieder beim normalen Quiz auch wieder dabei sein, gar kein Problem. Easy peasy. So, Ja, Johnny. da bin ich gerne dabei. Ja, supi. Johnny! Jo, auch von meiner Seite aus sage ich vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Vielen Dank auch an die Kandidaten. Es war immer spaßig, lehrreich vor allem. Also ich konnte wieder was Neues dazulernen. Das ist immer was Schönes am Gossig-Quiz. Man denkt, man weiß viel, aber da gibt es dann doch ein, zwei Sachen, wo man sagt, okay, habe ich so noch nie gehört. Zum Beispiel jetzt das mit dem Bordell oder so. Nee, ja, das ist, auf die Sachen muss man in-game erstmal kommen. Ja. Dass man sagt, okay, man geht da als Drachenjäger rein und okay, ich halte von den Söldnern eher so ein bisschen Abstand, bin ich ehrlich. Aber auf sowas muss man erstmal kommen und die es halt herausgefunden haben, Hut ab. Finde ich super, sowas. Nee, aber hat auf jeden Fall im Gesamten sehr viel Spaß gemacht und an allen dann noch eine angenehme Nacht. Schlaft so schön mal noch. Ja, Und hoffe super dann gerne. auch, dass ich irgendwann mal wieder eingeladen werde. Natürlich, natürlich. Aber auf jeden Fall lasst bei ihm auch ganz viel Liebe da. Der macht sehr gerne irgendwie No-Death-Runs. Das ist auch immer ganz lustig zuzusehen. Man leidet auch immer bei No-Death-Runs, wenn es schlecht läuft. Und würdest du bestimmt sagen, oder Johnny? Ja, ich bin gerade bei der Renovation Mod, bin ich gerade. Ich weiß noch, Die ist echt, die ist knackig, die Renovation Mod. ich Die weiß noch, wie bricht du bei mich der grad ein bisschen. Othello-Mod warst. Bei der Othello-Mod warst. Und ich bin dann reingekommen in Raid und hab gesagt, oh, du Armer. Und dann stirb, wieder tot. Dann hast du mich geradet, das war lustig. Auf jeden Fall funny. Aber es macht ja auch Spaß. Dir Spaß auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Natürlich. Also ganz viel Liebe da lassen. So, Chris. Allseits bekannt hier bei Ja, mir. vielen Dank, dass ich dass ich dabei sein durfte. Ich muss mich auch immer wieder an den Teilnehmern und an den Moderatoren natürlich dafür bedanken. Es ist immer sehr fair, eine sehr freundliche, nette Runde. Ich glaube, ich war jetzt schon in einigen Quizzes dabei, sowohl als Moderator als auch als Teilnehmer. Und ich kann immer sagen, es ist noch nie vorgekommen, dass irgendjemand gesagt hat, ja, wieso hat er jetzt die Punkte dafür gekriegt oder so. Also immer sehr fair, sehr aufgeschlossene Leute und man kriegt halt immer wieder was Neues mit. Jo, nice. Auf jeden Fall auch ganz viel Liebe da lassen. Und auch am Donnerstag auch wieder ganz viel Liebe da lassen für Chris. Da geht's ja wieder in den Podcast.
Und ja, Genau, jetzt Donnerstag zweiter Podcast von mir und Alex vielleicht kurz Ja. noch als Werbung. Wir werden mal den Nyras-Prolog vergleichen mit dem Nyras-Prolog der Mod, die erstellt wurde. Dass wir wirklich mal direkt nebeneinander spielen wir beide das zeitgleich und dann werden wir halt wirklich mal, okay, ich kämpfe gegen einen Molerat, Alex kämpft gegen einen Molerat. Wie gut geht das jetzt im Remake, im Nyras-Prolog und wie gut geht's im Original so gesehen? noch. Jo, genau. Auf jeden Fall. Aber ich wollte doch eigentlich das erst Gomez sich verabschieden. Danach hätten wir das machen. Aber alles gut. Jetzt Gomez, du bist dran. Mein lieber Moderator. Ja, das erste Mal als Moderator, ganz kurzfristig eingesprungen. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dementsprechend danke, dass ich dabei sein durfte. Es freut mich vor allem, dass ich mal der Gothic-Community auch ein bisschen was zurückgeben kann. Gerade bei so tollen Creatoren wie dem Hochkönig, dir, Lord Pappnase oder auch Jules Jorgenson und so weiter. Da ist es mal wirklich sehr, sehr nett. Dementsprechend mehr habe ich auch nicht zu sagen. Vielen Dank für die ganze Arbeit, die sich hier alle machen. Das finde ich wundervoll. Ich liebe Gothic. Könnt mir nicht vorstellen, das Spiel irgendwann mal in die Ecke zu werfen. Also ich spiele das jedes Jahr mehrere 100 Stunden und ich werde auf jeden Fall nicht damit aufhören. Und gerade die ganzen Content Creator und natürlich auch die Modder, die dahinter stecken, das ist einfach wunderbar, die Community. Ich lieb's. Ja, das war's von mir. Das war das Wort vom Sonntag. Wort von Montag heute mal, würde ich sagen. Ja. Normal Sonntag, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Ich weiß schon, warum es gesagt hast. Perfekt. Okay, sehr schön. Also bei allen Liebe da lassen und ich würde mal sagen, dann würde ich jetzt gerade den Stream auf Pause stellen, kurz. Wann startet euer Podcast am Donnerstag? Wir hatten auch eine Uhrzeit, 20 ne? Uhr, 20 Gute Uhr, Frage. glaub ich. 20 Uhr, ja. Ja, 20 Uhr. So wie immer eigentlich, ja, genau. Ja, 20 Uhr. Das schaue ich mir, definitiv schaue ich mir das an. Ah, sehr Ja, nice. vor allem, sehr weil wir nice. den Feiertag ganz gut mitnehmen. Ja, Freitag, richtig. Oh ja, ist auch mal schön noch. Sehr gut. Da bin ich sehr dabei. gut. Okay, dann mache ich jetzt kurz auf Pause auf dem Stream. Und danach geht es wahrscheinlich mit Return to Moria noch ein bisschen weiter. Leute, bis dann. Mhm.